Und damit sage ich an dieser Stelle mal wieder Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream hier auf dem Kanal. Herzlich willkommen zu Let's Play Twin Mirror, einem Spiel entwickelt und gepublished von Don't Nut, also den Leuten, die nicht Nut, sondern Not, ne, N-O-D, nicht N-U-T, das Nicken, nicht die Nuss. Und jetzt verliert meine Anmoderation wieder so ein bisschen ihren Faden. Auf jeden Fall sind das die Leute, die unter anderem hinter dem Spiel Life is Strange stehen. Und auch hier, wie heißt das neue? Tell Me Why. Und noch irgendwas. Naja, auf jeden Fall, die haben das gemacht. Twin Mirror. Ich weiß nicht genau, was uns da heute erwartet. Das Spiel ist nämlich mehr oder weniger auf Zuschauerwunsch ausgesucht worden. Klingt ganz interessant, aber ich habe mich jetzt nicht sonderlich ausgiebig damit beschäftigt. Das wird auf jeden Fall ein Blind Run. Ich bin sehr gespannt, worauf das hier heute alles hinauslaufen wird. Das Einzige, was ich weiß, weil ich das irgendwo zufällig in der Beschreibung gelesen habe, ist, dass es so eine Art Gedankenpalast gibt. Und da musste ich natürlich sofort an Sherlock mit Benedict Cumberbatch denken. Ja, da kommt es halt auch drin vor. Oh Gott, das ist ein guter Start heute. Das ist ein richtig guter Start. Aber Start ist, glaube ich, auch ein richtig gutes Stichwort. Denn ich würde sagen, ich laber hier heute gar nicht so lange rum. Denn das Ziel ist es tatsächlich, das Spiel am heutigen Abend auch zu Ende zu bringen. Denn How Long to Beat sagt, es ist gar nicht so lang und das kann man heute gut schaffen. Und da es ein Storyspiel ist, wird meine Erfahrung wahrscheinlich nicht so dermaßen gewaltig von der Durchschnittsspieldauer abweichen, wie das hier auf dem Kanal normalerweise der Fall ist. So, ich habe es vorhin einmal kurz gestartet, um in die Einstellungen zu gehen, um einmal auszuprobieren, ob alles funktioniert. Von daher müsste eigentlich alles gut gehen. So, zack, zack. Auf geht's. Twin Mirror. Bin gespannt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das irgendwie eine Kriminalgeschichte oder sowas. Aber ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Wir spielen auf jeden Fall einen Journalisten. Einen Journalisten, der den Tod seines Bruders recherchiert oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Ich hab mich halt nicht sehr ausgiebig mit der Story beschäftigt. Ich wollte das eben hier mit euch zusammen erleben. Auf jeden Fall haben wir eine automatische Speicherfunktion. Habt ihr Ton? Ich habe nämlich keinen Ton. Ich meine, ich hatte zu diesem Zeitpunkt... Ah, doch. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch, als ich das vorhin ausprobiert habe, hatte ich im Menü doch Sound. Da ist der Sound. So, ich habe auch keine Ahnung, ob man das Spiel besser mit Maus und Tastatur steuert oder mit Gamepad. Das werden wir quasi jetzt auch hier gleich live on the fly ausprobieren. Im Zweifelsfall brauche ich Rückmeldung von euch, wie es mit der Lautstärke des Spiels ist. Ob es zu laut ist, zu leise... Vorzugsweise separat nochmal für YouTube und für Twitch, weil das sind ja durchaus unterschiedliche Programme mit unterschiedlichen Soundeinstellungen da. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich hier nebenbei schon mal ein neues Spiel starte. Und wir das dann quasi on the fly alles einstellen, weil das sind so Sachen, das kann man sowieso erst wirklich beurteilen, wenn man dann hört, wie die Charaktere sprechen und alles. Schauen wir mal. The skies are finally clearing up after a light rain fell most of the afternoon. The weather's approaching 49 degrees, so we've got a brisk West Virginia evening ahead of us. Wrap up tight and settle in, folks. This is 104.3 WBCK, the Basswood Sound. I'm your host, Carrie Hammond. Coming up after a short break, mental health expert Dr. Rick will discuss the recent opioid epidemic that's been affecting... Ist es schlimm, dass ich dem Radio eben nicht so wirklich zugehört habe? Scheiße. Ich war gerade gedanklich noch mit anderen Dingen beschäftigt. Aber ich glaube, das Wichtige war der Zeitungsartikel und nicht der Radiobeitrag, oder? Ich mach mal kurz. Does the well go down that low? Let me breathe and I'll let you go. Leichenschmaus, ist auch so ein Wort, ne? I look down in desperation.
I felt around for something real. There's a radio station playing wrong in my ear. You keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive, keep coming alive. Ob der Song lizenziert ist? Ich frag für einen Freund. Die Katze liegt übrigens todmüde direkt hier neben mir auf dem Schreibtisch. Wo der Kater ist, weiß ich gerade nicht. Aber der ist ja so mega geil, der wird über kurz oder lang vor der Webcam auftauchen. Spiel übrigens von 2020, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist noch gar nicht so alt. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. Okay. Bin immer noch am Überlegen. Das wirkt fast, als wäre es für den Controller gedacht, was? Funeral isn't for a while, and I'm not gonna walk into town. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Auf jeden Fall dürft ihr euren Müll hier nicht wegschmeißen, ne? Somewhere for things to fall apart. Da steht's. No littering. Kann ich auch laufen? Es gibt kein... Warte mal. Schild, Instandsetzung. Das Unternehmen hat Wert darauf gelegt, dass wir alle erfahren, wie großzügig es ist. Welcome back to Basswood, Sam. Welcome back to Basswood, Sam. Okay. Das funktioniert quasi so. Wie wäre es hier? Dann würde ich Welcome back to Basswood, Sam. einfach nur die Taste drücken. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich mit Controller mit Maus spiele. Ich tendiere eigentlich eher zu Maus und Tastatur. Aber ich habe halt keinen Crosshair. Das ist schon so ein bisschen irritierend dann. Ein bisschen im Müll wühlen vielleicht. Oh, eine Alkoholflasche. Und was ist das hier? Eine eingebuddelte Mine? Huh. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. Ja. Das gucke ich mir schon noch an, die Aussicht da. Oh, hier geht's nach rechts noch weiter dann. Okay, dann fangen wir doch mal links an. Es gibt einen Friedhof, natürlich. I'm not sure Nick would even want me at his funeral, given how I left things. Oh, ist das alles schwerfällig. Ich glaube, ich muss die... ich glaube, ich muss das noch ein bisschen hochstellen, die... Strange to think of Basswood without its mine. My hometown. It felt more imposing in my nightmares. Gott. I remember spending entire summers on the banks fishing with Nick. Diese 1865 gegründete kleine Bergbaustadt wuchs zusammen mit der Kohleindustrie schnell heran. In seiner Blütezeit wurde in Basswood mehr Kohle gefördert als in jeder anderen Stadt in West Virginia. Auch wenn da nicht Virginia steht, sondern Virginia. Die Mine in Basswood galt als eine der beständigsten in den ganzen Vereinigten Staaten. Mit seinen Hunderten von Wanderwegen ist Basswood zudem ein wunderbarer Ort, um abseits des Appalachian Trail die Natur einfach Natur sein zu lassen. Basswood ist ein perfektes Beispiel für den wahren Lebensstil von West Virginia. Wird das Virginia nicht mit IA geschrieben? Weil beim ersten Mal habe ich noch gedacht, das ist vielleicht ein Rechtschreibfehler, aber die haben das Wort zweimal... Das finde ich unsicher. Ich meine, es sieht so komisch aus.
und gleichzeitig eine Erinnerung an die Vergangenheit als auch ein Blick in eine strahlende Zukunft. Und der Satz wirkt irgendwie total komisch mit der langen Pause mittendrin. Ja, da kann man dem Content gar nicht mehr so richtig folgen. Ja, Basswood sucks, closed, ruined. Okay. So, aber was ich auf jeden Fall noch machen muss, das ist ja... So, nochmal versuchen jetzt. Ja, komm. Besser. Viel besser. Warnschild, denn ein Schild schützt besser als robuste Leitplanken. You'd think the massive cliff face would be a giveaway. Also die Steuerung ist teilweise noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Aber geht. Ist eigentlich ganz cool gemacht. I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. Alter, ja, verdammt. Given how bad the coverage is up here. Vergessen die Taste loszulassen. So, dann lesen wir doch mal was über die Basswood Wildtiere. These trails were great to walk if you wanted to feel truly alone. Ein Boomer. Da, in der Mitte. Jagdgesetz. Hunting is another tradition I could never get behind. Just don't see the appeal. Führen Sie beim Jagen stets alle erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen mit. Jagen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol. Eine halbe Stunde nach Sonnenuntergang und eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang ist das Jagen verboten. Some of these species are endangered. She wrote an article about it. Sie hat einen Artikel darüber geschrieben? Wer ist sie? West Virginias malerische Bergwälder sind die Heimat von Rehen, Gleithörnchen, Rotfüchsen, Kaninchen, Fledermäusen und zahlreichen anderen Tieren. Rotluchse, Wildschweine und sogar Schwarzbären wurden im gesamten Bundesstaat gesichtet und selbst weit abgelegene Farmen berichten gelegentlich von nordamerikanischen Pumas, dem sogenannten Puma concolor, auf der Pirsch. Mal kurz. Was mich gerade leicht irritiert, ist die Tatsache, dass ich hier im Steam-Chat durchaus schon eine Nachricht sehe, das Ganze aber nicht in den großen Chat übertragen worden ist. Muss ich im Auge behalten. So, was haben wir hier noch? Wandern verboten. Aber jagen darf man. Der Weg wurde vor 3 Jahren nach einem Erdrutsch gesperrt. A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. Bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher, ob mir der Kerl sympathisch ist. Eine Vorratskiste schützt Wanderer und Jäger vor Bären. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. I used to love looking at Basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Ist das Putt hier? Kann ich mich da runterstürzen? Ist das Spiel dann vorbei? Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Gut, dann gucken wir halt durchs Fernrohr. Von mir aus. Das kam relativ unerwartet, ehrlich gesagt. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? Even if it does mean nothing stays hidden in here. Not even me.
Oh, darf ich mich? Ah, ich darf mich bewegen. Okay. So. Ja, wie ist es denn mit der Lautstärke? Ist das so in Ordnung? Der optimale Stoßwinkel, ne, wenn ihr beim Billard mal richtig punkten wollt, da. Notiert es euch, ich zeige es euch noch kurz. So, reicht. War hier unten noch was? Nee. Da unten war nix. I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. Eisenbahnunglück in Basswood. Beschädigtes Gleis führte zur Entgleisung. X. Das ist der optimale Stoßwinkel. Jetzt kann ich mit der Erinnerung interagieren und mich erinnern. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is important. You know I think that. It's just... people around here have short tempers and long memories. Be careful. Sam, are you even listening to me? I heard you, Anna, Tut mir leid, was hast du gesagt? but no, I wasn't listening. Come on, Anna, look at this. What is it? Someone skinny dipping? Anna, you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. Sam, what are you doing? I'm trying to be romantic. What? Wait. Please don't tell me you're proposing. I'm down on one knee, a ring. What else would I be doing? Das wirkt nicht so, als ob sie das annehmen würde. You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. Anna, please say something. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. You should know that. We've discussed it before. We weren't happy. She was the one brave enough to face that. Lost in my head again. How much time did I miss? Oh, wir haben ein Tagebuch. Ich meine, wir haben ein Tagebuch. Mal kurz eine Sache checken hier. So.
Ich habe beschlossen, vor Nicks Beerdigung noch einen Spaziergang auf dem Plateau mit dem Aussichtspunkt zu machen. Ich dachte, ich sei nicht bereit, mich Basswood wieder zu stellen, aber die Vergangenheit zieht mich bereits dorthin. Meine Erinnerungen sind so lebhaft, als wäre ich nie fort gewesen. Mache einen Spaziergang auf dem Plateau, erinnere dich am Fernrohr an jenen Abend, kehre zum Auto zurück, du hast genug Zeit vertrödelt. Wenn ich diese Auflistung von Aufgaben ein paar Minuten früher entdeckt hätte. Ich habe mich nämlich zwischendurch schon gefragt, okay, womit muss ich jetzt interagieren, damit es weitergeht? Also was sollte ich erstmal vermeiden, weil man will ja immer möglichst viel untersuchen, ne? So, Anna, die davon kam. Wäre mein Leben anders verlaufen, wenn sie Ja gesagt hätte? Sie wiederzusehen, das wird schwer. Und dennoch freut sich ein Teil von mir darauf. Der Rest von mir will sich umdrehen und sofort verschwinden. So, Erinnerungsstück. Ob das Collectibles sind oder irgendwie tatsächlich relevant. Sam Higgs. Vor 2 Jahren habe ich Basswood den Rücken gekehrt, um vor einem Job bei einer kleinen Zeitung, einer Stadt voller wütender Menschen und einer gescheiterten Beziehung davonzulaufen. Ich habe nie zurückgeblickt. Jetzt kehre ich heim, um der Beerdigung meines besten Freundes beizuwohnen. Was könnte wohl mehr Spaß machen, als mich am Grab meines Freundes all meinen Fehlern aus der Vergangenheit zu stellen? Bingo? Nick Waldron. Nick war mein Freund, seit wir Kinder waren. Mein einziger Freund. Als ich Basswood vor 2 Jahren verließ, stellte ich mich tot. Und jetzt ist er es, der tot ist. Stand bei Anna Miller. Ja. Eben überlegt, stand dann ein Nachname dabei? In dieser Szene wurde noch keine Entscheidung getroffen. Na gut. Ich weiß nicht, inwieweit wir, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen müssen, ein Zeitlimit haben oder sowas. Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. Aber ihr könnt natürlich gerne euren Input dann auch immer mit reingeben. Aber wir haben natürlich auch ein gewisses Delay, ne? Zwischen meinem Play hier und wenn das Video dann tatsächlich bei euch ankommt, der Stream. Also gerade wenn wir Zeitlimit haben bei Entscheidungen, kann es sein, dass ich euer Input eventuell nicht berücksichtigen kann. Ne? Lots of hurt. And you might be right. But it's been 2 years. It's time to face the world. Time to adult. The good news, though, at least you don't have to do it alone. Twin Mirror. Okay, irgendwas stimmt heute mit unserem Social Stream Chat nicht, glaube ich. Das ist die erste Entscheidung. Ich muss hier aber noch mal ganz kurz wieso? Wieso zeigt er das heute nicht an? Das ist sehr ärgerlich. Ich habe immer noch die Möglichkeit, den Chat einfach so einzublenden. Aber es ist halt ärgerlich, ne? Ja gut, da werde ich jetzt aber im Stream nichts dran ändern können. So. Also für die Leute, die auf Twitch zuschauen und sich wundern, was ich gerade gemacht habe, der große Chat, den ich sonst immer
benutze, der die Twitch- und YouTube-Chats zusammenzieht, der scheint heute irgendwie out of order zu sein. Ich habe jetzt auf YouTube bei den regulären Twitch-Chat eingeblendet. Damit man wenigstens etwas mitkriegt. So. Du kommst doch noch? Ich hoffe wirklich, dass ich es zum Leichenschmaus schaffe. Ich komme nach Haven. Ich komme zum Haven, was? Ja. Ich glaube, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich weiß, geht auch so irgendwie. Ist nur blöd für die Archivierung dann. Deswegen habe ich ja den Twitch-Chat jetzt mal eingeblendet, weil sonst kann man unsere Dialoge ja überhaupt nicht nachvollziehen hier. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Entscheidung. Nick wird es nicht kümmern oder ich bin fast da. Aber nach dem Monolog, den er gerade eben geführt hat, ist links wahrscheinlich das, was am ehesten zu dem Charakter in seiner aktuellen Gemütslage passen würde, würde ich sagen. Und ich lasse mir jetzt gerade sehr viel Zeit hier. Ich werde mir gerade bei Entscheidungen, bei denen ich davon ausgehe, dass die jetzt nicht so übermäßig relevant sind, werde ich mir in Zukunft dann hier nicht mehr so viel Zeit lassen, sondern eher bei den wichtigen Sachen dann. Ganz genau, ich bin nämlich auch bei A. Warum geht das nicht? Das ärgert mich total. Das ging bis jetzt immer. Das ging sogar beim letzten Stream noch. Na, egal. Nick schert es nicht, ob ich zu spät komme. Lost the signal. Some things never change. Ich drücke einfach noch ein bisschen weiter auf meinen Handytasten rum. Vielleicht ändert sich ja was. Und dann war da natürlich noch der Brief von seiner toten Frau, den er gekriegt hat und der ihn hier zurück nach Basswood geführt hat. Ah, das Haven ist eine Bar. Okay, ich habe es mir fast gedacht, aber... die Katze mich anguckt. Muley, you actually came. It's been a while. You've gotten taller. Can we talk? We're talking right now. It's cold. So, You left. Joan, that's not fair. You left. Die Entscheidung finde ich schon etwas relevanter als die wir gerade eben getroffen haben. Basierend auf dem kleinen bisschen, was wir über diese Figur, also über unsere Figur, über den Sam bisher wissen, würde ich tatsächlich gute Argumente für alle drei Sachen finden. Und ich muss echt, ich muss echt dazu übergehen, bestimmte Entscheidungen dann hier auch selber zu treffen, glaube ich. Ich glaube, wenn ich bei jeder einzelnen Dialogoption auf euer Feedback warte, dann sitzen wir hier morgen um diese Zeit noch.
I don't really want to talk about this right now. You don't want to talk about this? What are you, my age? I'm not here for very long. I don't want to fight about the mistakes I've made. Well, my dad died. I'm angry, and I want to fight about it. I don't. And it takes two people to fight. You're a jerk, and I'm gonna talk about it. It's been hard. My mom's been distant, even before all of this. I wish my dad was still here. I wish kids in class liked me. I wish you hadn't left. I wish a lot of things. Well, I don't know how much me staying would have helped. You're the only one around here that doesn't treat me like a kid. You are a kid. Doesn't mean I like to be treated like one. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please? She wants her father's death to mean something. But where does that lead? Wer zur Hölle bist If du? it leads to the truth. That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on, Friends don't lie to each other. even if it means disappointing her again. It's your call. Wieso gibt es eine Nerd-Version von uns selbst? So. Aber ich glaube, das sind diese Gelb-Blau-Entscheidungen hier mit den zwei Versionen unserer selbst, die bestimmt auf die eine oder andere Art im Laufe dieser Story noch erklärt werden. Das sind, glaube ich, die wirklich relevanten die wirklich relevanten Entscheidungen, die den Verlauf der Geschichte auch beeinflussen. Bei den Dialoggeschichten werde ich versuchen, das Gespräch an sich ab jetzt so ein bisschen flüssiger zu halten. Aber bei den Entscheidungen werde ich immer innehalten und auf Feedback von euch warten. Und ihr wollt ihr die Untersuchung versprechen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Wir werden auf jeden Fall die Sache untersuchen, darauf wird es hinauslaufen. Denn wenn wir das nicht täten, dann gäbe es keine Story und dann hätten wir kein Spiel, mit dem wir uns ja heute Abend beschäftigen können. Die Frage ist halt wirklich, wollen wir sie involvieren oder nicht? Aber ich finde das aktuell tatsächlich relativ schwierig zu entscheiden, weil wir bis jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, was wir da eventuell enthüllen. Ach, da muss ich sogar bestätigen. Guck mich nicht so an. Okay. I'll see what I can see and all that. Gumshoe it up. You will? You make some good points. It doesn't fit. I hate when things don't fit. Yeah, me too. I might just be, I don't know, crazy or something, but You want to know for sure. I get it. thanks, Muley. I should go in before my mom misses me. You better get in there too. Can't hide in your car all night. Who says I'm hiding out here? I do. See you inside. Polizei. Oh Gott. Wenn ihr das sehen könntet, was die Katze da gerade macht.
Könnt ihr sie sehen? Da. Also zumindest auf YouTube. Verdammt, jetzt habe ich gerade nicht aufgepasst. Was hat er da gemacht? Hat er gerade Pillen genommen? Ist das der große Twist, der uns am Ende erwartet? Ja, ins Tagebuch hätte ich sowieso reingeguckt. Jeder weiß, dass Nick und ich beste Freunde waren. Jeder glaubt, ich sei es ihm schuldig, hier zu sein. Seine Tochter, Joan, geht noch einen Schritt weiter. Sie findet, dass ich hier bleiben und den Tod ihres Vaters untersuchen sollte. Unser alter Chef, Walter, wird sicherlich auch etwas dazu zu sagen haben. Es wird mir wohl nicht gelingen, ihm aus dem Weg zu gehen. Joan Waldron. Von allen Menschen, denen ich mit meinem fluchtartigen Verschwinden aus Basswood wehgetan habe, ist Joan diejenige, die es am wenigsten verdient hat. Sie war nur ein Kind und meine Patentochter. Aber es ist nicht leicht, der einzige Freund eines einsamen Kindes zu sein, und ich hab's vermasselt. Jetzt, da ihr Vater tot ist, wird es für sie sicher nicht einfacher. Wütend, verletzt, starrsinnig. Schwer zu glauben, dass ausgerechnet Joan es war, die mir den Spitznamen Muli gegeben hat. Nicht, dass ich nach einer Ausrede suche. Sie ist noch ein Kind, und ich habe ihr ein Versprechen gegeben, das ihr das Herz brechen wird. Egal, ob ich es halte oder nicht. Was, wenn sie recht hat, was den Tod ihres Vaters angeht? Was wird das mit ihr machen? Und was, wenn ich ihr die Antworten, die sie sucht, nicht geben kann? Dieselbe Stadt, dieselben Zweifel und Widersprüche. Sich ihnen stellen oder davor weglaufen. Diesmal entschied ich mich anders. Die Versuchung, eine weitere unheilvolle Untersuchung anzustellen, die zu nichts als noch mehr Schmerz führen könnte, war einfach zu stark. Tue ich das für Joan, für Nick oder für mich selbst? So, ich muss einmal kurz, wartet mal kurz. Ich krieg die Twitch-Kamera kriege ich da nicht hingedreht, sorry. Da müsste ich den ganzen Monitor für anheben, weil das Kabel da drunter durchgeht. Aber ich hab's versucht. Ich hab's wenigstens versucht. Man kann mir nicht vorhalten, dass ich es nicht versucht hätte. Okay, so. Es ist so niedlich. 83% der Leute. Ach, ich gehe schon wieder mit der Mehrheit. Verdammt. Kathys Wagen ist hier. Ich habe keine Ahnung, wer Kathy ist, aber ihr Wagen ist hier. Seems Kathy's been keeping this running 100,000 miles past its prime. I hope she's not running short on money. Mein Gott, warum lässt er eigentlich die Schultern so hängen? Der ist ja schlimmer als ich. So, wer ist noch hier? Ah, guck mal, jetzt habe ich auch so einen etwas schnelleren Schritt hier. Wenn ich hinten reingehe, werden die Leute komisch gucken. The old bar sign reminds me of when Nick and I were still kids. Coal Miners Haven. Arcade-Spiele waren deine ersten Freunde und Nick Walden war dein erster richtiger Freund. Ich liege natürlich irgendwo dazwischen. Und hier hat alles angefangen, im Coal Miners Haven. In der Kneipe gab es einen alten Spielautomaten, den der Besitzer, Mr. Edwards, von irgendeinem Schrottplatz gerettet hatte.
Du verbrachtest ganze Nachmittage hier. Du hast Pac-Man gespielt, bis es draußen dunkel wurde. Die Kneipe sich mit Bergleuten auf der Suche nach billigen Getränken füllte und Mr. Edwards dich schließlich rauswarf. Du hast ihn angefleht, länger bleiben und noch ein bisschen spielen zu dürfen, aber er dachte, dass es schon nett von ihm war, dich überhaupt spielen zu lassen. An den meisten Tagen ließ er den Automaten sogar kostenlos laufen. Er war ein zäher Bursche, ein Amateurboxer, der es gar nicht mochte, wenn Minderjährige oder Betrunkene mit ihm darüber diskutierten, wann es Zeit war, nach Hause zu gehen. Eines Tages spielte ein anderer Junge in der Kneipe Pac-Man. Du hast ihm zugesehen und gehofft, dass er bald verschwindet. Plötzlich drehte er sich um und sagte: »Mein Cousin sagt, dass es eine magische Pille gibt, die macht, dass die Geister immer blau bleiben. Aber die taucht nur auf dem 100. Spielfeld auf. In der Mitte, da wo das Obst ist.« »Redet dein Cousin immer solchen Quatsch?« hast du ihn gefragt. Der Junge kratzte sich am Kopf, als würde er ernsthaft über die Antwort nachdenken und sagte dann: »Ja, ständig.« Und ihr beide habt losgelacht. Den Rest des Nachmittags habt ihr zusammengespielt. Nick hat deinen Highscore geschlagen und du dann seinen. Es wurde spät und ihr wurdet beide nach Hause geschickt. Da hat Nick dich zu sich nach Hause eingeladen. Am nächsten Tag hat Nick am Schultor auf dich gewartet. Er ging mit dir zum Miners Haven, als wollte er sicher gehen, dass du nicht wegläufst. Das bist du nicht. Zumindest damals noch nicht. Oh Gott, sind die Erinnerungsstücke alle so lang? Das wird ja grausam. Nicht grausam, aber... So, wir könnten natürlich auch hintenrum reingehen, oder es zumindest versuchen, müsst ihr sagen. Ich sehe mich hier noch kurz um. Anzeige für ein Footballspiel. Wenigstens hat Basswood noch immer seine Pathfinder. One of Nick's favorite matchups. Might be the first game he'll miss. That smile she had when I gave it to her. She could barely get on it back then. Yeah, yes, yeah, Er telefoniert genau wie ich. Same old town, same old bar. The more things change. Warte. Wie süß ist das bitte? Whoever said you can judge someone by their car never met Tara. Okay, erzähl uns mehr über Tara. Dann reden wir mal mit ihm, wa? Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs. 2 long years since we last saw each other. You're very late, you know. You completely missed the funeral. I'm here for Nick's wake, at least. You have to bring it in for a hug. It's a Basswood back in town requirement. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Ich war mir nicht sicher, wie ich mich entscheiden soll. Ich glaube, das Spiel hat für mich entschieden. Also, have you spoken to Anna lately? No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. So, über den hat das Tagebuch doch auch was zu sagen, oder? Das ist Walter Dodson. Mein alter Chef bei der Zeitung. Ich würde sagen, dass er mir alles beigebracht hat, was ich weiß, aber
Wenn man sich meine Errungenschaften so ansieht, ist das alles andere als ein Kompliment. Ich hielt Walter immer für einen anständigen Menschen, ein seltenes Exemplar, das wirklich daran glaubt, dass es seine Aufgabe ist, der Gemeinschaft zu dienen. Den alten Witzbold wiederzusehen, war netter als erwartet. Ich finde es total schade, dass ich den Twitchlern die Katze nicht zeigen kann. Ja, die übertrifft sich heute selbst von Niedlichkeit. I'm not ready for this. Oh, ich gehe hinten rum. Oder ich gucke mir zumindest die Tür hinten nochmal an. Ja, du bist gemeint, ja. Heute bist du der Star hier und nicht dein Bruder, ja. Ethan keeps a spare key around, but I should use the front. Oh, ein Ersatzschlüssel. Okay, den will ich finden, auch wenn wir nicht hinten rum reingehen. Das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Aber wo könnte der sein? Und vor allem, ich habe ihn nicht, womit ich interagieren kann. Huh. Ich kann da nicht mehr hingucken. Das lenkt mich zu sehr ab. Jo. Mhm. Jetzt verschiebe ich hier natürlich sämtliche Kameras. So, jetzt. Leute, jetzt. Ah, wartet mal. Da ist er. Auch für die Twitchler. So, jetzt muss ich natürlich meine Kameras hier wieder richten. So, ja. Das hatte ich mir schon gedacht, dass das eventuell schief gehen könnte. Okay, so. Jetzt habe ich jedem diese personifizierte Niedlichkeit einmal gezeigt. Ich glaube, jetzt können wir uns mal ein bisschen aufs Spiel konzentrieren. Sie macht einfach weiter. Okay, auf geht's. Here we go. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Just really embracing those Higgs stereotypes, huh? Ich konnte nicht widerstehen. So ein bisschen auf Konfrontationskurs gehen. Warum nicht? We'll get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Wie so ein Kleinkind hier. Joel started it. I was just standing here. Well, he started it, and if you push him, he'll finish it. You watch yourself. Ja, mal schauen.
I think it's time I go put up a photo at the memorial board. Ist doch Anna da gerade durch, oder? Nix Leichenschmaus. Ich habe es kaum bis in die Kneipe geschafft und die Dinge haben bereits eine eigenartige Wendung genommen. Joan ist von der Idee besessen, dass der Tod ihres Vaters kein Unfall war. Sie will, dass ich der Sache nachgehe. Ich kann das nicht aus dem Kopf bekommen. Es ist, als wäre ein Teil von mir erwacht, der lange geschlummert hat. Wieso hat er einen blauen Hintergrund? Ist schwarz neutral, blau ist, die sind uns eher positiv zugeneigt, oder? Ich weiß nicht. Hat die Hintergrundfarbe überhaupt eine Bedeutung? Man weiß es nicht. So, Joel Lopez. Als die Mine stillgelegt wurde, haben alle Bergleute in Basswood ihre Arbeit verloren. Ich hätte wissen sollen, dass sie noch immer mir die Schuld dafür geben. Ich hatte selbstverständlich nichts mit schlechten Arbeitsbedingungen und einem menschenverachtenden Management zu tun. Natürlich nicht, ich habe nur darüber geschrieben. Ich habe das und ich, da habe ich häufiger mal Probleme mit. Ach, das ist einfach nur, der war ausgewählt. Ah, okay. Ich habe nichts gesagt, ich bin einfach nur dumm. Declan Stevenson. Declan ist der örtliche Gesetzeshüter. Ich erinnere mich noch vage aus der Schulzeit an ihn. Er geriet oft in Schlägereien. Meist, um kleinere Kinder zu beschützen. Niemand war überrascht, dass er Polizist wurde. Okay, Declan. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Können wir reden? Always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. Können wir nicht reden. Gut, dann reden wir halt nicht, Declan. Bergleute? Old-timers in general already don't like me, and the article just made it worse. Kann ich diesen Artikel, genau. Der Artikel vielleicht mal lesen? Hey Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Wer von denen hat das jetzt gesagt? Weil der Mund hat sich bei keinem von denen bewegt. Hi. Ich werde mich einfach so total awkward hier neben euch stellen und so tun, als würde ich dazugehören. Ist das okay für euch? Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Ihr macht das super, Leute. Ihr macht das echt prima. Okay, jetzt wird es wirklich awkward. Ich gehe da mal weiter. It's supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Ah, ist das der Artikel hier? Nein. Nee. Ach, guck mal, da ist die Hintertür, durch die wir potenziell auch hätten reinkommen können. Oder eventuell zu einem späteren Zeitpunkt in der Geschichte noch reinkommen. Man weiß es nicht. Aber die Flaschensammlung. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Walter can be overwhelming at times, but he means well. It's a masterpiece, plain and simple. So, I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize... Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? Ja, He loved people, sharing things, having fun together. Take video games. He didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what, as long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond over them, though. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot at Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real.
Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Nein, 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 nein. Können wir bitte nochmal zurück? Ich möchte über den Safe Spot in Pac-Man sprechen. Ja, also, how have you been? Also, ganz ehrlich, das ist entweder Lügen oder Ausweichen. Ehrlich antworten ist raus. So wie wir ihn bisher erlebt haben. Ich tendiere zu Ausweichen. Ja, bloß nicht konfrontieren. Ja, ich möchte euch mal wieder teilhaben lassen. Ich habe jetzt die letzten paar Entscheidungen habe ich alleine getroffen. Aber ich kann euch auch nicht alles entscheiden lassen, weil dann spielt ihr ja quasi und ich bin der passive Zuschauer. Das ist ja auch doof. Wir wollen das ja gemeinsam machen hier, ne? Das ist ja so ein bisschen der Sinn dahinter. Got a new start and new perspectives. I'm helping my mother with her garden. I've been volunteering. Terrific to hear, my boy. Terrific to hear. Well, I think I've taken enough of your gents' time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Ja, wisst ihr was? Der Kerl hier, der Walter, der erinnert mich so ein bisschen an diesen Blumenverkäufer aus Deadly Premonition. Ja, die haben gewisse Parallelen, würde ich sagen. Nicht der richtige Ort und nicht die richtige Zeit, um jetzt hier zu bohren, oder? Vor allem, das kommt so ein bisschen out of nowhere jetzt. Vielleicht lieber später, oder? Ja, so sehe ich es nämlich auch. Yeah, that could be nice. Maybe. We'll see. Think about it, Samuel. A drink with friends is worth 1,000 among enemies. So. Later then. Mit einer Handtasche. That's the guy who got the mine closed. I can't believe you showed up after what happened. Hey, Joan. Sammy. It's nicht Anna, okay. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of late work on that. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. You are a bulldog. A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say. Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Ja. So, ich wollte eigentlich... Natürlich. Ja, wenn wir neue Einträge kriegen, müssen wir uns immer erstmal über die neuen Leute informieren. Das ist klar. Außer ihr sagt jetzt explizit, ihr wollt das nicht, aber dann fühlt das schon... Wenn ich diese Einträge ignorieren würde, würde es sich nicht mehr wie eins meiner Let's Plays anfühlen, wisst ihr? Ethan Morrow. Ein Kleinstadtwirt, der mehr zuhört, als dass er redet. Ethans Kneipe muss das einzig gut gehende Geschäft in Basswood sein. Bei Walter weiß man genau, woran man ist. Seine Trauer um Nick ist aufrichtig. Und dann haben wir noch die beiden Neuen hier. Tara Petersdorf oder vielleicht auch Petersdorf, ich weiß es nicht. Tara, die Bürokauffrau beim Basswood Jungle, ist die sprichwörtliche verschrobene Kollegin. Sie mag alles und jeden. Dinosaurier, schnulzige Liebesromane, Bibelfernsehen, Verschwörungstheorien, Reiskekse, ungewöhnliche Straßennamen, was auch immer es ist, sie kann stundenlang darüber reden. Hugh Kirkland. Hugh ist neu in der Stadt, aber wie es aussieht, versteht er es, sich einzubringen.
Andererseits ist es Teil seines Berufs als Apotheker, sich einzubringen. Aber es ist trotzdem anständig von ihm, dass er zu Nicks Leichenschmaus gekommen ist. So, Joan? You'd think a kid at a bar would stand out more. Everyone here seemed to really like my dad. Of course they did, Bug. Everyone's nice in that creepy way. It's weird. Even Anna's weird. It's a thing adults do. They say what they think they're supposed to say. They all just say the same thing in this weird voice. Yeah, you just had a tragedy voice. It drives everyone bonkers. So why do people do it? I honestly don't know. Do you ever just watch people? It's pretty much all I do. Me too. But I don't always like what I see. Ich kann auf jeden Fall anscheinend durch Leute durchgucken. Ich habe Zauberkräfte. Some people can play this game drunk. Anna was best at 3 beers. Wow, was er gesagt hat und was in den Untertiteln stand, das hat so überhaupt nicht zueinander gepasst. Was steht denn hier? Notiz des Managements. Ich möchte die Notiz... Hallo? Die Notiz des... Hallo? Gott, dann versuche ich es halt so. If you must vomit, please find the... Also in Klammern steht Toilet dahinter. It should not be this hard. Ah, da ist nichts Artikel. Ein Wahrzeichen Basswoods wechselt den Besitzer von Nick Waldron. Der erfahrene Gastwirt Ethan Morrow wird den Coal Miners Haven von seinem jetzigen Besitzer Carl Edwards übernehmen. Edwards, haben wir auch schon mal gehört den Namen. Der Coal Miners Haven ist eine der wenigen Kneipen in Basswood, die bereits seit der Prohibition, während der er als Flüsterkneipe begann, bestehen. Das sagt Ethan zu der Veränderung. Es wird sich nicht viel ändern. Die Kneipe ist für viele hier wie ein zweites Zuhause und das soll so bleiben. Er hat vor, Edwards Sammlung von Dekorationen zu behalten und im Laufe der Jahre zu erweitern. Warum ist ein Foto der Mine? Aber erstmal Walters Artikel. Kann ich den auch lesen? Hallo? Da. Ein Blick auf Basswood. Die Kneipe, an die Sie vergessen haben, sich zu erinnern. Von Walter Dodson. Es ist leicht, die Orte zu übersehen, die unsere Heimatstadt so vertraut wirken lassen. Der Coal Miners Haven ist ein solcher Ort. Der Besitzer, Ethan Morrow, hat dafür gesorgt, den Namen des Etablissements treu zu bleiben, indem er die Wände mit all den tapferen Arbeitern, die im Laufe der Jahre in Basswood eingekehrt waren, schmückt. Ethan hat zwar vielleicht noch nicht den Gipfel erklommen, aber er bleibt optimistisch. Die Lage ist nicht leicht, aber glücklicherweise glauben die Leute immer noch, mich beim Dart schlagen zu können. Geben Sie ihm eine Chance, wenn Sie vorbeigehen. Die Preise sind günstig, das Bier ist kalt und Ethan vergisst niemals den Namen eines Gastes. Das ist eine Information, die später vielleicht noch nützlich werden könnte. So, was ist mit dem Foto der Mine? Das hätte ich jetzt auch... Ich finde es interessant, dass ich manche Sachen halt nicht
nicht näher untersuchen kann. Ne? Die werden zwar wahrgenommen und mir hier kurz präsentiert, der Billardtisch zum Beispiel auch. Das leicht kürzere Bein an der Rückseite verschafft Stammgästen einen Vorteil. Aber ich kann halt nicht wirklich damit interagieren. Interessant. Sheriff. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. At no more than 3,000 milligrams. I thought it was 4,000. That's what crooked pharmacists want you to believe. But that amount is damaging in the long term. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Entschuldigung, ist hier noch frei? That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Tara, können wir reden? So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Ich glaube, wenn uns hier einer so ein paar Informationen geben kann, dann sie. Weil sie macht sich keine Gedanken darüber. That kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Ja. Echt cool. Da ist der Pac-Man-Automat. Mit dem kann ich doch bestimmt was machen. Moment, erstmal. Ich kann bei der Jukebox den Gedankenpalast aktivieren. Nick and I Interessant. spent so much money on this machine. Interessant. Can't believe this whole thing's still working. Moin. Daddy, 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 open your eyes and wake up. The kids and I've been busy. Ob der Song lizenziert ist? Make a little something for you that's gonna make you smile all day. Ich meine mich zu erinnern, dass das ein Problem war, das ich damals bei Life is Strange auch hatte. But when the lights are out, it's time for me to show you my love. And I've got a feeling you've been pleased. So, Daddy, 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 sit yourself down. Now you should know how much Da sind wir wieder. Gut, dann treiben wir mal die Geschichte ein bisschen voran hier. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce, but anyone can see she's taking his death hard. Kathy, Sam, you actually came. yeah, well, here I am. I'm just as surprised as you. How have you been? Life in Basswood has been hard these last years. You'd know if you'd stayed.
Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? Ich muss gerade nochmal, ihr könnt ja schon mal überlegen, ob wir ihr sagen sollen, was ihre Tochter denkt oder nicht. Ich überlege gerade, dass ich schiebe den Twitch-Chat gerade nochmal ein bisschen woanders hin. Damit er die Untertitel nicht überdeckt. So. Das Problem ist, sie kann ich nicht einschätzen. Schwierig. Ausgesprochen schwierig. Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You'll probably save some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Aus dem Gespräch ziehe ich die Information heraus, dass Nick ganz genau wusste, dass Anna, Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. wie Anna reagieren würde. Rest up, big guy. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Happier times. I wonder who took that picture. Those two were a great team. Bug was so small back then. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, das that jetzt? you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. That wasn't the reason I left town. Oh, you think it was that girl of yours? You left because the town hated your guts. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk.
which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can, but it does give me less patience for people who sling mud my way. Okay. Relax. I'm just playing. At least tell me how you been. Yeah, like you'd care. Not too much. But suit yourself if you want to be like that. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... As time draws near, my dearest dear, when you and I must part. Das ist so ein Don't Not Staple, ne? How little you know of the grief and woe. Irgendwann nimmt irgendwer eine Gitarre und fängt an zu singen. Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Dennis Gardner. Dennis ist der IT-Typ bei der Zeitung, für die ich mal gearbeitet habe. Ich erinnere mich an ihn als einen verbitterten und fiesen Kerl. Ein Einzelgänger, der nicht viele Freunde in Basswood hat. Das bin ich zwar auch, aber das macht uns nicht zu verwandten Seelen. Tara Petersdorf. Tara hat absolut keinen Filter. Sie wäre eine schreckliche Spionin oder Serienmörderin. Oder vielleicht eine ausgezeichnete. Kathy Waldron. Kathy und Nick haben jung geheiratet und sich schnell scheiden lassen. Obwohl ich der Patenonkel ihrer Tochter bin, bin ich nicht sicher, ob sie mich je gemocht hat. Ja, dabei bist du doch so ein Schambolzen, also... Should I have brought flowers? Do people expect me to? Ich glaube, die Leute haben nicht mal damit gerechnet, dass du überhaupt auftauchst. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Was? Schon wieder ein Tagebuch? Annas Gitarre. Oh, herrje. Weißt du noch, wie Anna versucht hat, Gitarre spielen zu lernen? Wie sie früh aufstand, um vor der Arbeit noch zu üben? So bist du immer aufgewacht. Du hast ihr zugehört, wie sie Akkordfolgen gezupft hat, bevor du ihr Kaffee gebracht hast. Damals war sie glücklich, selbst wenn ihre Gitarre schon damals ihre eigene Geschichte voller Traurigkeit und Verlust hatte. Du hast Annas Mutter nie kennengelernt und sie sprach kaum von ihr, aber in den wenigen Momenten, in denen sie es tat, sprach sie immer davon, wie sehr sie es liebte, Musik im Haus zu haben.
Ihre Mutter hatte immer alte Folksongs auf ihrer Gitarre gespielt, die sie gemeinsam sangen, während sie an den langen Nachmittagen ihrer Kindheit mit überkreuzten Beinen auf dem Boden hockten. Anna verlor ihre Mutter, als sie noch ein Teenager war, aber selbst in den darauffolgenden Jahren der Trauer, der Konflikte und der Flucht hielt sie an der Gitarre ihrer Mutter fest, auch wenn sie nie gelernt hätte, darauf zu spielen. Stattdessen verließ sie Basswood, ging aufs College und kam als Journalistin zurück, die Geschichten über ihre Heimatstadt schrieb. Erinnerst du dich noch an den Artikel, den sie über den alten Musikladen am Gooseneck Hill geschrieben hat? Walter teilte ihr diese Aufgabe zu, weil niemand anders sie haben wollte. Ihr Artikel rettete den Laden nicht vor dem Bankrott, aber der Besitzer kam persönlich vorbei, um sich zu bedanken. Er gab ihr als Dankeschön kostenlos Unterricht. So lernte sie zu spielen. Tja, ich habe nie gelernt zu spielen, wie man unschwer an meinen Let's Plays erkennen kann. Okay. Was soll man es noch länger hinausschieben? Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Ist auch überhaupt nicht creepy, wie er jetzt da einfach steht und sie anstarrt. Wie lange könnten wir diese Situation wohl potenziell hinauszögern, bevor es so wirklich unangenehm wird? Okay, jetzt wird's mir zu creepy. Anna? Sam! Awkward. I've missed you. Why did it take so long for you to darken my doorstep? Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. It doesn't make it easier, though. It's gotta make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. Yeah. That's, you two must be so hard. Are you okay? You knew about us, right? He said he was gonna tell you. Yeah, I knew, but knowing and, knowing are different. Yeah, I guess they are. Das hatte ich mir schon gedacht. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Komm, wenn nicht mit Anna, mit wem dann sonst? Ich hau's jetzt mal raus. Ist das... Oder? Oder?
meine, wir müssen ja irgendwo auch starten mit unserer Befragung, ne? Ich hau's jetzt raus. Nick's death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now, this is a real can of worms. This is a wake. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change, but I can't handle this right now. I'm gonna go home. I hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Tschüss, Anna. Samuel, come. Have a round with me. I need a drink or two. Or 3. And then I'll go. Na gut. Gehen wir mal direkt saufen. Ach, guck mal, hier, die Geschichte mit Anna, die ist sogar 50-50 ungefähr gewesen in den Statistiken. Anna und Nick. Was für ein Klischee. In dem Moment, in dem ich Basswood verlasse, kommen mein bester Freund und meine Ex zusammen. Vielleicht hätte ich damit besser umgehen sollen. Bohrende Fragen über Nicks Tod zu stellen, ist ebenfalls nicht sonderlich gut angekommen. Nur eine Unterhaltung und schon hatte ich Anna wieder enttäuscht. Ja, aber vom Erzählerischen her passt es irgendwie, oder? Hatten wir hier nicht noch einen zweiten? Ah, es war unsensibel, Anna nach Nicks Tod zu fragen. Natürlich wurde mir das erst klar, nachdem ich die Worte schon ausgesprochen hatte, aber an irgendeinem Punkt musste ich einfach fragen. Ja, am liebsten hätte ich ja Tara gefragt. Aber da habe ich ja die Möglichkeit nicht gekriegt. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So, Walter, lass uns mal über potenzielle Morde hier in dieser wunderschönen Kleinstadt sprechen, ja? So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Oh, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Prost, schätze ich mal. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there. With a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. He was always good with Joan, though Kathy did the heavy lifting. Took her to school, fed her, clothed her, and Nick would pick her up. Play dad for a few hours. Mostly she'd just sit in the office drawing. He'd drop her back off with her mom after dinner. Greater men have done far less by their daughters. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with knowledge so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts. Well, it's a good choice. And sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. I'm the one dwelling on these things. Wakes get sad. Very sad. Death and drinking is a heady brew. Still, I'm showing jealousy for a dead man. Not the best look.
Some would say being honest with yourself is the only way to honor friends. How's the family taking it? Joan and Kathy seem shaken. Kathy has a lot to deal with, now more than ever. And who can prepare for losing a parent? Not a soul. Not a single soul. It always seemed so easy for him. Every day he'd show up, smile, no matter what. Of the qualities in a good man, that one deserves to be at the top. Not a quality I possess. This isn't a place for self-pity. This is a place for dour reflection. Yes, and drinking. To Nick, he was my friend. He will be missed, but not forgotten. Hear, hear. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Anything can lose I his wasn't license. doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid! You do not talk to people that way. Drama! I'm sorry, everyone. She's just so... That was quite heavy-handed. I hope the little one doesn't take it to heart. Können wir dann über den Mord sprechen? Declan sure came at her with both barrels. Joan's tough, though. She'll be okay. Vielleicht mal What? Tacken runterdrehen? Night. I'd say that went well. Ish. You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking, and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Na, wo wachen wir auf? Warum habe ich morgens eigentlich immer den Geschmack von Teppich im Mund? No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay, okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Pills plus drinking. That was not my best idea.
Did I black out or what? Ugh, I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Late for checkout. They can wait a bit more. Aber nur ein bisschen. Gucken wir erstmal nach draußen. Oder auch nicht. Warum ist es so hell draußen? Was denkst du denn, warum es um 9 Uhr so hell ist? Hm? Oh, my head. How many of these did I take? Ich mache mir ein bisschen Sorgen, was die Nacht vielleicht noch passiert ist. I feel like a small jackhammer in my left temple. Didn't even get under the covers. Glad I even made it to the bed. Meine Güte, ganz langsam, ne? Please let there be water. No food. I'll just throw it all up. No more beer. I need water. Hey, was du brauchst, entscheidet immer noch ich, okay? Of course. Na gut. Just tossed on the floor. My mother would be proud. At least it won't take me long to get my things. Ein Spiegel. Wie im Namen des Spiels. Entschuldigung, ich höre schon damit auf. So, hier, da haben wir ein bisschen Wasser für dich. Dann halt nicht. Oh, ich hab mal... Ich habe gerade so das Gefühl, dass wir vielleicht noch ein bisschen länger in Basswood bleiben werden. I was at least hoping I'd look better than I feel. Na komm. Tun wir erstmal so, als hätten wir das Hemd noch nicht gesehen. I already feel more human. Now, where did I put my shirt? Dun, dun, dun. Fast 2 Stunden im Spiel und endlich passiert mal was. Ich meine, ich mag ja Worldbuilding, aber bis jetzt war es echt sehr slow-paced, oder? Und ich weiß nicht, ob es an meinem Spielstil lag oder am Spiel selber, oder ob es eine Kombination von beidem war. Where did I get this? What did I do? Ich hab mir schon gedacht, dass wir jetzt in den Gedankenpalast gehen. Und in dem Moment, wo er aufgewacht ist und gesagt hat, dass er sich nicht mehr an den Abend erinnern kann, war mir klar, dass es auf sowas hinausläuft hier. Das sieht aber nicht mehr wie der friedliche Gedankenpalast aus, den er... Ich würde mich gerne umsehen, aber ich kann nicht. Ich darf nicht nach hinten gucken. Sam, be more careful. Breathe.
Focus. Okay, den Hindernissen ausweichen, ja? Okay, dann weiche ich den Hindernissen halt aus. Außerdem hier. Ich habe gedacht, weil es eine andere Farbe hat, ist das vielleicht, aber na gut. Find the way to calm down. Wie ist der Weg, mich zu beruhigen, nicht einfach an allem vorbeizulaufen? Das mache ich sonst auch immer. Gut, vielleicht nehme ich einfach die Tür, wo beruhige dich steht. Was wäre passiert, wenn ich an dieser Tür jetzt vorbeigelaufen wäre? Gefahr hinter dir, ich bin ein Mörder. Gefängnis. Du bist ein Mörder, gib auf. Schmerz, Tod, Gefängnis, Todesstrafe, Einzelhaft, ja, ganz genau. Ach, jetzt mit beweglichen Hindernissen, ja klar. Wow. Ah, schon frech. Oh Gott, das ist schon frechen hier. Wow. Ich wollte nicht in das Blut rennen. Nicht nochmal. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Ja, es ist schon klar. Soweit habe ich das ja schon verstanden. Aber... So, da ist die richtige Tür. Das war ungefähr eine Jagd zu viel, würde ich sagen. You're doing good. Really good. You're almost there. Bin fast wo. Focus. Choose. Act. Deliberately. If I run, I'll keep running. When you face what happened. Answers. Hide. It's never happened. Going on. Get far away. Don't think. Just go. Far as fast as I can. Verstecken, weglaufen. Ich denke der hier, oder? If I run, I'll keep running. Ich muss mich dem stellen. Ich brauche Antworten. Yes, answers. Good or bad, I need answers. Ich meine, was habe ich denn davon, ein Mörder zu sein, wenn ich mich nicht dran erinnern kann? Das ist doch doof. I know what you're thinking. Stop thinking that. Pills and alcohol, you're lucky enough you didn't wake up dead. I need to know what happened last night. The last place I remember is the bar, so I'll start there. The squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. I can poke around without making waves. Mostly. It used to be my job. You're great at finding facts. Not quite so good at blending in. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head.
It's your life, Sam. I just live here. Auch die Dynamik zwischen Sam und dem Kerl in seinem Kopf erinnert mich auch schon ein bisschen an Francis York Morgan aus Deadly Premonition. Also da sind schon gewisse Parallelen sind da definitiv vorhanden. Deadly Premonition 2 übrigens auch eines der Spiele, in die ich unbedingt mal reingucken will. The more things change, the more they stay the same. Do you really think breaking and entering is a good idea? Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. Und wir haben nicht erfahren, wo sich der versteckte Schlüssel befindet. Ich finde das unfair. I picked the latter. So. Vorhin im Hotelzimmer hatte ich eine Panikattacke. War es Dehydrierung? Trauer? Der Schock, wieder in Basswood zu sein? Blut auf meinem Hemd zu finden, war auch nicht hilfreich. Irgendwas ist letzte Nacht passiert, aber ich kann mich an nichts erinnern. Ich konnte mich immer auf meine eigenen Erinnerungen, meinen eigenen Verstand verlassen. Sie dürfen mich jetzt nicht im Stich lassen. Ich muss meine Schritte zurückverfolgen und die Geschehnisse der letzten Nacht rekonstruieren. Ich gebe zu, dass es logisch wäre, meine Sachen zusammenzupacken und die Stadt zu verlassen. Aber ich kann nicht. Nicht jetzt. Nicht, ehe ich der Sache nicht auf den Grund gegangen bin. Joan ist in dieser seltsamen Phase, in der sie gleichzeitig ein Kind, ein Teenager und eine Erwachsene ist. Und die Trauer macht es nur schlimmer. Sie fühlt sich, als sei niemand auf ihrer Seite. Ich hätte nie gedacht, dass er jemals so mit Joan umspringen würde. Es muss ziemlich öde in Basswood sein, wenn er ein Kind anschreien muss. Oder das Gegenteil. Vielleicht steht Declan unter großem Stress. Die Beziehung zwischen Joan und Kathy wirkt mehr als angespannt. Haben wir schon eine Entscheidung getroffen? Nein. Ich könnte einfach wieder gehen, aber das würde uns nicht vorwärts bringen. Ethans Aufzeichnung, die fasse ich lieber nicht an, wenn meine Hände... Ethans Bücher. I doubt Ethan's account somehow led to the blood on my shirt. Man weiß es nicht. Ich würde gerne das Familienfoto, hallo? Jetzt. Boah. War das so schwer? Ethan and his parents. And I'm guessing that's his sister. He always thought they'd run the bar together. Was hat es nur mit diesem Spruch auf sich, dass alle glücklichen Familien gleich sind, während die Unglücklichen scheinbar alle auf unterschiedliche Art unglücklich sind? Es hat ganz sicher nicht lange gedauert, bis Ethans Familie ihre ganz eigene Art von Unglück entwickelt hat. Oh, eine exotische Flasche, die nehme ich mal mit. Für später. Kann nicht schaden. Ich meine, wenn schon Breaking and Entering, dann richtig, oder? Ich sollte aufhören, mir Sachen anzugucken. Am Tag, als Ethan den Coal Miners Haven übernahm, gab es eine große Feier in der Kneipe. Ethan hatte dort viele Jahre lang als Barkeeper gearbeitet und jetzt war er der Besitzer. Eine klassische amerikanische Erfolgsgeschichte, wie man sie nicht oft in Basswood erlebt. Ein Mann erfüllt sich durch harte Arbeit einen bescheidenen Traum.
An diesem Abend war die Kneipe gerammelt voll. Ganz Basswood kam zusammen, um zu feiern. Alle außer Celeste, Ethans kleiner Schwester. Sie tauchte nie auf, ist irgendwo auf den Berg geklettert, faselte irgendwas von Selbstfindung oder so. Ethan hatte die ganze Nacht auf sie gewartet. Er wollte mit ihr gemeinsam diesen Grog trinken. Es war alles andere als Champagner, aber es war die erste Flasche, die er als neuer Besitzer gekauft hatte. Er hatte sie nur für sie beide aufbewahrt. Am nächsten Morgen jedoch stand sie noch immer ungeöffnet im Regal. Christina vom Café erzählte, dass sie gesehen hat, wie Ethan und Celeste am Tag darauf einen heftigen Streit hatten. »Als Kinder waren sie unzertrennlich«, sagte sie kopfschüttelnd. »Ist es nicht seltsam, dass du in all den Jahren, in denen du im Miners Haven Stammgast warst, Celeste nie kennengelernt hast?« Wie es scheint, hat Ethan die Flasche all die Jahre aufgehoben. Vielleicht, um sich an den stolzesten Tag seines Lebens zu erinnern. Oder vielleicht wartet er auf den Augenblick, wenn er und seine Schwester wieder gemeinsam lachen und feiern können. Da sind noch Limo-Dosen. Nachfrage war eher gering. So, die Bierfässer dafür, die scheinen weitestgehend leer zu sein. Reinigungsmittel relativ irrelevant. Ich würde gerne in die Kühltruhe gucken, aber anscheinend darf ich das nicht. Also gehen wir einen Raum weiter. Whoa. What happened here last night? First, look around, figure out what happened. Das hat jetzt so ein bisschen was von L.A. Noire, würde ich sagen, oder? Und wisst ihr, wo ich gerade dann denke, welches Spiel ich tatsächlich auch ganz gerne mal anzocken oder eventuell tatsächlich sogar durchspielen wollen würde? Sherlock Holmes First Year, oder wie das hieß hier, das Neueste. Das chronologisch als allererstes spielt. I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Baseballschläger unter der Theke. Alkoholflaschen. Ich weiß nicht, welche dieser Flaschen ein Fehler war. Vermutlich die erste. Herumlungern ist vermutlich gefährlich. Und die Registrierkasse sieht intakt aus. Ich hoffe, dass alle Getränke bezahlt wurden, einschließlich meiner. Ethan hat versucht aufzuräumen vor oder nach dem Zwischenfall. So, was hier übrigens passiert, das ist eine Sache, das habe ich mir, als ich heute Morgen das Spiel gestartet habe und die Einstellung gemacht habe und einfach mal geguckt habe, ob alles funktioniert, ob das Spiel läuft. Da gibt es ein Tutorial-Spielanleitung im Hauptmenü, die habe ich mir einmal kurz durchgelesen. Also wir sammeln jetzt quasi hier Hinweise. Und wenn wir alle Hinweise gefunden haben, dann können wir verschiedene Theorien aufstellen, die wir dann quasi überprüfen können, um die Wahrheit zu finden, mithilfe unseres Gedankenpalastes. Das ist so der Aspekt vom Spiel, wo ich definitiv eure Mithilfe erwarte. Wenn wir dann hier alles gesammelt haben und dann Schlüsse ziehen müssen. So, das finde ich, sieht schon mal nicht so geil aus hier. Ugh. Did I do this? Sorry, Nick. Ich hoffe doch mal, dass er das nicht war. Spielautomat. Ich kann Pac-Man spielen, Leute. Ach du Scheiße. Oh Gott, das habe ich ewig nicht gespielt.
Ah, ai, 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 ai. Ah, der kommt schon wieder. Der ist aber auch was schnell, du. Kann der mal von mir wegbleiben, das blöde Vieh? Der kriegt mich. Der ist schneller als ich. Komm, eine Runde ist drin, oder? Die haben übrigens alle ihre eigene KI. Wusstet ihr das? Dass jeder Geist hier in Pac-Man anders funktioniert? So, ich muss nur noch da oben hin. So, reicht, oder? Ich meine, ich habe sowieso gleich, hab gleich verloren. Ich habe nur noch ein Leben. Hilfe! Oh Gott, der Weiße kommt. Das war's. Aber das ist so ein Spiel, das habe ich noch nie wirklich gekonnt. So. Blinky, Pinky, Inky und Clyde. Ich habe auch das schwere Spiel gewählt, ne? Naja gut, ist auch egal. Beat Nick's high score. Wish he were here to take it back. Warte mal, Nicks Highscore war gerade mal so knapp über den ersten Level zu kommen. Wir müssen das erzählen. So. Was haben wir hier noch an Hinweis? Ich meine, der umgestürzte Tisch ist natürlich noch einer. Hier ist noch eine zerbrochene Flasche. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Ja, wer das wohl gewesen ist. Ein zerkratzter Sitz. Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? These were sent scattering. Someone thrown into them? Ich würde ja die zerbrochene Flasche tatsächlich auch als Hinweis werten, aber... Was haben wir noch? Soweit ich das sagen kann, fehlt uns nämlich noch was. Ich zeige euch das mal kurz. Hier. Ne, Spielanleitung. Bla bla bla. Gedankenpalast. Hinweise sammeln. Hier, dieser Kopf mit dem Zahnrad hier drin. Das ist quasi das, was wir gerade machen. Ja, weiß zeigt an, dass hier Hinweise zu finden sind. Gelb zeigt an, dass noch mehr Hinweise zu finden sind. Und blau zeigt an, dass alle Hinweise gefunden wurden. So, was ihr nicht sehen könnt, ist genau dieses Symbol ist gerade in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, da wo meine Facecam auch ist. Und es ist noch gelb. Das heißt, es gibt hier noch einen Hinweis. Ich habe noch nicht alles. Nicht die umgestürzten... Die kaputte Uhr. Ja, das wird da sein. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence.
Das war es immer noch nicht. Klebriger Boden. Getrockneter Alkohol. Könnte von Spritzern oder einer zerbrochenen Flasche herrühren. Und kann ich das? Nein. Aber hier haben wir noch Unordnung. Die Visitenkarte natürlich. Definitely not the wake Nick would have wished for. What a mess. Hope this wasn't me. Hugh Kirkland, Apotheker, Basswood Apotheke. 304833221, Main Street 67, Basswood, West Virginia. Trinken Sie viel Wasser, das hilft gegen Kopfweh. Hugh's business card. Wonder why it's here. Das war's noch nicht? Was denn noch? Was habe ich noch übersehen? Ach, Joels Mütze. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. Falls ihr noch irgendwas seht, was irgendwas sein könnte. Kann ich raus? Nein, raus kann ich nicht. Ich finde spannend, dass diese zerbrochene Flasche nicht zu den Hinweisen gehört, die ich hier finden kann. Die Unordnung haben wir. Klebriger Boden zählt nicht dazu. Hier, der Dingsartikel ist runtergefallen. Aber da kann ich nicht mal mit interagieren. Auf der Bühne scheint ja nichts zu sein. Ist das Blut? Aber auch da kann ich nicht mit interagieren. Was wollen die denn jetzt noch von mir? Ich weiß es doch nicht. Ich bin... Achso, die Bühne an sich vielleicht. Ja gut, okay. Da hätte ich drauf kommen können. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. Could be the same blood that was on my shirt. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. Und was ist das da? DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just gotta think it through. Das waren alle Hinweise. Mit der Leertaste können wir den Gedankenpalast betreten jetzt. Und einen auf Sherlock Holmes machen. Na dann mal los. Das ist quasi unser Tutorial jetzt hier dafür, ne? Schauen wir mal. Ja, das habe ich gesehen. So. How to work out what happened while I was blacked out last night. I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left.
Es gibt immer nur eine Wahrheit und ich finde sie. Played out in many different ways. I have to think it through. Find out what really happened. Beantworte die Frage, um eine Hypothese aufzustellen. Die Frage ist, wo begann es? My memory ends here. But there's two glasses. Who was here with me? Habe ich andere Alternativen, wo der Anfang sein könnte, bevor ich mich jetzt festlege? Beziehungsweise muss ich mich jetzt überhaupt festlegen oder kann ich quasi mehrere Möglichkeiten hier durchspielen und dann nach und nach ausschließen, was keinen Sinn macht? I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. Hugh eventuell? Seine Visitenkarte lag an der Theke. Aber warum sollten wir uns mit dem Apotheker streiten, der... If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Wohin bewegte sich die Auseinandersetzung? Von hier aus offensichtlich eher in Richtung des Pfeilers, ne? Wir sind ja irgendwie bei der Bühne gelandet dann. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Und es endete dann auf der Bühne. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Naja, wir haben hier Joels Mütze gefunden. Joel ist doch der Typ, der Stress mit uns wollte, ne? Wir haben hier die Visitenkarte von Hugh gefunden. Jetzt muss ich aber erst noch mal gucken, welcher war denn Dennis? Ja, also wir haben Hugh Kirkland, der hat seine Visitenkarte hier an der Theke liegen gehabt. Wir haben Joe Lopez, den Typen, mit dem wir aneinander geraten sind. Ah, und Dennis, der andere Journalist. Jawohl, okay. Gut, aber wer war's denn jetzt? Warum sollte Joel sich zu uns setzen und ein Gespräch anfangen? Wir sind ja schon mal aneinander geraten. Das ist eher etwas, das Sinn macht für Dennis oder für Hugh. Hugh kann seine Visitenkarte hier auch verloren haben, ohne direkt beteiligt gewesen zu sein. Aber der Armreif von Dennis auf der Bühne, in dem ganzen kaputten Zeug hier mit drin. Meine Hypothese ist, dass wir mit Dennis aneinander geraten sind. Der hätte auch einen Grund, sich zu uns zu setzen. Das spielen wir jetzt mal durch. Oder was sagt ihr? Ich probiere das einfach mal. I definitely wanted to shut him up last night. I have the complete picture now. Ich weiß natürlich nicht, ob ich hier auch falsche Hypothesen aufstellen kann. Oder ob das Spiel einfach nicht weitergeht, bis ich die richtige Kombination habe. Wisst ihr? Das kann ich nicht sagen. You would know about that. At least my best friend never slept with my ex. Who do you blame more, huh? The
backstabbing asshole or the bitch who... You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. But not here. Meet me later at Das wirkte grundsätzlich schon mal richtig. Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Ich bleibe. Time to leave if you're leaving. Es ist Ethan. You'll want to apologize. Trust me. God damn. Sam? You're not here to rob me, right? Ethan, no, I'm not here to rob you. Oh, good. I won't have to break your legs. I'm here to apologize about last night. Ah, I thought that might be the case. Don't sweat it. This place gets busted up once a month. Sounds rough. I guess it is what it is. Buy a bar, you gotta run a bar, you know? I'll take cleaning up your dumbass mess over dealing with family any day. Family, huh? That's my sister, Celeste. She dropped out of school and is living in some commune called the Cove. She wants to be called Kayla now. It's her life. Yeah, and it's my choice to be pissed she's ruining it. Look, Sam, we're fine. This is fine, but get the hell out of my bar, okay? I got places to be anyways. See you around, Ethan. Nick war also nicht der Mr. Perfect, für den ihn alle gehalten haben, ja? Aber was genau soll das bedeuten? Welche düsteren Geheimnisse verbirgt der gute Mann? Ich meine, abgesehen davon, dass er uns die Freundin ausgespannt hat. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Yippee! Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Da steht Virginia mit IA. Ich wusste es doch. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Ich habe aber auch schon wesentlich bessere gehört. Letzte Nacht geriet ich angetrunken in eine Prügelei mit Dennis. Er hatte irgendwelche Andeutungen über Anna und Nick gemacht, besonders über Nick. Er hat mich gedrängt, ihm irgendwohin zu folgen. Ich sollte Dennis suchen und die Puzzleteile wieder zusammensetzen. Wahrscheinlich kann mir irgendjemand in der Stadt sagen, wo er ist. Dennis. Und Ethan. Ethan ist von der alten Schule, glaubt noch an Manieren. Er verzeiht dir vermutlich, dass du seine Kneipe zerlegt hast, solange du um Entschuldigung bittest. Kein Wunder, dass er so gut mit den Bergarbeitern auskommt. Mit seiner Familie sieht das allerdings ganz anders aus. Offenbar lässt sich seine kleine Schwester nicht gern vorschreiben, was sie zu tun hat. Basswood's small. If
Dennis came through Main Street. Someone saw him. So, dann schauen wir doch mal. Das ist da drüben, da ist die Apotheke. Vielleicht starten wir direkt da. Obwohl. Officer, was ist denn los da? Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Natürlich. Speaking of, you're still in town. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. That person you were talking to? Who's that? Ich habe erst gedacht, es wäre Dennis. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Yeah, sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Der Kerl hat Probleme. Der hat definitiv Probleme. So. Ich muss mal kurz gucken. Hab ich... Ich setze mir mal einen Shortcut für das Einblenden vom Twitch-Chat. Dann kann ich den bei YouTube zwischendurch wieder ausblenden auch. Das ist natürlich nur die Frage... Nimm doch das. Kurz probieren. Jawohl. Okay. Also sorry an Twitch nochmal dafür, aber das musste ich jetzt gerade nochmal machen. Es irritiert mich immer, dass der Chat so viel vom Bildschirm einnimmt. Da. Das ist so. Dennis. Dennis hat sich letzte Nacht wie ein totales Arschloch verhalten. Er hat mir gegenüber sowohl Anna als auch Nick verunglimpft. Wie schwer habe ich ihn verletzt? Er wirkt selbstbewusster, als ich ihn in Erinnerung habe, aber auch frustrierter. Declan always had very clear ideas about law and order, but now he seems to be even more vocal about his convictions. Interessant. Mir wird zwar angezeigt, dass ich mit ihm reden könnte, aber ich kann tatsächlich nicht mehr mit ihm reden. Didn't used to see this around. Surprised it hasn't been removed. Jones hat schon vor 4 Jahren versucht, dieses Haus hier zu verkaufen. Na gut, eigentlich wollte ich ja in den Drugstore und dann habe ich da den Officer zufällig gesehen. Oh, gibt es eine Parade zum Miners Day? Ist deswegen hier die Straße gesperrt, oder? Gut, das macht das Gebiet, in dem wir uns umsehen, tatsächlich relativ übersichtlich. Ne? Wir haben da hinten noch, ich weiß nicht, sind das Feuerwehrleute?
Hier läuft jemand auf und ab. Da hinten stehen noch so ein paar Leute rum und halt der Drugstore, ne? Guten Tag. Ich wollte mich Ihnen nur kurz an den Weg stellen. Hallo? Hey, das ist, also entschuldigen Sie mal bitte? Wie frech. Gut, aber ich glaube tatsächlich, wir sollen in den Drugstore. Wenn nicht, kann ich mich da hinten immer noch umsehen. Yo, get out the way. You move. I'm the one coming in. Fuck you. That's enough. Der hat einfach nur Streit gesucht, um zu provozieren. Ach, guck mal hier. Also wenn wir Informationen brauchen, dann doch sowas von Terror. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Oh, Sam, you here to pick up something for your condition? I have a condition? Yeah, the one that makes you the way you're always so... you? It's all right, of course. I won't tell anyone. I think I might actually have leaky gut. It's where your intestine starts to dissolve and your half-digested food starts to leak out into your blood. I'm trying to find something for it, and if it doesn't help, it can't hurt. I'm glad someone took over this old drugstore. Can you imagine? This town without a pharmacy would be like, well, me with a hole in my gut. I'll just check the internet when I get home. It'll tell me what to get. It was nice talking to you, Tara. Oh yes, always. Wieso habe ich denn nicht die Möglichkeit, nachdem ich jetzt zugehört habe, noch nach Dennis zu fragen? Das ist doch totaler Quatsch. Okay. Mich interessiert, was Hugh zum gestrigen Abend sozusagen hat. Der war ja definitiv noch da, als das Chaos ausgebrochen ist. Wir haben ja seine Visitenkarte gesehen, ne? He looks like those doctors you see on commercials. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not, after your barroom brawl. I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys, but you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask, why move here?
of all places. You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider still. Can't say I'm surprised. I'll try and remember to ask next time I talk to him. I really appreciated the chat, but I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. Okay, mache ich. Hugh Kirkland. Er hat eine klare Meinung zu meinem Artikel. Er glaubt fest daran, dass er etwas Gutes bewirkt hat. Da ist er vielleicht der Einzige in der Stadt. Das ist kein Zufall. Schließlich ist er nicht hier aufgewachsen. Also, warte mal. Das, nee, halt. 13% der Leute haben Declan zugehört und 48% der Leute haben mit Tara gesprochen. Okay. Plakat über Depressionen. Wurde auch Zeit, dass darüber gesprochen wird. Und eine Anklage zum Miner's Tag der Day Bergleute. always ends up exactly the same. Relaxing in its constancy. Oh. Nochmal ein Artikel über die Wanderwege hier. Best done alone on a Sunday afternoon. Bug made that for Mother's Day years ago. And Kathy still keeps Das it ist with doch her. bestimmt wieder ein Erinnerungsträger. Das bemalte Glas. Das war ein Geschenk zum Muttertag. Kathy hat es all die Jahre aufgehoben, obwohl die Farben verblasst waren und sich ihr alter Chef beschwert hat, dass so ein Krimskrams nicht in eine Apotheke gehört. Selbst Joan sagt, dass sie nicht verärgert wäre, wenn es verschwinden würde. Aber Kathy wird es nie wegwerfen. Es ist schon so lange her, dass es ein Eigenleben entwickelt hat. Bald wird Joan das auch tun. Ein eigenes Leben haben. Aber das Glas wird bei Kathy bleiben. Mit der Kerze im Inneren, die nie angezündet wurde und wohl auch nie angezündet werden wird. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Schauen wir mal, was Kathy so zu sagen hat zum gestrigen Abend. Hey, Kathy. Oh, Sam. What can I do you for? So, the wake. None of us were on our best behavior. Nick would have been happy you showed up, no matter how anything else went. I left early myself to go check on Joan. Did you have to say that fantasy about her father being murdered was real? That's not what I just want her to be a little girl, not a little Sam Higgs, sneaking around and getting into trouble. And now all she can talk about is how you're gonna prove that she's right. Sorry. I know it's not your fault, but I just don't... I don't know what to do with her. She's my daughter, and I feel like I'm losing her. I gotta go. If the boss sees me jawing instead of working, I'll get an earful. No one in here was much help. Das ist richtig. Ist mir schon aufgefallen. Meine Süßigkeiten was mit. Warum kann ich mir keine Süßigkeiten mitnehmen?
Ich weiß ja nicht, wann du vorübergehend ausgestiegen bist, deswegen kann ich das schlecht beurteilen. Zumindest habe ich auf jeden Fall schon mal nicht das Gefühl, in den letzten 40 Minuten oder so groß was erreicht zu haben. Ich war bei der Start und mal, was ist das hier? Handyman for Hire, Arbeit gesucht. Handwerker sucht Aufträge, flexible Arbeitszeiten und Bezahlung, tüchtig und gut mit Werkzeug. Reparaturen, Malerarbeiten, Umzüge, alles. Keine Dachdecker oder Elektroarbeiten. E-Mail tylershift@basswoodwv.loa. I imagine there's a lot more people looking for work nowadays. Ja, und keinen Arsch interessiert. Es sind noch alle Dinger da. Er tut mir schon ein bisschen leid. Wer bist denn du? Kennst dich? Hier jemand drin, den ich kenne? Auch nicht so wirklich, ne? Zitat von Mark Twain. Schön zu sehen, dass die jüngere Generation den Klassikern gegenüber aufgeschlossen ist. Ist doch richtig gesehen. Now doesn't seem like the best time to bother her. I'm gonna do it anyway. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Well, I guess I wasn't very subtle, was I? No, you were not. Did you find out anything about my dad? Not yet. Not really, at least. Let me know if you find anything. Please. I feel like I need something. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't... I don't know. I don't see this place. Or these people. I'm somewhere else. Anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well that other stuff sounds okay, though. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. In unserer Suche jetzt allerdings nicht sonderlich nach vorne gebracht, It's das tough Ganze. seeing her like this. Seems she got older by 6 years in just 2. Warum erkenne ich nur so viel von mir selbst in diesem Kind wieder? Neugierig, unnachgiebig, einsam. Ich wünschte, ich könnte ihr beweisen, dass sie sich mit allem irrt. Mit ihrem Vater, mit Basswood und damit, dass ihr Leben eine Sackgasse ist, wenn es doch nur so wäre. Da fehlt jemand, oder? Und da
theoretisch, damit es irgendwie so einheitlich aussieht. Ich weiß auch nicht. So. Café Americano ist wahrscheinlich... Wer bist denn du? Ach, Joe, das ist der Papa von Anna, oder? Vielleicht kann der uns ja weiterhelfen. Drowned 6 men. Basswood's mining started with an accident. Fitting. Coal River Mine, eröffnet 1854. Geschlossen 1861, nachdem 6 Männer einer Überflutung zum Opfer fielen. West Shadow Mine, eröffnet 1866. Geschlossen 1892. 5 Jahre in Folge ertragreichste Grube in Boone County. Deep Rock Mine, eröffnet 1890, geschlossen 1926. Strip Weather Mine, eröffnet 1915, geschlossen 1920. Smoky Hole Mine, eröffnet 1928, geschlossen 1976. Na, alter Mann. Hey, can I ask you something? Hello, young man. Of course you can ask. No promise answering. Why do you bother cleaning the memorial? Well, everything has to look its best for today. Especially the miner. I really didn't think it was going to happen this year. Good thing Mr. Kirkland decided to help out. And besides, that way people can remember with pride we used to be rednecks. That matters to you? It should matter to every West Virginian. And why do you think it should matter so much? How many West Virginians does it take to screw in a light bulb? This doesn't sound like a history lesson. You answer my question, I'll answer yours. So, how many West Virginians? Ten. 1 to hold the light bulb, 9 to rotate the ladder. Not bad. The one I have in store is 3. 1 to replace the light bulb, 2 to complain about how the old one was better. Ha, ha, ha. That might be a little too close to home. My favorite jokes have always been the ones that make me feel a little sad. So, you still want to hear the story? Sicher. I'm all ears. This fella here is a reminder of when coal miners stood together. You see, back 100 years ago, you'd be safer in the trenches than down in the mines. It didn't sit right with our boys. They demanded better conditions. Of course, the corporations, being what they are, refused and sent strikebreakers. The mine wars. Miners came out in force, Union men. Met the strikebreakers over in Logan County. That's right. 10,000 strong. And it all came to a head at Blair Mountain. The miners tied red bandanas around their necks for solidarity. Brotherhood. At least 100 men died in that battle. Blood spilled for what we have now. Oh. I'm guessing you're fond of that story, huh? A lot of respect for rednecks. Well, things were tough, but we were a united community back then. Anyway, I'll get back to it. Gonna give her a real spit shine. You take care now. Die Geschichte von Blair Mountain. 20.000 Männer marschierten 1921 durch Boone County, um am Blair Mountain für all das zu kämpfen, was wir heute haben. Für alles, das etwas wert ist, lohnt es sich zu kämpfen.
Was haben wir hier noch? Basswood Mine. Eröffnet 1975, geschlossen 2015. Finanziert durch Spenden von William Jackson, Walter Dodson, Hugh Kirkland, Robert Paulson, Vivica Winnicott, Richard Greenlee, Ethan Morrow, John Brooks und Nick Waldron. This is new. Dalmatians. Now that's the Basswood I remember. Nick hat also für die Mine gespendet, ja? Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old Iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miners' Day that other people have. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I could just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam werde ich ja so ein kleines bisschen nervös, dass Dennis nirgendwo aufgetaucht ist. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Aber ein Großteil des Tages im Café. Ich würde wirklich gerne reden, wenn du noch hier bist. Von Anna. Okay. Ich muss Dennis finden, um die Bruchstücke unserer betrunkenen Prügelei von gestern Nacht wieder zusammenzusetzen. Zum Beispiel, was er mir über Nick sagen wollte, aber bislang konnte mir niemand sagen, wo Dennis ist, und jetzt wartet Anna im Café auf mich. Ich gehe das besser richtig an. Joe Miller. Joe ist Annas Vater und ein ehemaliger Bergarbeiter. Es war Joes Unfall, der mich dazu gebracht hat, über die Mine zu schreiben. Und dennoch ist er nicht nachtragend. Dafür oder dass ich seine Tochter im Stich gelassen habe. Ein Teil von mir will gern glauben, dass er mich für einen guten Kerl hält, aber ein anderer Teil von mir weiß, dass er seine Verachtung lediglich gut verbergen kann.
Hi Anna, du hast dich seit gestern irgendwie verändert. Hey, don't remember seeing you in town before. Passing by? I suppose. I grew up here. Been gone for a couple of years. I'm not staying long. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. Was haben wir hier? Somehow, I don't think the town's recent history will be included. It's fine with me. Die Geschichte von Basswood. Haben Sie sich je gefragt, woher Basswood seinen Namen hat und wie es von einer kleinen Bergbausiedlung zum Herzen des modernen Boone County wurde? Kommen Sie ins allseits beliebte Rathaus und finden Sie es heraus. Hallo, Klatschclub. Remember when this whole celebration used to be twice as big? Back when this town wasn't just a dead horse we all keep kicking. Why do we even bother with this old place? Ja, ich gehe einfach mal rein. It's like a ghost town sometimes. Ghosts bother leaving. Wenn es wenigstens interessanter Klatsch gewesen wäre, aber das war ja nicht mal interessanter Klatsch, das waren einfach irgendwelche Äußerungen und dann ja, nicht stehen bleiben. Und dann, auch nicht. Ich will wissen, was mit Dennis ist. Müssen wir uns jetzt wirklich mit Anna treffen? I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? You are many things, but not doddering. Plotting, maybe. Sam, you shouldn't say such things, even if they're true. Also das sollte er wirklich mal untersuchen lassen. Da gibt es bestimmt was von Ratio Farm für. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young... Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's gonna be an entomologist. What can you do? I am going to be an entomologist. I'm going to study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug. It's a microanimal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. So, can we play this again tomorrow, maybe? We can play as often as you want. You promise? Aber wie heißt denn jetzt das scheiß Pony? Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this. No matter what. You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday. So eine ist das, ja? Thinking about it. Oh, dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah,
Well, speaking of the... Poor Joan, losing her father at such a young age. Ah, what a tragedy. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and, well, far from me to criticize or anything, but these last Zweifelsfall höre ich immer zu. hasn't been all there, if you know what I mean. Hopefully this tragedy will be a wake-up call for her to be more present. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Was? Ich habe nicht zugehört. Scheiße, ich habe nicht zugehört. Gibt's als Dings, als Auswahlding. Da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht mit gerechnet. Aber ich glaube, das ist eines dieser Gespräche, ja, wo man eine ganz besondere Taktik fahren muss. Ja? Ich nenne sie... Ja. Yeah, of course. I'm sure if poor Kathy would only ask him for the time. Ah, but look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Uh-oh. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. The three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? Sitting in my mom's spare bedroom and decomposing into Arrested Development. Well, at least you're decomposing with family. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. Coffee? Christina, not right now. I gotta go. Da ist er ja. Anna's here. I should talk to her. Habe ich das eben gerade richtig gesehen, als Anna da an ihrem Laptop gearbeitet und ihren Artikel geschrieben hat, dass sie den Mund dabei bewegt hat? Nicole Lynch. Zu arm zum Bleiben, zu arm, um wegzuziehen. Das wäre eine tolle Überschrift für einen Artikel. Anna sollte über Nicole schreiben. Das ist eine echte Basswood-Geschichte. Und Christina Mascari. Christina gehört das Café Americano, gleich gegenüber von meinem alten Büro. Anna, Nick und ich waren Stammgäste. Christina kennt jeden in der Stadt. Sie ist das Zentrum allen Klatsches in Basswood. Ihr Café ist super und ihr Lachen kann man in ganz Basswood hören. Zumindest war das früher so, in der guten alten Zeit. Christina war aufrichtig nett zu mir. Diese sentimentale alte Frau ist vielleicht der einzige Mensch in Basswood, der mich nicht hasst. Abgesehen von Tara. Tara hasst dich auch nicht, Junge. Das hat sie dir doch gesagt. Moin. Hey man, thought I knew everyone, but I don't know you. Wie viele Mitarbeiter hat dieses Café eigentlich dafür, dass hier zwei Gäste rumsitzen? Oh right, you're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Wer ist das? Zachary Cohen. Hat vermutlich die Schule abgebrochen, aber er wirkt zufrieden in Basswood. Hallo Anna. Lass mich an dir vorbeigehen und mit arbeitender Mann sprechen. Arbeitender Mann hat kein Interesse daran, mit mir zu sprechen. Hey Anna, wie geht's? Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Ja, aber trotzdem. Es sind 3 Mitarbeiter hier vor Ort. Nur wenn du Christina mitzählst. I was so wasted at that point, it's all just a big, heavy blur. Yeah.
After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah, sounds about right. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yeah, speaking of, you haven't Gott sei Dank habe ich dran gedacht, seen mich him, have you? früh genug zu muten. Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on. Tell her. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down. Or try to involve the cops. Entschuldigung. She might do those things, yes. Or she might be someone who you can trust. Who can help. Ja. Also ich weiß ehrlich gesagt jetzt schon, wofür ich mich entscheiden würde, aber ihr seid dran. Your move. Your move? Aber wenn wir uns Anna nicht anvertrauen, wem vertrauen wir uns denn dann überhaupt an? Dennis? Wenn ihr meint. I just want to apologize to him for what happened yesterday. Well, he's probably working at the Basswood Jungle. He's there most weekends. Und wenn er da nicht Thank you. ist? I'll check that out. We're not gonna have coffee? Okay. Bye then. Elegant wie immer. Tja. Ich denke, du vergisst dabei die, keine Ahnung, 30, 40 Sekunden Latenz. Das kam jetzt etwas spät. Da ist Walter. Mensch, Walter. Dich hier zu treffen, Junge. Seems Walter's got a lot on his mind. I know the feeling. Samuel, my young soul, are you still haunting this pallid town? Hey, ich habe von Anfang an gesagt, das hier, das ist jetzt nicht meine Entscheidung gewesen, ja? Hab ich gleich als erstes gesagt. Ja? Und wenn keiner dagegen geht, Walter, you haven't seen Dennis today, have you? Can't say I have. I hear you got into quite a tussle. Quite the tussle. Nothing other than that? You should try the Basswood Jungle office. I've known him to go in on Sundays. He may be a prickly pear, a very prickly pear, but he's dedicated. If he says something will be done Monday, come the devil or come the rain, it is. I'll keep that in mind. Thanks. You know, I'm glad I ran into you. If I may bend your ear for a moment. I've been thinking lately about age, life, the turn of the clock. No one gets sharper with age. When do you think it's time to hang up the saddle? ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich heute auch das Gefühl, dass die Latenz ein bisschen länger ist als sonst. Allerdings haben wir heute auch so ein paar zeitkritische Geschichten drin, die sonst nicht so
mit dabei sind, weswegen ich da meistens ehrlich gesagt gar nicht so sehr darauf achte, wie viel Verzögerung da jetzt drin ist. A true cowboy rides until the last day they can ride. I had a feeling you'd say that. I have a lot to think about. Thank you for your ear, but soon I must abscond. Sunday lunch with Mother is sacred. Call on me anytime, young Samuel. Anytime. Ja, vielleicht, überlege ich mir noch. Anna. Ich habe Anna nicht erzählt, was gestern Nacht passiert ist. Sie weiß vermutlich, dass ich ihr etwas verheimliche. Das hat sie immer sofort gemerkt. Die Wahrheit ist, ich bin versucht, mich ihr anzuvertrauen, aber ich glaube nicht, dass ich ihr damit einen Gefallen tun würde. Ich verspürte den Drang, mich Anna anzuvertrauen. Das wäre eine Erleichterung gewesen, aber es wäre nicht fair gewesen, eine wahre Freundin dazu zu benutzen, mir komplizierte Dinge von der Seele zu reden. Ich bin fest entschlossen, dem, was auch immer letzte Nacht passiert ist, auf den Grund zu gehen. Aber es gibt keinen Grund, jemand anderen in die Sache hineinzuziehen. Walter denkt über den Ruhestand nach. Das glaube ich erst, wenn ich es wirklich sehe. Und hatten wir hier nicht noch irgendwen? Ich weiß es nicht. Wir können ja mal ein kleines Experiment machen. Ja, und zwar irgendwas, was schnell einzutippen ist. Ja, sagen wir einfach die Zahl 1. Die Zahl 1 an sich. Ja, wenn ich jetzt sage, dann tippst du einfach 1 in den Chat ein. Und dann kann ich ja mal gucken, wie groß die Verzögerung tatsächlich ist. Und du ja theoretisch auch durch Anzeigen des Chats. Ne, im Stream dann. Also... Warte. Ich leg mir hier noch was zurecht vorher. Jetzt. Das würde mich nämlich wirklich mal interessieren. So, der steht hier so rum, aber ich muss wahrscheinlich da hinten hin, wa? Okay, hast du in dem Moment, wo ich jetzt gesagt habe, eingetippt? Weil dann sind es tatsächlich 15 Sekunden. Das ist wesentlich weniger, als ich erwartet hatte. Das Hotel ist nicht... Wo ist denn dieser scheiß Dingens da? Ist da hinten lang, wa? Still gotta check the Basswood Jungle. Hopefully Dennis is working today. Ich dachte, ich würde in Richtung Basswood Jungle gehen. Okay, Basswood Jungle. Da ist eine Kirche. Wo ist der Basswood Jungle? Was ist da vielleicht, wa? Wo die ganzen Leute davor stehen. Officer, immer noch beschäftigt hier? Ja, wie gesagt, 15 Sekunden. Das ist eigentlich tatsächlich sehr normal. Er hat den Typen verschwinden lassen. Dum. Er nun wieder da. At least the Basswood Jungle is still standing. Hey, na du? Redet ihr über mich? Ich gehe ja schon. Basswood Jungle, eine kleine Zeitung mit einer treuen Leserschaft. Mein erster und einziger echter Job.
Da hätten wir natürlich schon vor einer gefühlter Stunde drauf kommen können, ne? Gut, wenn es abgeschlossen ist, ist er eventuell nicht da. My. Look what we got here. Junge, ich stand eben direkt neben dir, da hast du nicht reagiert. I thought you were smarter than that. But I'm glad we ran into you. We have unfinished business after all. Joel, look. Careful. I don't want to have this conversation again. We clear? Nice sucker punch. Got some bite. Well now, seems you want a beating. I can't oblige. Ich konnte nicht widerstehen. Declan's right down the street. This is a small town. There's not enough room for you in it. Okay, schauen wir uns mal den Hintereingang an. Ich habe inzwischen so ein leicht schlechtes Gefühl, was Dennis angeht. Auf der anderen Seite ist Dennis der Einzige, der uns irgendwelche Informationen über Nick geben kann, Schrägstrich will. Been a while. This place used to be my home, or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Kein gutes Zeichen. Hier, Dennis. Put. Hier, Dennis. Dennis. Nah, fuck. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Das wäre so offensichtlich, wenn er ihn jetzt getötet hätte. Do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. Ich werde Dennis nicht töten. Sam, focus on me, Sam. Keep going. You got this. Ich glaube, ich spinne. Da bist du ja. Don't give up, Sam. You almost have it. Ich habe aus Versehen Dennis getötet, die ich gar nicht töten wollte. Alter, ich wähle ihn aus und drücke S und... Was war das denn gerade? Keep going. You got this. Don't give up, Sam. You almost have it. Ich hatte es eben auch schon mal und dann hat das Spiel einfach entschieden, nö, stattdessen töte ich den Dennis. Willst du mich verarschen?
This is Dennis's office. There must be some clues around. Ja, es ist sicher auch eine richtig tolle Idee, jetzt hier in diesem Büro rumzuschnüffeln, während die Leiche auf dem Fußboden liegt, du ein blutverschmiertes Hemd in deinem Hotelzimmer hast und der fucking Polizist direkt vor der Tür steht! The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Chest wound. What kind of weapon did this? Na, das war offensichtlich was Langes. Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? Ich weiß nicht, vielleicht in den Kugeleinschlag? Stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. Mit seiner eigenen Waffe erschossen worden, ja? From the angle this was the shooter's position. Was it me? There's nothing useful in those drawers. Dennis had his gun on him at the wake. Some IT documents, nothing useful. Blood all over the monitor. Not much to go on. I need something useful. Ja, Dennis hatte seine Waffe dabei. Deswegen wollte ich eigentlich auch Dennis überprüfen, aber das hat das Spiel mich hier nicht machen lassen. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer Okay, das ist gerade ein bisschen nervig. Where did the bullet go? Ja, Bullet ist da. The bullet stopped here. Warum muss ich die gleichen Sachen jetzt nochmal eingeben hier? I need to find that gun. So, I need to find that gun. Sam, stop it. Come back to reality. But you didn't do anything. Dennis was already dead when you arrived, can't you see? Dennis was shot, and you don't even own a gun. How could you have done it? All you did was move his body, which is how your shirt got stained. Think about it, Sam. Calm down and think. You're right. I can see it. I have the complete picture now. War ich jetzt zu langsam oder habe ich das Rätsel gelöst? Warum sollte er so blöd sein, seine Waffe auf diese Art und Weise aus der Hand zu geben? Das ist einfach nur dämlich. Okay, wenn es wirklich so gewesen sein sollte, warum ist sein Hemd dann blutverschmiert gewesen und seine Jacke so überhaupt nicht? The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead.
blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do it. The police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Ja, es macht dich auch garantiert überhaupt gar nicht verdächtig, dass du jeden Hinz und Kunz in der ganzen Stadt danach gefragt hast, wo Dennis ist. Und in der nächsten Nähe des Schauplatzes des Mordes gesehen wurdest. Dennis ist tot. Er wurde letzte Nacht getötet. Ich dachte, ich hätte ihn getötet, aber das ergibt keinen Sinn. Es muss eine andere Erklärung geben. Wer auch immer Dennis auf dem Gewissen hat, muss Spuren hinterlassen haben. Wenn ich sie finde, kann ich vielleicht herausfinden, was passiert ist. Ich überlege gerade. Dennis hat zu uns gesagt, Nick war nicht der Mr. Perfect, für den ihn alle gehalten haben. Und wir haben erfahren, dass Nick bei diesem Autounfall, bei dem er gestorben ist, nicht einfach nur sich totgefahren hat oder irgendwas, sondern bei lebendigem Leibe zu Asche verbrannt ist. Ist der große Plot-Twist, dass Nick noch lebt und ein Arschloch ist und Dennis getötet hat? Oder lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster hier? Ich weiß es nicht. Krampfhaft zu versuchen, den Mord an Dennis aufzuklären, hat alles nur schlimmer gemacht. Mir wurde klar, dass ich einen anderen Ansatz wählen musste. Erst beruhigen, dann analysieren. Dennis ist tot. An seinem Schreibtisch erschossen. Er hat es sich mit einer Menge Leute verscherzt, aber wer würde so etwas tun und warum? Was habe ich mir gedacht? Als hätte ich nach der Kneipenschlägerei letzte Nacht noch mehr Schläge gebraucht. Joel und die Jungs haben offensichtlich vor, den Tag der Bergleute damit zu feiern, dass sie mir die Nase brechen, und ich habe momentan keine Zeit für Ablenkungen. You didn't deserve this. No one deserves this. Dann schau doch mal. Was ist denn das hier? An Mary Gardner und Frank Gardner. Werde heute spät nach Hause kommen. Tut mir leid. Ich muss einem Arschloch die Welt erklären. Ich werde nicht wach sein, um Frühstück zu machen, aber da sind ein paar Waffeln im Gefrierfach und es muss... Achter März. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. 22. März von Nick Waldron an Walter Dodson. Hey Walt, tut mir leid, dich enttäuschen zu müssen, aber ich habe beschlossen, die Geschichte ruhen zu lassen. Wie es scheint, bin ich letztendlich doch in eine Sackgasse geraten. Nächstes Mal habe ich hoffentlich mehr Glück. 25. März von Walter an Nick. Lieber Nicholas, ich hoffe, du hattest eine gute Reise. Du hattest letzte Woche erwähnt, dass du einer großen Geschichte auf der Spur bist. Ich fürchte, hier bei uns gibt es bisher nur Belangloses. Ich hatte gehofft, dass du mir, alter Eule, vielleicht erzählen magst, was du im Ärmel hast. Was haben wir hier noch? Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Smart. Someone was watching. 1. April von Nick Waldron an D. Betreff dringend. Ich hätte nicht gedacht, nochmal von dir zu hören. Wenn du reden willst, dann höre ich gerne zu. Wir können uns morgen treffen. Nick Waldron.
D. Declan oder Dennis, ne? The puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter. And that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me. And now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. Da ist ja ein Pac-Man an der Wand dran. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Ich muss mir jetzt als allererstes den Pac-Man angucken, sorry. Ich habe Dennis ermordet im Büro gefunden. Ich werde mich nur beruhigen können, wenn ich eine logische Erklärung finde. Die erste Spur: Nick hat an irgendetwas gearbeitet. Walter kannte die Einzelheiten nicht. Dennis wusste etwas, weil er in ihren E-Mails herumgeschnüffelt hat. Der nächste Schritt: herausfinden, ob es auf Nicks oder Walters Schreibtisch weitere Hinweise gibt. Wie es aussieht, hat Dennis seine Administratorrechte dazu missbraucht, anderer Leute E-Mails zu lesen. Er wusste, dass Nick einer Sache auf der Spur war. Wurde er deshalb getötet? Pac-Man. Mop, 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 mop. Joan used to keep this with her at all times, always observing and sketching and... what are those numbers? Hab ich mir mal notiert. Das hier ist Terras Schreibtisch, richtig? Genau. Da war Dennis. Walter ist natürlich ganz hinten. Und hier, ist das hier Nick? Das ist Nick. Schauen wir doch mal. Und ja, ich habe den Anrufbeantworter durchaus gehört. Valid question. Still not sure. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. Was haben wir denn da? Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. 2341. Nicht vergessen. Die Schubladen sind zu leicht zu öffnen. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Ich habe dir Pepperoni Rolls im Kühlschrank gelassen. Arbeite nicht so lange. PS: nächstes Mal bist du dran. Gezeichnet A. Nick, Anna, and me. I don't need everyone staring at me. Ich habe Umdrehen tatsächlich anders interpretiert, als er das jetzt durchgezogen hat, da. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. If I had the code, I could get in here. Du hast den Code, verdammte Scheiße. Okay, dann nicht. Thanks, Bug. Your obsessive snooping pays off.
Nick always kept extensive records of his work. He was almost obsessive. How could there be so little information regarding his last investigation? Das ist die Frage aller Fragen, würde ich mal behaupten. Also, was haben wir hier? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Sprunghafter Anstieg der Arbeitslosigkeit nach Stilllegung der Mine. Völlig normal. Kurve flacht im letzten Jahr etwas ab. Erholung? Zahlen sehen gut aus. Trend oder Ausreißer? Brauche mehr Datenpunkte. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something. Or someone. Name des Passagiers Nick Waldron. Von West Virginia nach Florida. Zugnummer 254. Die Nummer notiere ich mir auch mal. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. 27.01. 20 Uhr. Mit D. Nervöser Typ, aber könnte was Nützliches wissen. 12.02. 17 Uhr. Zweites Treffen mit D. Das ist tatsächlich eine Spur. Vorausgesetzt, dass er nicht nur Quatsch erzählt. Will sich immer an gruseligen Orten treffen, hat vielleicht zu viele Filme gesehen. 18.03. 10 Uhr. Mit D. Musste ihn zum Frühstück einladen und er sagte, dass wir uns nicht mehr treffen können. Scheint eine Sackgasse zu sein. 1.04. Dachte, ich hätte ihn verloren. Gut, dass er wieder reden will. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. It's possible Walter missed something. Could be worth checking his office. Ja, vielleicht hat Walter etwas übersehen. Vielleicht hat er aber auch zu viel gesehen. Walter always treated us like family. Beim Basswood Jungle war es Tradition, eine Feier zum Jahresende im Büro zu veranstalten. Walter bestand darauf. Er bezahlte Essen und Schnaps aus seiner eigenen Tasche. In einem Jahr hatte er sogar Geschenke für jeden. Gravierte Namensschilder für unsere Schreibtische. Wenn jetzt jemand hier hereinspaziert, weiß er, dass wir es ernst meinen, sagte er, strahlend vor Stolz. Walter hat als Laufbursche beim Basswood Jungle angefangen, nachdem er nach dem Tod seines Vaters die Schule abgebrochen hatte. Im Laufe der Jahre hat er sich hochgearbeitet, er lebt und atmet die Zeitungsluft. Geschichten zu erzählen geht einem unter die Haut, sagte er oft. Deine Kollegen sind deine Familie und wir passen aufeinander auf. Wie es aussieht, hat er es nie übers Herz gebracht, dein Namensschild wegzuwerfen, selbst nachdem du weggegangen warst. Ach, Walter. So, nee, aber mal ernsthaft. Ich höre doch hier... Nicht das Telefon ist, da muss das ja hinten bei Walter sein, oder? Hat er hier auch eins? Hallo! Wollte mich nur mal kurz an diesem sonnendurchfluteten Fenster präsentieren. Direkt hinter mir liegt eine Leiche, aber ich war's nicht, ich schwör's.
strange how calm it is out there when, well, this happened. Okay, Walter. Also ich habe eben die ganze Zeit so ein Piep. Also wie so ein Anrufbeantworter, der so ein Gespräch entgegennimmt halt. There might be something around here that hints at Walter's password. Hopefully his password reminder isn't some esoteric book reference. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a... Walter was never tech-savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Dann schauen wir mal. Wie heißt denn die blöde Katze? A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. She used to be the office administrator ages ago. Just reminders. Nothing that could be used as a password. Okay, also nix hier. That was just after Anna came on. And we really were a small clan. Erinnerst du dich noch an den Tag, als Tara beschlossen hatte, dass der Basswood Jungle ein Foto der Redaktion braucht? Niemand hatte Lust dazu, aber ohne eine gute Ausrede konnte man zu Tara nicht Nein sagen. Letztendlich dauerte es nur eine halbe Stunde, die gesamte Redaktion dazu zu überreden. Dennis sagte, er würde nur mit aufs Bild kommen, wenn du auch dabei bist. Er wusste, dass du nie viel für organisierten Spaß, Pub, Quizspiele oder gemeinsame Mittagessen übrig hattest. Deine Ablehnung, für ein solches Foto zu posieren, schien eine sichere Sache. Aber du hattest eingewilligt, und Tara war äußerst zufrieden mit sich selbst. Ein Teamfoto ist nur von Bedeutung, wenn auch alle drauf sind. Vielleicht hatte sie damit recht. Es ist das einzige Teamfoto, das der Basswood Jungle jemals aufgenommen hat. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Das war ein bisschen sehr einfach dann auch, oder? Ich meine, gut, versuchen wir es. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he said it as his password. Basswood. Hört ihr den Drucker? Eben hat man es wieder wunderbar gehört. Okay, also ich versuche es einfach mal. Wie viele Versuche werde ich wohl haben? Locked. I need the password. Good for Walter that Judith is doing all right. She means the world to him. So much so that she could be his password. Praxis Dr. Lastufka, 21. März 2017. Sehr geehrter Mr. Dodson, gemäß dem Wunsch Ihrer Mutter freue ich mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass sich Ihre Mutter auf dem Weg zur vollständigen Genesung befindet. Nach einer gründlichen medizinischen Untersuchung ist sie nun imstande, unsere Obhut zu verlassen. Gemäß meinen Empfehlungen wird sich Miss Judith in Kürze auf den Weg nach Costa Rica begeben. Das wärmere Klima wird ihr helfen, zu ihrer früheren Stärke zurückzufinden. Sollten Sie weiteren Klärungsbedarf haben, so zögern Sie nicht, mich zu kontaktieren. PS,
Ihre Mutter bat mich außerdem, Sie daran zu erinnern, dass Ihre eigene Kontrolluntersuchung bei Dr. Chavez schon lange überfällig ist. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Lastufka. His granddad rock a thing? If so, Walter and Anna are both into it. Cover The Ink Spots, Greatest Hits. Notiz: Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand die echten Klassiker nahebringt. Lass mich wissen, wie du das findest. Anna. I can't imagine Walter getting a suntan at the beach. He can't stay still. Kleines, ich hoffe, du arbeitest nicht schon wieder so viel. Du musst mich in Playa Langosta besuchen. Es ist so schön. In Liebe, Mom. Prin never looked happy a day in her life. Been Walter's cat for years. Maybe he set her name as his password. Prin. Ganz ehrlich, ich war versucht, euch das jetzt erraten und ermitteln zu lassen, hier basierend auf den Optionen, die wir jetzt gerade hier in und um Walters Büro herum verteilt gefunden haben, aber basierend auf seinem Profilbild und meinem ersten Verdacht vermute ich an dieser Stelle ganz stark, dass das Passwort für Walters Computer höchstwahrscheinlich Prin ist, der Name seiner Katze. Deswegen werde ich das einfach mal als erstes probieren. That's not it. I have to keep looking. What? Gut, dann And I'm in. Let's see what ist es halt secrets you got in Basswood. here, Walter. Das wäre meine zweite Vermutung gewesen. So, gucken wir erstmal in die Inbox. Bess Mitchell. »4. April. Von Walter Dodson an Bess Mitchell. Bess, ich wollte dir erneut aus tiefstem Herzen für deine Hilfe danken. Du bist eine Gelehrte und eine Heilige. Wie es aussieht, habe ich mir völlig umsonst Sorgen gemacht. Danke, dass du mich beruhigt hast. Walter Dodson. 4. April. Von Bess Mitchell an Walter Dodson. Hier ist der Bericht zu Nicks Unfall. Du hast schon eine ganze Weile nicht mehr nach so etwas gefragt. Nichts wirklich Interessantes. Nur ein weiterer trauriger Tag im Straßengraben. Die Straßen West Virginias nehmen uns mehr gute Söhne als Waffen. Bess Mitchell, Polizeichefin. Mostly standard so far. By the book. I see why Walter wasn't worried. Basswood Polizeidienststelle, Unfallbericht. Art des Unfalls, Verkehrsunfall. Datum des Unfalls, 2. April 2017. Ort des Unfalls, Telegraph Hill Highway, Route 18. Einzelheiten der Untersuchung, 1 von 3. Beteiligte Personen, Name Nicholas Waldron, Alter 35. Fahrzeuge, Farbe Rot, Marke Cosmo. Modell 2008 Romero. Unfallhergang. Auto an einem Baum gefunden, von Trümmern umgeben. Feuer brach beim oder nach dem Aufprall aus. Der Wagen brannte mit Nicholas Waldron auf dem Fahrersitz aus. Reifenspuren und andere Spuren legen nahe, dass der Fahrer von einem Tier erschreckt wurde und mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen ist. Fahrer war vermutlich angetrunken. Natürlich. Wait, that doesn't make sense. Nick would never drive without his seatbelt on. And he always kept his window open. Airbags ausgelöst. Sicherheitsgurt nicht angelegt, Fenster geschlossen. Fahrer war vermutlich betrunken und hat vergessen, sich anzuschnallen. Das Feuer brannte einen kleinen Bereich um das Auto nieder, breitete sich jedoch nicht aus.
Es ist ungewiss, ob der Fahrer den eigentlichen Unfall überlebt hat und erst durch das Feuer ums Leben kam. Stumpfe Gewalteinwirkung, das Einatmen von Rauch oder Verbrennungen sind alles mögliche Todesursachen. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Merkwürdig. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up. Sorry, which both sound ich bin mit very den E-Mails noch nicht fertig. Können wir bitte noch? Geh jetzt nicht einfach Walter weg. seemed to buy it, but I don't know if I do. Wo willst du? Nein, wir sind... Geh bitte... Hallo? Oh, das ist frech jetzt. Das ist frech. Da war doch noch... Ach, Mann. Dann gehe ich halt. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? Just a hint. We should get out of town immediately. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said, you should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Anna, I did not kill Dennis. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk I arrived late. And the person that actually showed up killed him. Person? Sam, you were clearly hiding something when we talked at the cafe. Was it this? Anna, I didn't kill Dennis. I promise. Of course, I know that. It's the only reason I'm not running for my life, but why haven't you said anything? At least to me. I wish you trusted me. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You already decided not to trust Anna about the shirt back at Christina's. If you don't listen to her now, what will she think of you? So, Kinders. Wollen wir jetzt an dieser Stelle die Polizei rufen, so wie Anna es uns vorschlägt? Oder wollen wir sofort gehen, weil wir die Unfallstelle, an der Nick gestorben ist, nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen müssen? Ja, ich weiß. Es ist, als starre sie direkt in meine Seele. Ja. Hier ist gerade die Polizei vorbeigefahren. Krass. Okay.
Wieder eine Entscheidung, die auf deine Kappe geht. Haha! Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. Sam, I'm not sure this is a good idea, going on your own like that. Ganz ehrlich, also, ja, klar, er hat jetzt gerade eben auf sie gehört, aber insbesondere, wenn er der Überzeugung ist, dass das Ganze gefährlich werden könnte, und er ist definitiv der Überzeugung, dass das Ganze gefährlich werden könnte, dann würde er sie jetzt nicht dazu auffordern, ihn zu begleiten, weil das würde sie nur wieder in die Schusslinie bringen hier. Ja, könntest du theoretisch, aber dann starren wir halt 2 Stunden diesen Bildschirm an. So, gut, dann treffe ich jetzt hier meine Entscheidung. I can manage it on my own. Don't worry. You'll be safer if you stay in town. All right. I'll just wait until you're gone to call the police. Just be careful, okay? Of course. Dun, dun, dun. Gut, das hast du jetzt gesagt. Ich wollte es nicht so deutlich aussprechen. You're sure you want to do this? Dennis was murdered, and the report on Nick's crash doesn't sit right with me. I need to know what really happened to Nick. Suit yourself. Just be careful. This is the place. Hab doch gesagt, er kann sich nicht ewig raushalten. Nick, I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. So, gather the clues. Dann schauen wir mal, wo ist er denn? Ist er hier runter oder? Ist das der Baum hier? Wahrscheinlich, ne? Was haben wir denn hier? Debris from Nick's car. The police didn't clean up very well. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. The bark got badly burnt. Must be where Nick crashed. Lassen wir uns natürlich die Straße oben auch nochmal angucken dann, ne? Das war die Rede von den Bremsspuren. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks, no trace of sudden braking. Das entspricht aber nicht dem Polizeibericht, oder? The fire shouldn't have been able to spread that far.
2 of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Moment, wenn die Reifenspuren da rechts... These road signs are intact. Not a scratch on them. So, jetzt beginnt wieder dieses Spielchen. Was habe ich übersehen? Ich kann es gerade nicht überprüfen. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Die Kamera wieder richtig hingestellt. Ja, so halbwegs, ne? So halbwegs. Okay. Es gibt doch bestimmt noch einen Hinweis, der so ein bisschen abseits ist, den du nicht sofort siehst. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Aber wo kommt der her? Von da oben? A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? War es immer noch nicht. Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. Das war's. Wir haben alles. That's all the information I need. Time to put everything together. Auf geht's. Ab in unseren Gedankenpalast. Wir haben ein Rätsel zu lösen. Warum zieht er sich für seinen Palast eigentlich um? Influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Things don't add up. Find out what really happened. Also. Wieso in Brand geraten? Nick war bewusstlos, sag ich. So, ihr könnt jetzt natürlich gerne miträtseln, ne?
Ja, das Tier gab's nicht. Klar. Wenn er bewusstlos war, hätte er nicht mehr... Nee, kein Tier. Was ist, wenn es gar kein Hindernis gab? How could the signs have burned during the crash then? Hallo? The road signs were damaged. 2 of them torn and burnt. So, wir haben ihn auf jeden Fall schon mal an dem Punkt, wo er ja tatsächlich gelandet ist. Das heißt, es gab kein Hindernis und er war nicht bei Bewusstsein. The fire damaged both the car and the tree heavily. Und dann... Ich muss aber von dem Benzinleck weg. The road signs were damaged. 2 of them torn and burnt. Kann ich hier bei dem Wrack noch irgendwas einstellen? Nein. Übersehe ich gerade einen Auswahlpunkt? Das ist offensichtlich falsch. Er landet an dem Punkt nur, wenn er tatsächlich bewusstlos ist. Wir haben die Benzinspur gefunden. Also offensichtlich gab es ja kein Hindernis, weil sonst landet er ja auch nicht da, wo er landen soll. Sind das nur die 3 Auswahldinger oder übersehe ich hier gerade irgendwas? Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Ich hätte vielleicht einfach mal meine Hypothese bestätigen sollen. Hätte mir 2-3 Minuten gespart.
Aber dann muss der nächste Schritt in unseren Ermittlungen ja jetzt zwangsläufig sein, herauszufinden, woran genau Nick gerade ermittelt hat, ne? This shouldn't hit me so hard. I already suspected. There's a difference between suspecting and knowing. The report is wrong. This was a murder. You gonna call Anna? Tell her what you found? Is that even a good idea? She'll have to know eventually. Ach komm. Yeah, you're right. Better tell her now. Anna, Sam, I was just about to call you. What's happening? Someone broke into my house. I'm fine. My dad's here with me, but the place is a mess, Sam. Could you come? On top of everything else, this is all too... Of course, I'm on my way. You didn't tell her. Not the right time. Couldn't agree more. Ich könnte mir vorstellen, dass sich der Laptop noch bei Nick zu Hause befindet und Joan uns den eventuell besorgen kann. Long days always find ways to get longer. Make sure you're careful. Careful about how you tell Anna about what you just found out. It's a rough thing, and she was living with the guy. Things are going to be different from there. She's different, you're different. Stimmt, die haben ja zusammen gewohnt. Ja gut, dann ist der Laptop jetzt weg. I'm different, but am I different enough to not fall into old patterns? Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. So, dann schauen wir doch mal. Oh, die haben den Gazebo. The last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Da muss ich nicht lange überlegen.
I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Nächstes Mal vielleicht wieder. I need to get in there eventually. Maybe I should look around the property first. Ihr könnt ja noch mal kurz darüber diskutieren, wie ihr euch da an der Stelle entschieden hättet. Nicks Tod war kein Unfall, sondern Mord. Das hat Konsequenzen, die Anna bedenken sollte. Auch ihr Vater macht sich Sorgen um sie, jetzt, da jemand in ihr Haus eingebrochen ist. Ich sollte hineingehen und nachsehen, was passiert ist. Nick war irgendetwas auf der Spur. Er wollte schon immer eine große Geschichte schreiben, aber verlief sie letztendlich im Sande, wie er Walter sagte, oder hat er einfach nur alles für sich behalten? Jetzt, da ich an der Stelle war, an der Nicks tödlicher Unfall passiert ist, bin ich sicher, dass es kein Unfall war. Betrunken Autofahren und Rasen passt einfach nicht zu seiner Persönlichkeit. Sich mit einer Untersuchung zu übernehmen, dagegen schon. Nicks Unfallbericht war schlampig ausgefüllt. Ich kann der Polizei nicht mehr trauen. Schlimmer noch. Sie könnten glauben, dass ich Dennis getötet habe. Ich bin auf mich alleine gestellt und weiß noch nicht einmal, ob ich mir überhaupt selbst vertraue. Nachdem wir Dennis ermordet aufgefunden hatten, riefen Anna und ich die Polizei. Wir versuchten, so gut es geht, unsere Spuren zu verwischen. Ich bin nicht glücklich darüber, dass Anna mit in die Sache hineingezogen wird, aber in all diesem Chaos hier fühlt es sich wie das einzig Richtige an, ehrlich zu ihr zu sein. Ich hätte wissen müssen, dass Anna nichts mehr hasst als altmodische Ritterlichkeit, aber ich habe vor, dieses Versprechen zu halten. Ich musste Joe mein Wort geben, dass ich auf Anna aufpasse. Worte. Versprechen. Fällt anderen Leuten so etwas leicht? Joe scheint es jedenfalls sehr ernst zu nehmen. Prinzipiell hast du gerade zugegeben, dass du genau die gleiche Entscheidung getroffen hättest und von daher kann ich das sehr wohl. Fahrzeugspuren. Könnte der Einbrecher sein. Dank Schlamm und Gras ist das schwer zu sagen. It's bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. Kleiner Garten hier hinten. Innerhalb des letzten Jahres angelegt, wächst und gedeiht. Nick und sein grüner Daumen. Hier ein Farbeimer. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place.
I want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window. Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. Gartenhütte sieht noch intakt aus. Wahrscheinlich müssen wir uns tatsächlich drinnen umsehen. Ich glaube nicht, dass es hier draußen viel zu entdecken gibt. Also vielleicht ein paar Collectibles, aber... Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. Okay, dann schauen wir mal. Eintreten. Auch Shattered glass. interessante Wortwahl. This is how whoever it was broke into the house. This place was tossed. Maybe looking for something. Ja, nach dem Laptop. Anna's not having a great day. Focus on her before you go into detective mode. Sam. Tell me what you found. I found exactly what you were hoping I wouldn't find. Nick was murdered. He... She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. Drink geht immer. She kept the drinks in the kitchen and one of the pantries. Oh, ist das erste Mal, dass wir mit ihm reden können? Making a drink for Anna would be a good way to show her you're here for her. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Even when he messed up, Nick always found the right words. Es tut mir leid wegen gestern. Du hast recht, ich war distanziert. Die Dinge waren in letzter Zeit ziemlich chaotisch auf Arbeit. Du musst mir nicht verzeihen, aber für den Fall, dass du mich zu einem Konzert einladen willst, lasse ich diese beiden einfach hier.
PS. Vielleicht sind auch ein paar Pepperoni Rolls im Kühlschrank. Die Charleston Concert Hall präsentiert The Placeholders. Charleston, West Virginia. Samstag, 27. Mai 2017, 20:30 Uhr. Anna's favorite band. Smooth as always, Nick. Anna always wanted to visit France, but life is just too strange for me there. She normally keeps some drinks in the pantry. It's been a while, Sam. Things have changed around here. Ja, und Sams Sachen sind immer noch da. No. Okay, wenn die Drinks nicht da sind, sind sie dann hier unten? Ja! Here's where she keeps the drinks. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being 10. Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. Don't stress about what drink you bring her. It's just bringing it that People in matters. film noirs always offer a stiff drink in times like this. Might work. So. Schokolade, Limette oder Whisky? Ich pausiere mal kurz. Falls wir hier irgendwie auf einem Timer laufen oder irgendwie sowas in der Art. Kater schläft. Kater schläft jetzt. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. Erste Antwort zählt. You're not helping. Yes, I am. Yes, you are. Thanks. Und was hat er jetzt mit dem Drink gemacht? Hat er sich in die Jackentasche gesteckt oder was? Ernsthaft. Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? What are you waiting for? Bring it to her already. Hey, Anna. Chocolate helps everyone feel better. That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? Da werde ich sie mal unterbrechen. God. You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Gluck, 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 gluck. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. So. Darf ich mich jetzt umsehen und nachdenken und so Zeugs? War das genug intermenschlicher Kontakt? Reicht, ne? Jetzt können wir wieder was Richtiges machen. Oh. Hannah always was more interested in people than cold hard facts. Eine neue Perspektive von Anna Miller. 18. Februar 2016.
Jedes Jahr präsentiert die Greenmount Grundschule das Talent junger Kreativer in einem Kunstwettbewerb. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel mir ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mir verschlossen blieb. Unfähig, wie ich war, das Papier zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. »Es ist interaktiv«, sagte er und deutete auf eine Unebenheit. »Sie müssen es auseinanderfalten.« Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer Karte von Basswood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein. Ich für meinen Teil war es. Und was haben wir hier? Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass Sie meinen mögen. Ich möchte Ihnen ganz, ganz doll dafür danken, was Sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum Sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben, und alle anderen nicht, aber es war sehr nett von Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Mein Papa hat Ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind und es sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Was haben wir hier? Sam, what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. Aber warum? Oh, ein Poster. Cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. Die Uhr ist stehen geblieben. Dann räumen wir mal die Unordnung auf hier. Kann ja so nicht bleiben, ne? The only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. There. Musiknoten, die Gitarre. Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. Oh, Digga, sowas hast du gesagt? Kein Wunder, dass sie sich von dir getrennt hat. Anna always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off.
Das Geräusch ist mir tatsächlich auch schon aufgefallen. Oh, da sind ja Anna und Nick auf dem Foto. Ich klebe es einfach hier an die Wand. Ich meine, da war kein Nagel oder irgendwas. Aber okay. Finally, there. So ist besser, wa? Komische Geräusche ist nicht mehr da. So, hier haben wir uns schon umgesehen. Interessant wäre halt noch das Obergeschoss, ne? Aber da will ich nicht hin, bevor Anna das okay gibt. Try talking to Anna about all this again. And remember, go in slowly. Gingerly. Kann ich nicht. Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. Sorry, I just kind of lost it for a second there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. She needs support. Something solid. Alles wird gut, erscheint mir in der aktuellen Situation ein bisschen... Whatever happens, you're not alone. We'll face it together. Yeah. Yeah. Thank you. I needed to hear that. Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights. At the bar or the fishing shack. Come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. It doesn't Netz? feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. You're right. I shut you out, and I'm sorry. The past is the past. None of what's happening now is your fault. I'm just lashing out. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident. The mine investigation. Your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? Ich fange an, es zu verstehen, ja. Face it, Sam. If you had paid attention, you'd have known she wasn't going to say yes. You didn't want a ring. You told me before. I thought it was what you're supposed to do. I thought maybe it'd save us. That's a nice thought. I feel like you're listening now. And I thank you for that. You know? It ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. She's feeling guilty about what happened. She shouldn't bear that burden alone.
It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway, now does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean... Was das angeht, habe ich noch so keine wirklich ausgeklügelte Theorie. Ich habe so ein, zwei Verdachtsmomente, aber noch nichts wirklich Ausgereiftes. Ich weiß ja nicht, ob ihr schon einen Verdacht habt. You can count on me, Anna. We're in this until the end. That's good. That's really good. Let's see this to the end, and, well, we'll see what happens when we get there, right? Whatever happens, we're in this together. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Endlich! Let me make Dachte sure schon, das I'm sagt sie done nie. crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. Anna hatte eine Menge zu verarbeiten. Nicks Tod, der Einbruch. Wir haben ein klärendes Gespräch geführt über all die Dinge, die damals ungesagt geblieben sind. Jetzt sollte ich nach oben gehen und herausfinden, wie groß der Schaden ist. Die Erkenntnis, dass Nicks Tod nur ein Mord gewesen sein kann, brachte mir Fokus und Klarheit, aber für Anna war es ein Schock. Sie hatte kaum Zeit zu reagieren, aber es besteht kein Zweifel, dass es sie schwer getroffen hat. Anna und ich haben das Gespräch geführt. Über Nick, über uns, über alles, was schiefgelaufen war. Ich fühlte mich danach besser und ich glaube, sie auch. Wir stehen das gemeinsam durch. Ich bin mir noch immer nicht sicher, ob ich Anna gegenüber die richtigen Worte gefunden habe, aber ich fühle mich erleichtert. Ich glaube, das geht uns beiden so. Irgendwie fühlt es sich an, als müssten wir das gemeinsam durchstehen. So, dann gehen wir jetzt mal oben gucken. Joes erster Geburtstag nach dem I Unfall. remember taking this photo. God, seeing it like this. Not what Anna needed. The door is closed. Huh. She never used to lock it. As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. So, ich sehe mich hier noch ein bisschen um. Ihr entscheidet in der Zwischenzeit, ob wir diese Nachricht vom Spiegel wegwischen oder nicht. Oh, da war definitiv was los. It looks like Joan's using this room now. Ui, 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 ui. Anna must have been letting her use it when she stayed over. Warum wurden gerade Jones Sachen so gründlich durchsucht? Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. Mr. Eichhörnchen. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. Jones Stofftier. Erinnerst du dich an die Nacht, in der Joan hier auftauchte, als du noch mit Anna zusammen warst? Sie hat nach dir gesucht. Sie hat gesagt, dass sie einen Streit mit ihrer Mutter hatte. Also hat sie Mr. Einhörnchen in ihrem Schlafanzug in eine Tasche gepackt.
ob sie die Nacht hier verbringen könnte. Anna brachte Joan ins Haus, während du ihre Mutter anriefst, um ihr zu sagen, dass Joan in Sicherheit ist. Als du aufgelegt hast, backten die beiden in der Küche Plätzchen und lachten. Jetzt ist Joan älter und ihr Vater ist mit Anna zusammengezogen. Ob sie immer noch Plätzchen backen? Was meinst du? Einem guten Detektiv würde das Fehlen von Joans aktuelleren Habseligkeiten auffallen. Und das Bett ist nicht bezogen. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt unbedingt dieser geschriebenen Nachricht am Spiegel bedarf, damit Anna darauf aufmerksam wird, dass da eventuell eine Bedrohung im Raum steht. Aber es gibt ja noch andere Gründe, warum man das nicht wegwischen sollte. Come on, work, you piece of junk. I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work? As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. Ach komm, das Not your gehört standard dazu. thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? Interessant finde ich halt den Inhalt der Nachricht. Ja? Watch your back. Man kann es als Drohung auffassen, aber auch als Warnung. Ich frage mich, wie es letztendlich gemeint war. Why is it so dark in here? Was heißt inzwischen ja? Ich habe doch auch nur gesagt, dass das nicht unbedingt der erste Gedanke wäre, den ich da in der Situation hätte. Aber es gibt ja genug Gründe, warum man... Also es gibt ja Argumente für beides. This room feels so different now. Fürs Wegwischen Felt und like fürs mine Dalassen. once, but it never was. So, was gibt es in diesem Raum jetzt zu entdecken? Oder nicht zu entdecken? Der Wandteppich. Ja, der wird es nicht sein, oder? Es sei denn, da ist eine Nachricht hinter. Hallo? Jetzt. Hallo? Ey. Es ist ja ein freches Ding. Jetzt. I asked Anna what this was once, and she laughed at me. I still don't know what it is. Als ob ich dich jemals kritisieren würde. Ich bin... Was haben wir denn hier? I guess Anna must have left it on, but she had her laptop with her. Is this Nick's?
Moment, was? Huh? Is someone downloading something off Nick's laptop? Das finde ich jetzt ehrlich gesagt sehr frech. Ich habe mich vorher in dem Raum umgesehen. Sam! Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? Also nur weil der sich irgendwelche Daten von dem Computer kopiert und die dann mitgenommen hat, heißt das nicht, dass auf dem Computer nichts mehr drauf ist. So funktionieren Festplatten nicht. Ganz ehrlich, ich glaube, wenn wir Nicks Geheimnisse finden, ergibt sich alles andere quasi wie von selbst. We need to figure out what Nick is hiding. Did he ever let anything slip? And I mean anything. Did he talk about what he was working on? Anything about him or his activities? Es waren die Backups, ne? No. No, I Ja don't, gut, I das don't geht think ja in eine so. ähnliche Richtung. I don't... Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if that's where he went to keep his secrets away from you... It'd be worth taking a look. Hello? Anna? Are you home? Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Hon, I'm starting to get worried. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go! Warum steht er da und guckt sich nochmal um? Der Plan war doch klar. Aber mal ganz ehrlich, unabhängig davon, dass er sich jetzt hinten rausschleicht, um nicht mit Bass aufeinander zu treffen, steht sein Auto nicht direkt vor der Tür. Die sind doch nicht bescheuert. Ist ja nicht so, als ob er irgendwo versteckt geparkt hätte oder so. Here. Good memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? Wie lange das Spiel wohl noch geht? Also durchschnittliche Spieldauer laut How Long to Beat ist 6 Stunden. Das heißt, es wäre noch eine knappe Stunde. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir ein bisschen länger brauchen. Das wäre ja so Standard. Die Hütte steht offen, natürlich. Bug? Muley? How did you... Does my mom know? Does your mom know what? What is this? Mom doesn't know. Good. I've decided to leave town. What? Bug, this is not a good idea. I've got food for 5 days. I'll hitchhike and bike down to Virginia. Do you have any idea how far that is? About 80 miles to get down to my Aunt Lisa. My mom hates her. Don't try to stop me. You can't leave like this. Not without telling anyone. Oh, yeah? Why not? That's what you did.
She's serious about this. Ja, er ist natürlich auch ein Careful, Sam, this is not Musterbeispiel drill. für ein Vorbild, ne? Also. Maybe try to bring up her mother again. Wow. Das sind ja Musterbeispiele an Antworten. Also Subtilität ist echt seine Stärke, muss ich sagen. Also richtig. A ist so ein bisschen redundant. D könnte sich falsch auffassen. Es sind beides dumme Antworten in der aktuellen Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist beides dumme Antworten. Ne? Ja, ne? So, Kater sagt Mau. Is there something wrong with your mom? No, I'm running away because things are so great. Plus, I know what she'll say. Calm down, think of the common good. She doesn't do anything, just sits around, takes her back pain pills, and stares at the TV like a lump. Well, that was a miss. When it comes to this kid, your instinct is better than mine. The mother, though, we should have a talk with her later. Look, I'm not a child anymore. I'm not asking for your permission. There's nothing for me here. Was denn? Kleiner Mann. Gut, da finde ich es relativ klar. Also ich weiß, was ich sagen würde. Weil 1 geht in die gleiche Richtung wie der Fehlversuch eben gerade. 1 lässt sich sehr leicht kontern mit ja klar, so wie die letzten 2 Jahre. Und 1 ist meiner Meinung nach das Offensichtliche, was er sagen sollte. Oh, ich werd angestarrt. Er tatscht mit seiner Pfote. Er macht Patsch, Patsch. Was hat er denn? Leaving is gonna hurt the people you care about the most. The way I left was selfish. You're not selfish. The Joan I knew couldn't even hurt a worm, let alone her own mother. It's not like I want to hurt her. She just works all the time, and then she's too out of it. And never listens to me. I think I'm done depending on others. My dad I could rely on. But he's gone. There's nothing else for me around here. I was wrong yesterday. She's not in denial. She's scared. Something terrible happened to him, but no one listens to me. No one cares. Gerade hat das Mikrofon ausgeschaltet. I care. I believe you, and I'm investigating like you asked. I know. People at the wake got upset at you over it. Yeah. They did not like me bringing that up. But Nick was my friend. I want to know what happened to him. I care about that, but I also care about keeping you safe. I know you're doing your best. It's just this town, you know? It just feels like it grinds you down. It's choking me, and I need fresh air. I need someplace I can think, not here. Sounds like Basswood really failed this kid. I mean, what am I supposed to do tomorrow? Or the day after? In 10 years? Irgendwas mit Insekten. Oh.
Ich habe Angst, wenn ich jetzt sage, irgendwas mit Insekten, dann geht das wieder in dieses Ich bin kein Kind mehr. Aber wenn wir ihr vorschlagen, sie soll Journalistin werden, dann sagen wir ihr ja quasi, sie soll uns doch alles nachmachen. Aber darüber haben wir doch schon gesprochen, ist total ausweichend. Also, das ist ja quasi eine Nicht-Antwort. Ne? Verdammt. A, einfach A. Ist das ein aktuelles Ding? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Aber ey. Ich werde belagert hier. Hm? Ich kann mich gerade nicht mehr auf das Spiel konzentrieren. Hier buckelt ständig irgendwas von unten an. Hm? You like insects? How about someone who studies them? Would you like to be an entomologist? Go around the world, collecting bugs. You remember? Yeah, bugs are cool. Mensch, bist du verrückt? Sounds fun. You can leave Basswood that way, but you can't do it without finishing school. It won't be easy, but... Der hat sich hier gerade in sämtliche Kabel gestürzt. Focus yourself on your goals. I know your father would be proud of that. Look, I'm gonna find out what really happened to him, okay? And you and I, we'll figure this out. About what's next for you, about your mom, life. I need you to trust me. I need you to give me some more time. A few days. You have a few days. Do you want me to drive you back home? No, it's fine. I need to take my bag back anyway. I'll see you later. All right? I promise. For real this time. I'm gonna hold you to that. Now that I've kept your daughter from skipping town. Ich habe mein Bestes getan, um Joan davon abzuhalten, von zu Hause wegzulaufen. Doch nun wieder zurück zu Nick. An was für einer Geschichte hat er gearbeitet? Am besten sehe ich mich mal in seiner Angelhütte um. Nicks Computer war der Grund für den Einbruch in Annas Haus. Wirklich? Nee. Und dafür, dass mir jemand eins über den Schädel gezogen hat. Der Angreifer hat sich mit Nicks Dateien aus dem Staub gemacht. Die Frage bleibt also... Was hat Nick aufgedeckt? Und wie hat es zu seinem Tod geführt? Als ich zu Nicks alter Angelhütte ging, um Nachforschungen anzustellen, traf ich dort auf Joan. Sie packte gerade ihre Sachen, um von zu Hause wegzulaufen. Es gelang mir, sie zu beschwichtigen, zumindest vorerst. Ich muss das Richtige für sie tun. Let's see if you've kept anything hidden out here, Nick. Fangen wir mal hiermit an. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Kathy und Nick verliebten sich im ersten Semester im College in Connecticut. Es war eine dieser Partys mitten in der Woche, zu denen Nick dich immer geschleift hat. Du warst was zu trinken holen, und als du zurückkamst, fandest du Nick in einer Ecke mit diesem Mädchen reden. Du hast sie nicht mal angesehen. Nick einfach sein Bier in die Hand gedrückt, und da war dieser Moment, in dem du ihn fast weggezogen hättest. Zurück in die Menge, zurück in sein Leben. Fort von der Hochzeit und dem Baby und dem Job in Basswood. Aber Kathy hatte bereits seinen Arm ergriffen, lächelte und redete mit ihm. Und du warst es, der von der Menge weggerissen wurde. Dennoch,
In diesem Augenblick lag alles, was Kathy dir stets vorwerfen würde. Glaubst du, du warst eifersüchtig? Oder war es die Bitterkeit, dass du auch sie nicht vor ihrem zukünftigen Leben bewahrt hast? Es war Liebe auf den ersten Blick. Das erzählte sie allen. Und er auch. Niemand trägt die Schuld daran, dass sie sich geirrt hatten. Joan always liked bugs. In der Anglertasche vielleicht. He always kept his favorite rod in his special ready-to-go bag to protect it. Oder auch nicht. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Man, Bug certainly grew up faster than I realized. She's gotten pretty mature now. Mensch. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Die Steuerung ist teilweise so ein bisschen... This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Ja, dann guck dir die doch... Na gut, dann guckst du die halt nicht an. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Also doch die Jagdtrophäe. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. No keys. It's also not the best place if you wanted him to stay hidden. Vielleicht ist das Versteck ja auch hier draußen. Oh, ein Comic. Tell a 3-year-old kid about Tardigrade Man? And this is... Bärtierchenmann war nicht das gewesen, was Joan haben wollte. Sie wollte einen Comic namens Captain Corset, die Piratenprinzessin, die über die tiefsten Tiefseegräben segelte. Aber Nick hatte es an einem der Wochenenden, an denen er sie nehmen sollte, eilig und kaufte den falschen Comic. Comic Fuel in der Carter Road hatte keine Piratenprinzessinnen mehr. Joan war kaum alt genug zum Lesen, also hoffte Nick, dass es keine große Rolle spielte. Tat es aber. Sie weinte den ganzen Tag. Schließlich warst du es, der ihr die Abenteuer von Bärtierchenmann vorlas. Verglichen mit der säbelschwingenden, gewitzten Prinzessin machte Bärtierchenmann nicht viel her. Er war alt, kahlköpfig und hatte ein gruseliges, violettes Gesicht. Aber du hast von Anfang an das Faszinierende am Bärtierchenmann erkannt. Ein unkonventioneller Held aus den Tiefen des Weltraums. Den muss man doch einfach mögen. Denk mal darüber nach, hast du Joan gesagt. Eis, Feuer, Druck, sogar giftige Strahlung konnten ihm nichts anhaben. Als die Dinosaurier ausstarben, blühten die Bärtierchen auf. Plötzlich weinte sie nicht mehr und hörte zu. Der Bärtierchenmann war halb Bärtierchen, halb Mensch, halb Außerirdischer. Und er hatte eine krasse Überlebensfähigkeit en masse. En masse, das bedeutet viele. Joan mochte das Wort. »Ich habe jetzt Freunde en masse«, sagte sie. »Wer sind sie?« hast du gefragt. »Jemand aus der Schule?« »Nein, du, Muli, und den Bärtierchenmann.« Bärtierchen haben noch eine andere Fähigkeit. Sie können 30 Jahre schlafen, und wenn sie aufwachen,
machen Sie genau dort weiter, wo Sie aufgehört haben. Wäre es nicht toll, wenn Freundschaften auch so funktionieren würden, Sam? That's what happens. Vielleicht hier in der Kiste? Now, this record is fraudulent. Nick stretched his fish to beat mine. Lass dir Zeit. Alles gut, wir haben es nicht eilig. Whoever killed Nick, I probably know him. Grew up with him. Even if you don't know them, they know you. Nick, Dennis, gone. A stone-cold killer walks the streets of Basswood. Things like this can really make you feel isolated. Was das angeht, habe ich ja that at the end of the day, you're in this alone. tatsächlich 3 Theorien. Wobei ich eine wahrscheinlicher halte als die andere. Als die anderen beiden. Also ich habe keine Ahnung warum, aber ich habe eine Vermutung wer. This is either new or Nick was really distracted. He usually fixed everything. Ist der scheiß Fisch, oder? Ja. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your cliches. Na, dann schauen wir doch mal. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing? He always kept it separate. Also die Steuerung ist teilweise ein bisschen grenzwertig. Na nü. Like many people, Nick kept a few guns. But never at home, and always locked up. Ein College-Flyer, ein Zeitschriftenartikel, aha. Drogen, Nick? Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Denk dran, Raupe. Wer weiß, wofür es gut ist, sich das aufzuschreiben. It has to be the same D he was talking to in his emails. D will sich treffen. A prescription for opioids with Kathy's name on it? These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Und der Zeitungsartikel. An article by Anna about a place called The Cove.
Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind. Von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, einem Mann weniger Worte. Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos, über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern jedoch nicht vor Kälte. Dies ist sein 7. Rückfall. Während seines 2. Rückfalls verlor er seine Freundin. Beim 4. seine Familie. Beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszurauben, aber stattdessen schlug sein Vater ihn fast tot. Es ist nicht so, dass ich ihnen wehtun wollte. Ich brauchte einfach nur Geld und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, das ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Hat mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann's ihm nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jemand musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Lynette Branham, 52, mit ergrauendem Haar, sieht ihn voller Mitgefühl an. Lynette ist es, der das Land gehört, und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht, zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleibt, ist sie Richterin, Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verloren eine Menge Leute ihre Arbeit. Und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen, und Lynette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regeln befolgten. Kein Diebstahl und keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist das nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drogenproblemen und eine Vergangenheit voller Gewaltverbrechen. Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann's da draußen nicht schaffen. Jeder haut mich übers Ohr und ich versuche nur, mich nicht selbst übers Ohr zu hauen. Er hat Schwierigkeiten, stillzusitzen und drohte jeden Augenblick vornüberzukippen. Gleichzeitig hat er eine bestechende Tiefgründigkeit an sich. Ich war mal ein halbes Jahr lang trocken. Kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal getrunken habe. Bin in Mars Schnapsschrank eingebrochen, als ich 5 war. Einige Leute sehen diesen Ort und denken sofort an das alte Klischee von den Aussteigern in den Bergen. Aber das ist es nicht, worum es bei diesem Ort geht. Dies ist eine Gemeinschaft. Sie alle treiben dahin, verloren im Fluss des Lebens, ohne einen anderen Ort der Zuflucht, aber mit dem Verlangen, es besser zu machen. Lynette schüttelt den Kopf, während er zum Ende kommt. Sie lässt mich bleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher er das weiß. Wenn nicht, wäre sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir gesagt, dass ich verschwinden soll, antwortet er. Es ist wahr. Lynette lässt ihn bleiben, solange er verspricht, es nochmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld. Die braucht man auch, sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerz fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Formen, und einige davon sind fast unsichtbar. Es sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach einem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn niemand da ist, der ihnen hilft,
dann fallen sie einfach wieder hin. Die Bucht gibt mir Hoffnung. All right. I think I went through everything here. An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Das da muss der Schlüssel sein. Aber der Schlüssel wofür? If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. If Dee met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. Ach, wirklich? Dann versuchen wir doch mal die Raupe hier. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Nick's note mentioned a caterpillar. I think I just found it. Ja, aber was machen wir jetzt damit? Warte mal. Rechts runter, links, rechts, hoch. Das ist eine Kombination. Aber wofür? Haben wir hier irgendwo... Ist es There used to be a vielleicht... calendar right here. Why'd he take it down? Kann ich den Kalender mitnehmen? Nee, anscheinend nicht, ne? There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Okay, wenn das nicht... Doch, hier unten. Warte mal, da ist ein Schloss dran, oder? Da ist ein Schloss dran. Ich würde gerne die Angeltasche aufsperren, bitte. Und zwar rechts, unten, links, rechts, oben. Let's see what we have here. Die Raupe ist nämlich die Lösung. Hui. That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Es geht also um Drogen. Nick was gathering at the Cove, and that's how he found his informant, Dee. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Opioids. From Dee? Nick, were you looking into drug trafficking? Also, betrachten wir uns die Notizen. Ich brauche jetzt...
euren Scharfsinn, obwohl ich es eigentlich schon relativ offensichtlich finde. 23.01. Richard, Anfang 30. Rastlose Augen, sogar nüchtern. Angespannt und offensichtlich in der Bucht nicht gern gesehen. Wollte in Annas Artikel nicht namentlich genannt werden wegen seines Vaters, der eine Lieferfirma leitet. Klüger als er aussieht oder so dumm wie er sich gibt, immer noch schwer zu sagen. Beides. 27.01. noch süchtig? Ja. Wer ist der Dealer? Tyler, Lynette, JR, Kayla, Dickie. Richard ist Dickie. Es ist ein Spitzname. Dickie hat Tyler Drogen verkauft. Herausfinden, wer ihm das Zeug beschafft. (23.01.) Tyler Gilliam, Mitte 20. Betrachtet sich als Beschützer der Bucht, stellt sich schützend vor Lynette. 27.01. Tylers Interview mit Anna war herzzerreißend. Ihm ging's mies. So mies, dass ich ehrlich erstaunt war, dass er bei meinem nächsten Besuch in der Bucht noch lebte. Er wäre sicher nicht das erste Mitglied der Gruppe, den mitten in der Nacht eine Überdosis dahinrafft. Sehr aggressiv. Hat einen Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht, meist wegen Körperverletzung. Nicht zum Feind machen. Clean seit dem Interview. Woher hat er seine Drogen bekommen? Dickie. Fragt andauernd nach Anna, kocht gerne. (23.01.) JR. Von Anna interviewt, taucht aber nicht im Artikel auf. Ende 30, nicht sehr zugänglich, ehemaliger Bergarbeiter. 27.01. JR hat auf der Straße gelebt, wann immer er konnte, als Handwerker gearbeitet und wurde, als es ihn nach Basswood verschlug, Bergmann. Nach der Stilllegung der Mine wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt, da er draußen ist, lebt er in der Bucht, kann nirgends anders hin. Bleibt für sich. Versucht clean zu werden, aber es ist ein andauernder Prozess. Aus dem mittleren Westen, Michigan. Hat angefangen zu rauchen. Versucht, schlechte Angewohnheiten durch weniger schlechte zu ersetzen. Hat nicht funktioniert. JR steht für Justin Reynolds. Sammelt Radkappen. Hat eine Winchester in seinem Truck. Hat lange in seinem Truck gewohnt. Dreht seine Zigaretten selbst, hat mir gezeigt, wie es geht. Nimmt gelegentlich noch Drogen. Liebt Tarnklamotten. Richard ist Dickie, hieß es, ne? Dann hätte ich jetzt behauptet, Richard ist D. Der Dealer. Richard, a.k.a. Dickie, a.k.a. D. Looks like I found who I was looking for. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here after the mine closed. Yeah. He had an informant. Dickie. Probably a low-level drug dealer. And he also had a lot of cash on Dass die Mine geschlossen habe, war ja schließlich auch dass die Mine geschlossen wurde, war ja schließlich auch das Beste, was dieser Stadt jemals passiert ist, nicht wahr? Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, the Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Ja. Bess ist endlich weg. Hast du etwas am Angelplatz herausgefunden? Ja. Weißt du, wo die Bucht ist? Das ist so eine kleine Kommune am Stadtrand. Die mögen keine Leute, die sie nicht kennen. So, die Entscheidung ist jetzt entweder ich bin bald da oder gehen wir. Ich finde es schwierig. Anna dabei zu haben,
macht uns den Zugang zur Bucht wahrscheinlich leichter. Auf der anderen Seite bringen wir sie damit natürlich wieder direkt in die Schusslinie. Ne? Schwierig. Ausgesprochen schwierig. Ich komme gleich wieder. Ich muss mich hier noch ein bisschen umsehen. Wir sehen uns dann. Erzähl mir alles, wenn du hier bist. Natürlich. Das Puzzle beginnt sich zusammenzusetzen. Nick hat einen Drogenring aufgedeckt. Notizen. Proben. Es ging um etwas, das er wusste. Etwas, weswegen er getötet wurde. Und er hatte einen Informanten. Dickie. Jetzt kenne ich seinen Namen und ich weiß, wo er zu finden ist. Na, dann mal los, Sam. Lass uns Dickie suchen gehen. Ach, wir nehmen sie doch mit? Na toll. Bess barely asked about the break-in. She seemed more focused on your fight with Dennis. I'm on top of the suspect list. Or at least I would be if I was her. Bess said I should call her if I found you. She believes you're dangerous. You were right back at the Basswood jungle. I think we're on our own. They'll try to arrest me now. We have to find Dickie. I can't let Joan down. I'm sure Dickie's still there. He had no other place to go. What are you two doing? The longer you run from the police, the worse it'll be when they catch up with you. Explain everything. Show them all you found. That makes sense. The Cove is a wonderful place. A sort of commune. Lynette, who runs it, she lets anyone in who follows her rules. No real questions asked. It's mostly filled with desperate people, though. Recovering junkies, ex-gang members, and you'll need to be extra careful. Some of them used to work at the mine. Oh. Aber gut, das wussten wir. So, how should we handle finding Dickie? You and I are gonna figure something out together. Don't worry. Or worry a little. Just not a ton. Oh, trust me. I'm worried a ton. Just not a shit ton. We just need to be careful. And look out for each other. This town has like 17 people in it. You've met the killer. I'm not saying you have to run and hide. Just be careful. That's enough. What's enough? Enough of a plan. I think we have enough of a plan. Do we? I just get so angry that someone did this. Killed my friends, invaded my home. It's the worst feeling. Like part of my soul has been stolen. We need to find out who did this. I need to take back from them what they took. I need to find some small piece of feeling safe again. Ich habe inzwischen eine ganz gute Ahnung, wer es ist, denke ich. It's the knowing they might get away with it. The lie they made up being seen as true. That just burns a hole right through me. Yeah, you're right, I think. Then I think something else 10 seconds later. Because you've got this. Easy. Look at you. So together. You got so drunk, you've forgotten anything that could have been remotely useful. Your friends are turning up dead. You're getting brained by burglars.
That's not fair. Shut up. Sam! Sorry. I didn't mean it that way. Don't take all of this out on me. So you're just gonna keep telling me off? Disregard my advice? Well, if you think you know better, Sam, no reason for me to linger. Enjoy your little investigation without me, Sam. Don't get us killed, okay? Here. This is the cove. Huh? Get your head on straight. The cove. We're here. Right. Right. Oha. Wann hat er denn eigentlich das letzte Mal seine Pillen genommen? Schon ein Weilchen her, ne? Die er sich mitgebracht hatte, die er an seinem Hotelzimmer mit dabei hatte, die waren ja leer. Sam, you sure you want to keep going? Not really, but it's not like I have much of a choice. Sam, if you need to take a moment. No, let's do this. Schauen wir mal. Who the hell are you? Das ist der. What are you Ist das nicht der Kerl, mit dem wir Tyler. im Drugstore aneinander geraten healthy. sind? You ain't the only one surprised I'm still alive. Who's the narc? I'm Sam. Was I talking to you? This is Sam. He's a friend. Yeah, lucky for him, or I'd have thrown his ass out already. So what are you two here for? Ich lass Anna reden. It's a long story. We'd like to have a word with Dickie. Have you seen him? What'd he do now? Look, just talk to Lynette. She makes the calls on her land. Thank you. Really. Yeah, I know. Is he always like this? He's pretty much the gatekeeper around here. Interviewed him last time I came by. I'm gonna talk to Lynette. She's kind of in charge. I'll go see what I can find. Okay, but be careful. People only end up here if they have nothing left to lose. Willkommen in der Bucht, einer Kommune von Aussteigern, Drogensüchtigen und Kleinkriminellen. Hier soll sich Dickie, der Drogendealer und Nicks Informant, aufhalten. Er ist vielleicht der Einzige, der mir meine Fragen zum Tod von Nick und Dennis beantworten kann. Ich habe beschlossen, nicht mehr auf die Stimme meiner Zweifel zu hören. Ich muss mich konzentrieren, besinnen, ich muss ich selbst sein. Tyler Gilliam, aggressiv, verteidigt sein Revier und seine Leute, ist wohlwollend gegenüber Anna, aber nicht gegenüber mir. So, dann schauen wir mal. Hier haben wir den großen Bären. Alter. Looks like it was finished recently. Why a bear? Weil der Fuchs schon fertig war? Das ist eine doofe Frage. Guten Tag, Frau Unbekannt. Watch it. The place is full of wood shavings. Why do you have an open flame? I don't remember asking for your opinion. Fair enough. I'm Kayla. What do you want? Warte mal, Kayla, der Name sagt mir was. Shit, Kayla, natürlich. Das ist Ethans Schwester. You seem to enjoy wood sculptures. You'd have to be an idiot not to. And creating something out of nothing and then turning it into something else. Der Barkeeper, ne, That's as close Ethan. to real magic as we can get. So, you gonna tell me what you're here for? I'm looking for a guy named Dickie. Don't know where he is and don't care. He might be off with his stupid quad bike thing for all I know. Quad bike thing? Loud,
goes off-road, has 4 wheels, makes you look like an asshole. Occasionally leaks gasoline and would have burned down the whole camp. Ach. Tyler didn't save his sorry ass with his fire extinguisher. Well, I'll see you around. I don't feel like you have to. Dickie must have one of those off-road quads. It could still be here right now. I need more info to figure out where Dickie is. Das ist sehr interessant. Kayla. Unfreundlich und misstrauisch, aber auch aufmerksam. Liegt das daran, dass sie die Augen einer Künstlerin hat? Oder hat das Leben sie einfach schon von Kindesbeinen an gelehrt, dass sie für sich selbst kämpfen muss? Kann man die nochmal ansprechen? What do you want now? Ich will jetzt gerne über Ethan sprechen. You're Ethan's sister, right? Was his sister. How do you stop being someone's sister? He tried to make every decision in my life. Same as the rest of my old family. Though Ethan was by far the most suffocating. I didn't like who I was when I was around him. I didn't like either of us. So you two don't ever talk to each other anymore? Not really. Well, the last time we did, I ended up coming here. Maybe was his sister was harsh. You can tell him we've talked, if you gotta. It's probably time I leave you alone. Hey, you're probably right. Niemand kann so gut Knöpfe drücken wie Familienmitglieder. Ethan und Kayla haben ein kompliziertes Verhältnis. Wie die meisten Geschwister, die einander durch eine schwere Kindheit geholfen haben, nur um dann zu völlig verschiedenen Menschen heranzuwachsen. Brücken einzureißen ist manchmal der einzige Weg nach vorn. Sieht nett aus. Okay, danke, dass ich in dein Zelt durfte. Guck mal, da oben ist ein mögliches Versteck. Da auch. Das da ist aber nicht Dings, das ist der andere. Gucken wir erstmal weiter hier. Hi, Anna. She fits right in. Anna always fits right in. Dann musst du ja wohl der Netz sein, wa? And it was going well. It's just, I don't know, hard. It doesn't get easier. Oh, this is Sam. He's a friend. We used to date. That much is painfully obvious. Is it? Yeah, it kind of is. I'm Lynette. What are you here for, Sam? I read the article Anna wrote about you and this place. Wait, you read it? When? Nick's fishing shack. Oh. You never have any trouble with anyone. No one takes advantage. As long as they can follow a few simple rules. Even if Dickie lives on the fringe of our community, he is one of us. All he wants is to be left alone. I would think you, of all people, would understand. What led you to create this community? I found there were souls in need of help after the mine closed. The world is a cruel place. We all need a touch of kindness in our lives. You're definitely that, Lynette. Thank you, my dear. But don't sell yourself short. Your article brought Kayla here, and even some generous donations have come in. Did you get your answer, Sam? What kind of donations? Food and clothes, mostly. But jobs are hard to come by these days. We must rely on the kindness of others, even if their kindness comes and goes in waves. I'll go now. Thanks for indulging me. Naturally. Samuel, hier ist Bess. Ich versuche, sie wegen Dennis Gardner zu erreichen. Es gibt Zeugen dafür, dass sie letzte Nacht eine Auseinandersetzung hatten. Und sie haben den ganzen Vormittag nach ihm gesucht.
Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen. Kommen Sie aufs Revier, sobald Sie können. Ja, mal schauen. The clock's ticking. Cops will start looking for me soon. So Dickie lives here, but his place should be isolated from the others. I'm getting there. Just need a bit more info to close in on Dickie. Ja. Eine Reifenschau. Kann ich die benutzen? Ach, schade. Da hinten auf der Insel vielleicht. Hey, Tyler. Tyler, right? Jackass, right? Some people call me that, yeah. Huh. I'll bet. How do you end up in a place like this? None of your goddamn business. How did you and Anna meet? You're not the type she normally hangs out with. Maybe you're not the type she normally hangs out with. You ever consider that? Trust me, I have. Just tell me where Dickie is and I'll leave. Either that or you'll leave when I break your face. Look, Anna's a friend. She spent some time down here with us to do that interview thing. Told my story, did good by me. By us. And that guy that came after her, Nick, he's solid. Came down here 3 or 4 times. Taught me a great recipe for bass. But you're just some asshole. Dickie's one of ours. Don't think you're getting anywhere near his trailer. So beat it before I break your knees. Ein So Dickie Wohnwagen isn't one of also, the ja? trailers. That narrows down my search. Dankeschön. I know enough to make an educated guess. Dickie's gotta be in one of these places. Der ist da oben. Aber wir können noch mal gucken, ob wir mit unbekannter Mann noch reden können. What's up? You a friend of Kayla's or something? Name's JR. Wait. You're that fucking reporter. I was. Vielleicht. Fucking up everyone's lives. That's a real talent. Former miner. Get the fuck out of my face. Just here to ask a couple of questions. Do I look like a fucking tour guide? You keep bothering me, and I'm gonna stop being nice. Richtige Schnuckis alle hier. Na gut. I need to find out where Dickie's hiding. He's here somewhere. Ja, also ich wollte doch gerade... Quad. Isolated. Someone lives here. That's where Dickie's hiding. Time to pay him a visit. Kann ich jetzt da hoch? I only know you by Natürlich nicht. reputation, and what I know I don't like. You don't get to just gallivant around here however you damn well please. So back the hell off, or I will fuck you up. Hey, I don't want any trouble, just... sorry. I should kick your ass out of principle. Hey man, this guy ain't worth it. Just forget him. But if he doesn't get the message soon, I'll help you work him over. Got it. Got it. I'm gonna get past these two if I want to reach Dickie. I need to get them to look away from his trailer. Around Kayla's tent is the most efficient spot for a distraction. It's at the opposite end of the camp. They'd have their backs turned to me. But I still need a place to hide. They'd suspect me right away. Cabin stands right in the middle of the camp, far enough from everyone for them to not notice me. Close enough to reach Dickie before they come back. It'd be my best shot. I have a plan. All that remains is to figure out the details. Jetzt macht er wieder Mist. Jetzt macht er wieder Mist, die Kacke. Makeshift ashtray. Probably keeps down on fire risks. Da haben wir ein Jagdmesser. Da haben wir... Oh, da haben wir einen Brief.
Guess that explains how he ended up here. 17. August 2015, 357 Concord Street, Somerville, West Virginia 26651. Sehr geehrter Mr. Reynolds, ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass West Virginia Coal Incorporated nach einer Reihe kostspieliger Gerichtsverfahren und Bußgeldern in finanzielle Schieflage geraten ist und vor 3 Tagen einen Insolvenzantrag nach § 7 gestellt hat. Infolgedessen wird Ihr derzeitiges Arbeitsverhältnis aufgelöst und das Unternehmen stellt zum Ende der Woche sämtliche Aktivitäten ein. Alle ausstehenden Löhne und Krankengeldansprüche werden ordnungsgemäß ausgezahlt. Versicherungsansprüche bleiben bis zum Monatsende gültig, erlöschen jedoch danach. Mit freundlichen Grüßen, Morton Hendricks, Leiter der Personalabteilung New Virginia Coal Incorporated. Das ist der Bergarbeiterhelm. Gut. Dann suchen wir mal nach passendem Werkzeug für ein Ablenkungsmanöver. Ich habe übrigens oben rechts in der Ecke wieder diesen Hinweis-Dings, den wir immer dann hatten, wenn wir irgendwas ausarbeiten mussten. Pre-Socratic philosophy. Dog-eared and well-read. Was ist das Lesezeichen da? I saw this picture in Ethan's bar, only intact. Guess I know who's been cut out. Oh Mann. So. Setzen wir den Bären in Brand oder was machen wir? With all the flammable lacquer and varnish, this thing catching fire is sure to divert attention. It's out of the way so no one should get hurt, but there will be lots of Wir chaos. setzen den Bären in I just need Brand. to work out the exact details. It won't take long for the fire to reach those, and when it does, they'll go up in flames in a second. Need to account for that. These shavings would be perfect kindling. If I lit the wood shavings, the varnish on the statue would catch fire. Varnish. Can's empty, probably used on that statue. Very flammable stuff. The statue will be collateral damage once the fire spreads. No other option. Oh, es gibt schon andere Optionen. Du ziehst sie nur I nicht in can get the Erwägung. fire going, but it won't do any good if they put it out right away. I need to check for ways they could put it out. The fire needs to burn long enough to distract, but small enough to be manageable. Don't want to see the whole place go up in flames. Sam. Was machst du denn für einen Blödsinn, Junge? So, wir haben da vorne den Eimer auf jeden Fall. Ne, mit Sand. Not a concern. Sand is effective against fire, but not that effective. So, wir haben bestimmt auch irgendwelche Feuerlöscher oder irgendwas hier in der Gegend. Die Flagge der Bucht. They seem pretty proud of this place. Not what I was expecting. Shovel, hose, bucket. Nothing useful, but there's enough room to hide in here. If they're in a panic, they might not see me hiding under this. Weiß ich nicht, Mann. It's deep enough. Could squeeze in here. Wir müssen den Plan auch noch... Das ist ein Scheißplan. Was ein richtiger Scheißplan. She said this place could go up like a bunch of kindling. No other option. She won't like how this goes down, but it's the only way. Weißt du, ich finde es relativ schwierig, hier immer zu sagen, das ist der einzige Weg, es gibt keine andere Möglichkeit, das zu machen, solange man noch nicht mal irgendwelche anderen Möglichkeiten in Betracht gezogen hat, wie zum Beispiel, dass Anna die beiden ablenken könnte oder sowas. Nein, da denkt er nicht mal drüber nach. Lieber schön alles in Brand stecken hier.
If I sabotage Lynette's old hose, she'll have to find something else to put the fire out with. Alter Mann, ey. Hier noch ein Feuerlöscher oder irgendwas, was ich in Betracht ziehen muss. Wir haben nämlich noch nicht alle Hinweise gefunden. I saw a fire extinguisher in here earlier. If Tyler gets it, the fire might not burn long enough for me to reach Dickie. If I hid Tyler's keys, it'd take him longer to get the fire extinguisher from his trunk. I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help. Oh, ich möchte das nicht. Hey, Anna, can I have a quick sidebar? I found him. Where? The goon squad won't let me near it. Lynette isn't gonna be any better. They look after their own. I can get there, but I'll need your help. What exactly are you planning? Nichts Gutes. I need to create a distraction to get to Dickie. Setting the bear statue outside Kayla's tent on fire would work, but it's critical I wait for Anna to act first, or I won't have enough time. Then I can use a match to ignite the splinters and get the fire started. I'll have to get out of there before Lynette and Kayla can close in on me. After that, I'll hide in the cabin. Tyler and JR will leave to put the fire out. It'll give me a window of opportunity to run to Dickie's trailer unnoticed. Und so beginnt es. Tyler will immediately run to his van to get the fire extinguisher. If he does get it, the fire won't burn for long. First step, the statue goes up in flames. This'll get everyone's attention. Sie kann nur eins von beiden, ne? Lynette will go for her hose. She's right next to it. Definitely a problem. Aber die Schlüssel zum Van sind, glaube ich, das größere Problem, oder? Währenddessen, wo verstecken? Im Schrank. So, gucken wir uns die Hypothese mal an. So, sie hat das versteckt. Wir zünden das Ganze an. People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Okay, und wenn ich mich stattdessen verstecke, bis JR weg ist, ist wahrscheinlich zu spät, ne? Wir müssen ja nur die Kombinationen durchprobieren, das ist ja nicht das Problem.
People would move differently based on what Anna does. I need to keep it in mind. Wenn ich rauskomme, wenn das Feuer lodert, jetzt muss ich halt Kombinationen ausprobieren. Ne? Irgendeine wird ja schon funktionieren. Das ist wahrscheinlich zu früh. Ich weiß nicht, ob unser Versteck im Haus selber halt einen Unterschied macht. Da würde ich erstmal den Schrank beibehalten und halt erstmal die anderen Kombinationen ausprobieren. Wann rauskommen und People will look away when the fire flares. I'll risk being discovered then. das heißt, Anna sabotiert stattdessen mal den Wasserschlauch. Und wir gucken mal, inwiefern sich dadurch die Gegebenheiten ändern. Aha. Da wird also das Versteck relevant. Dementsprechend vermute ich, das ist der richtige Pfad. Jetzt geht es nur noch um die Zeit, wann wir rauskommen, oder? Genau, wenn das Feuer auflodert, ist es nämlich zu spät. Ne, sobald allein ist Mist. Glaube ich. Anna breaks the hose, Lynette will look for a spare in the closet. Das bedeutet, sobald allein ist der Trick. Also den Wasserschlauch sabotieren muss der richtige Pfad sein, weil bei dem anderen Pfad ist unser Versteck völlig irrelevant. Und dementsprechend wäre das ja die letzte Kombination, die noch irgendwie funktionieren könnte. Es sei denn, ich muss mich unterm Tisch verstecken, aber das erscheint mir irgendwie dumm. Na, das sah doch schon ganz gut aus. That'll do it. No one will see me get to Dickie. I need to time everything carefully. I'll only get one shot. Oh Gott, ich hoffe, ich muss das jetzt nicht You'll have timen. to be cautious. I need you to sabotage the water hose. Unscrew the cap where it attaches so there's no pressure. Okay, but why? Do you trust me? Yes. Then trust me. Ich habe gerade ein ziemlich mieses Gefühl bei der Sache. Ja, bleib direkt daneben stehen. Das ist schlau. Someone help! It's burning everything! Help! Something's wrong with the hose. I'm not getting any pressure. I'll be right there. Just hold on. Hurry! Hurry! My hair is burning!
Kayla, calm down. It'll be okay. I worked so hard on it. In der Zwischenzeit sind wir bei Dickie angekommen und fühlen uns gerade auch selber wie so ein richtiger Dick. Die Ablenkung hat funktioniert. Jetzt muss ich schnell sein, mich in Dickies Wohnwagen schleichen und ihn zu allem befragen. Dem Drogenring. Nicks Geschichte, seinem Tod. Es ist höchste Zeit, endlich ein paar Antworten zu erhalten. Anna glaubt, dass ich die Kontrolle verliere und zu besessen werde. Sie hat vermutlich recht. Sie hat mir vertraut. Ich könnte es ihr nicht verübeln, wenn sie böse auf mich wäre. Aber hatte ich wirklich eine Wahl? Lynette hat diese Gemeinschaft gegründet. Wie weit würde sie gehen, um sie zu beschützen? Sie ist großmütig, mitfühlend und man legt sich besser nicht mit ihr an. Jahren ist ein ehemaliger Bergarbeiter. Das erklärt, wieso er hier lebt. Er kann mich nicht ausstehen. Oh, shit! Shit! What the hell? I've been looking for you. We need to talk. Oh, no, look. I'm real sorry I clocked you and shit. Clock me? You were the one that broke into Anna's house. You took something from Nick's computer. What was it? Where is it? I didn't know what was gonna happen, man, I swear. I'm a nobody, all right? I'm just a guy trying to get by, that's all. I just want to take care of my moms and live life, man. And I've been trying to find a way out all my life. I just agreed to talk to him for just like a quote or something. I didn't know he was gonna put so much together. He was gonna pin us to the wall. And now I'm as good as dead. You don't understand, man, I can't. Stop rambling. What did you take? His notes about his article, about the dealing and the drugs and names of dealers, sellers, buyers, everything. I had to or I was gonna be next. You gotta believe me. What'd you do with them? Where are they? I don't have them, man. I left the stick at the dead drop up at Makeout Point. He'll pick it up soon, and then it's done. No proof, nothing. Who's coming for it? Tell me who's coming for it. My boss, Declan. His name is Declan. Declan? You're the cop. You know him, everyone knows him. Oh man, I'm totally fucked now. When he hears I snitched again, I'm fucking done. But how was I supposed to know Nick was gonna stir shit up? Are you saying he's involved in Nick's death? Tell me. Come on. Just let me go. Wer hätte es denn sonst sein sollen? I already told you everything. Der Polizeibericht war schließlich gefälscht. I really gotta leave town before he finds me. I'm begging you, man. Let me go. Let me go. Help! Anyone! Help me! Shut up! Hey, asswipe! Should've known. Damn firebug. I'm gonna kick the shit out of you. Sam, we have to get out of here. Shut up. Your ass ain't any better. You brought him here. You've had this coming. I can explain. Oh, you'll explain all right. Someone give me my rifle. We're leaving. God damn it, woman! Also Declan habe ich schon im Verdacht, seit diese D-Geschichte angefangen hat im Büro. Noch bevor wir von Dickie wussten. Declan und oder Hugh. It doesn't make any sense. None of it does. Why would Declan do that? He was always a stand-up cop. Now he's a crime boss? No time to think about it. Right now, we need to get to that dead drop. Nick probably gathered enough evidence to reveal what Declan was up to. Our word against his won't cut it. That stick is the only way we'll take him down. Or maybe you could just stay out of this? Declan's trying to save his skin. If you go against him on that promontory, he'll be trapped in a corner. This isn't a game. No one else is gonna die. You can't promise that. It's unfair to think you can. You don't know what's gonna happen. I don't either.
but we're the only ones who could possibly bring some closure to these murders. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir wirklich ein Happy End haben The werden. fire worked, but people could have gotten hurt. Sam? Guck I auf know die it's been a Straße, rough du day, Idiot. but you're freaking me out. Stop zoning out. We're just about there, and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. No, that's too dramatic. It'll probably be something quiet, simple. Make it look... Stop it! I'm not doing anything. Other than trying to save your life, you're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Leave me alone. Stop it. Sam, Sam, stop! there's a turret. Stop! Sam, stop! Stop! Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. Könnte sie nicht einfach fahren? Just saying. We need to talk. Yes, Sam, it's time. What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. No! Losing control of my own mind. Where are you? Ist gerade runtergefallen. Can you hear me? Wegen der Vibration. Can you even hear me? Fine. I'll come to you. What? I got a feeling I'm not gonna like this. Da durch oder was? Okay, do not freak out. You've been through this before. Ugh, I'm back in the same room again. Dann nehmen wir die Seite, wo Exit steht. Auch. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. Und jetzt ein Labyrinth, ja? Ein It still Irrgarten. keeps going. It feels like I'm trapped in a maze. Question is, where does it lead? I worked so hard on it. Zumindest nicht hierher anscheinend. I wish there'd been another way. Oh, ich bin mir sicher, es hätte einen anderen Weg gegeben. Aber der Herr musste ja seinen Dickkopf durchsetzen. There you are. You and I need to talk. What? What's happening? Jemand verliert da gerade ganz gewaltig die Kontrolle. Remember the facts, Sam. That's how you'll get through this. I'm losing control of my own mind again. I'm almost making it a habit. Hier geht's nicht weiter. At least I'm not being chased this time. Right? Ach, sag doch sowas nicht. Musste er sowas jetzt in diesem Moment sagen? Wonder what's in store for me now. Kann doch letztendlich nur eins bedeuten. Aha, cool. Wie erkenne ich denn die richtige Tür? Ist das stupides Ausprobieren?
back to square one. I'm always starting from the same position and looking at the same door. Okay. Maybe it's not about which door I go through so much as which door I choose. Mal durch die Mitte vielleicht? Nein. I should just make a choice and stick to it. Ach so. Always tackle a problem head on. Of course. Das macht natürlich mehr Sinn. Irgendwo. There's no running away from it. Hooking up everyone's lives. That's a real talent. Und was haben wir hier? When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Uiuiui, der gerät ja schon ein bisschen außer Kontrolle, der gute Mann hier, wa? So ein bisschen. It can, but it does give me less patience for people who sling mud my way. Nicht der richtige Pfad, wa? Da muss ich also den anderen da auch noch durchschießen. Hier auf der anderen Seite. Aber wenigstens werde ich dieses Mal nicht gejagt. Richtig? You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. I don't need that right now. Nee, also so ein Copyright Strike ist das letzte, was ich jetzt gerade haben will. Just give me a break. I give up. Nein, ich gebe nicht auf. Okay, dann also wahrscheinlich hier lang, ja? Let's tackle it head on. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. So, dann haben wir hier aber den letzten Weg ja auch noch freiräumen. You know, Nick and I had moved in together. Started to get serious. They both deserve to be happy. Da ist der Ausgang, oder? Is that?
Your mother told me what happened. I know she's always pushing you to make friends. Yeah. Well, she's just afraid you'll end up alone. She doesn't want you to be unhappy. Is she happy? Not always. I'm not always happy either. Being happy isn't everything. I'd say it's more important to find out who you want to be than to be happy. Here, I brought you something. It's so clear. I can see it all at once. That's what gives it strength. It has nothing to hide. It can see itself for what it really is. And that lets it see everything. It's not a flaw. It's a gift. Like a superpower, you know? When the world is a storm, you stand calm at the center. No. I need to have a real talk with myself. Where are you? Na, ich bin mir sicher, da kann überhaupt nichts schiefgehen, wenn er anfängt, mit sich selbst zu reden. Vor allem in so einem kritischen Moment wie dem jetzt gerade. Also. What? Which one are you? Na, der da hinten. Sam? Sam! 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 Sam, where are you? Jetzt habe ich ihn aus den Augen verloren. Follow me! You and me, Sam, we can do this. You and me, Sam, we can do this. Kann ich durch das Licht laufen? Ich bin ihm bisher immer ausgewichen. Diesmal waren aber keine anderen Second Sams mit da, ne? Ich weiß nicht, ob ich ihm tatsächlich näher komme. Also ja, diesmal auf jeden Fall, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das Richtige tue hier. You and me, Sam, we can do this. Ach, er verschwindet dann irgendwann. Und dann muss ich die Richtung ändern, oder wie? Nicht einfach stupide weiter ins Dunkle laufen. Follow me. Okay, machen wir mal der Reihe nach. Schauen wir mal links. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Quick, toss the ring. Make a joke. If you don't manage to save face, it's over. Sam, put that away. Come on. I don't want a ring. I don't need a ring. Listen to her. Sometimes there's not a right thing to say. Und was sagt der Letzte? Tell her you want this. Be forward. She'll reconsider. If you don't, it's over. I thought that's what we were supposed to do. I'm sorry. I just wanted to fix things. Sam, did you really think doing something neither of us wanted would fix anything?
Dieses war der erste Streich. Ich dachte, ich wäre auf der Zielgeraden. Auf der Straße, die zu Antworten und Erklärungen führt. Stattdessen habe ich mich verirrt. Mein Gedankenpalast wurde zerschmettert. Und ich finde nicht zu mir selbst. Jetzt muss ich nach einem Ausgang suchen. Dickie. Dickie war es, der in Annas Haus eingebrochen ist und mich angegriffen hat. Der arme Kerl wurde vermutlich gezwungen. Unter Druck bricht er schnell zusammen. Declan. Declan ist derjenige, der den Drogenring leitet. Er hat Nick getötet. Und Dennis. Alles fügt sich zusammen. Er wusste, dass Nick dem Drogenhandel auf der Spur war. Und Dennis hätte etwas herausfinden können. Ist er mir auch schon auf den Fersen? Aber im Moment haben wir dringendere Probleme. Don't leave, Muley. I don't have a lot of friends. No one at school talks to me, and you promised. Promise her that you'll be back. She'll like that. Apologize. She's a kid, Sam. She wouldn't get it. Just say you're really sorry. Okay, nach Ausschlussverfahren muss es ja schon der hier sein. Explain yourself to her. Or try to. As best you can. She deserves that. It's not you, Bug. It's this town. It's Anna. It hurts and I can't stay. None of that is my fault. I know, but I still have to go. It's not fair. I understand, but it's not fair. I guess you finally win for once. Einen haben wir noch. You're leaving town just like that. Not even an explanation for an old friend. Na, lass mal hören. Tell him the reasons. Give him a few and he'll be fine. Das ist er nicht. Apologize. He wants to know it's not his fault. Maybe tell him you'll call. Ihn anlügen? Das klingt auch nicht nach ihm. He cares. Tell him how much you hurt. Everyone in town hates me. I think Anna hates me. I think I hate me. I have to get away from this place or I'm gonna die here. Inside at least. I get it. Just know I've always got your back, no matter where you go. Mhm. I know you don't want to talk about it, but he's your son. I know the real you is here. The rest are just illusions. I have to focus. There's only one of you. I can't just choose them all. Think. Focus. So, und dann? Ich kann es doch nicht einfach alle durchprobieren. Gibt es irgendeinen Anhaltspunkt? Oh, warte mal. Das ist die Reflexion.
Das sind die Reflexionen, ne? Du bist es. Nicht. Entschuldigung. Der da ist es. Das sah erst so komisch aus wegen der Perspektive. Mist, das hätte ich im First Try schaffen können, wenn mir die Reflexionen früher aufgefallen wären. Said this conversation was over. He's not having a good time at school. He has trouble socializing. What does that even mean? He's having some trouble making friends, that's all. He's always talking to himself, to his imaginary friend. I had one at his age. Yet you had real friends. He talks to himself more than he talks to other people. You should consider what the one teacher mentioned. He doesn't need remedial classes. They just want to put useless labels on him. They're not remedial. They're programs meant to help him with his social skills. It could be good for him. But my son is not going to be in some dunce class. You were there when no one else was. And you've been there every step I've taken since. I'm ready. Die stellen das in Filmen und Serien immer so einfach vor, mit solchen psychologischen Problemen dann einfach abzuschließen. Ja, das macht dann, die machen dann einmal zack, ja, haben ihre große Offenbarung und danach ist alles gut und sie haben niemals in ihrem Leben wieder in irgendeiner Art und Weise psychologische Probleme. Ja, nee, ist klar. Genau so funktioniert sowas. Genau. Also die Optik ist ja mitunter durchaus stimmungsvoll, ne? Mein Spiegel hat keine Reflexion. Oh, jetzt schon. Hey. Hi. Hey. It's been a long road. I think it was always coming here. You know? Guten You Abend. might have done some real good with Joan. Though you wouldn't let Anna back in. I don't blame you. That's hard. Why does it have to be so complicated out there? I'd say we've had a good thing going. It was tough, but you made compromises. You adapted to other people. Wasn't it nice to feel accepted? We've had our moments, but they never felt authentic. I understand why you'd feel that way. The two halves of your world, they just don't mix. There's Sam, the well-adjusted human, and there's Sam, the depressed, truth-obsessed misanthrope, who doesn't realize objective reality is a subjective myth. I'll tell you what the truth is. To be happy, sometimes you need to focus on people and not things. You
make it sound so easy. I'm not sure I'm ready to let it go. It'll take a lot of work, but we can get you there. No one can enjoy life when they've got the weight of the world on their shoulders. What about the world? Everything has a price. Look, you've been helping me for a long time. Even today, without you, I would still be lost in my own head, in my own panic. Well, technically, that's kind of the case right now. Still, I'll take the compliment. But we both know I can't be split in two directions. I have to pick a track. Go along with me. Be a part of society. Be happy. Let things go. Accept the expectations of others. Stop pretending you're someone else. Or keep looking for a truth that may not exist and leave everyone else behind. But seeing the world for what it is, being able to make a difference, no matter the consequences. It's time. 2 roads, and you can only take one. Schon. Das ist schon nicht ohne die Entscheidung. Tut mir leid, das zu hören. Ich hoffe, es geht dir wieder besser. Also, im Endeffekt läuft diese Entscheidung hier doch jetzt auf eine Sache hinaus. Ja? Soll er den Menschen, der er ist, verleugnen, um sich der Gesellschaft anzupassen und dadurch glücklich zu werden, auch wenn die Person, die er da präsentiert, eventuell eine Lüge ist? Oder soll er auf seinem Weg bleiben? Soll er der bleiben, der er ist, auch wenn das für ihn Einsamkeit, Isolation und Leid bedeutet? Kann natürlich auch sein, dass ich diese Entscheidung komplett falsch interpretiere. Das ist das, was ich da jetzt rausziehe. Obwohl es im echten Leben natürlich nie so einfach ist. So funktionieren psychische Erkrankungen einfach nicht. Aber okay, ja. Um hier eine Story zu erzählen mit einer gewissen Botschaft, mit einer gewissen Pointe. Okay. Vereinfacht das Ganze von mir aus. Okay, da habe ich nicht mit gerechnet. The truth is worth more than any of us. Damn society. Damn being happy. I was afraid you'd say that. But you have to be you. I'll see you around. No, you won't, Sam. But good luck. The world is an ugly place when you can really see it. Nicht immer. In Sound Mind hat psychologische Erkrankungen eigentlich ganz gut dargestellt. Auf seine Art und Weise.
Beziehungsweise die haben sich zumindest mehr Mühe damit gegeben als viele andere Storys. So. Zeit für den großen Showdown, würde ich mal sagen. Und wir haben in diesem Spiel noch nicht eine einzige wirkliche Actionsequenz gehabt, deswegen bin ich sehr gespannt zu sehen, wie genau die uns jetzt hier den Showdown mit dem Anführer des Drogenrings präsentieren werden. Und no littering! Sam, we don't have time for this. Okay. No cell reception. If anything happens, we're on our own. Ja, ich glaube, das ist eine super Idee, direkt da an der Straße zu parken. Das wird ihn komplett überraschen. Da rechnet er nie mit. If Declan arrives, he's gonna see the car. He'll know someone is here. Dann stell's doch woanders hin. Gut, die wissen natürlich nicht, aus welcher Richtung er kommt, ne? Also. Declan could be here already. I should be careful. Ganz vorsichtig und langsam. Das letzte Mal hier waren, sah es noch ein bisschen anders aus. Nicht ganz so trostlos, oder? Syringes, bottles. Basswood has been having a tough few years. Anzeichen für Drogenmissbrauch und Verzweiflung nach einer langen Nacht. Den Blick nochmal schweifen lassen. Eigentlich schon eine schicke kleine Stadt. Ne? Erinnert so ein bisschen an SimCity. Wenn das neue SimCity auch nur halbwegs ein brauchbares Spiel wäre. Vielleicht sollten wir lieber mit City Skylines gehen. Falling off is the least of my worries right now. Sagt er jetzt, aber wer weiß, wie sich die Geschichte gleich entwickelt. Finally pull yourself out of your daze long enough to join me. You really scared me there. It won't happen again. I'm here. 100%. I hope so. I need you right now. I'm hoping this is the end of all this. One way or another. So much darkness, so fast. Nick. Dennis. I'm ready to see it end. We don't both need to do this. You can go home if you want. Maybe you should. And just abandon you out here? Besides, I need to see things through. If Declan really killed Nick, I want to put him behind bars myself. You're not the only one. We should get back to finding those files. Any luck yet? I can't find them anywhere. Did Dickie say where the dead drop was? He didn't. We'll have to keep looking for it. Did you already go through that side? I've been looking everywhere. So far, all I've found is a lot of gum under tables. Declan could be here any minute. Let's hurry it up. Hast du das Notruftelefon schon untersucht oder den Dead drop Bärenschrank? doesn't seem to be here. Too exposed. Ich habe gehört, da hat er mal ein Sandwich drin gelassen. Rotten food. Probably too gross even for someone like Dickie. Aber nur vielleicht. Nowhere to hide a USB stick here. Ernsthaft? Found it. You did? Let me see. Ich habe schon überall gesucht, ich kann es einfach nicht finden.
we'll be able to put Declan behind bars and clear your name. Come on. Really? Hold it there, boss. Whoa. Declan. Now, you two just relax. We're here for the same reason. Now all you have to do is give me what you found in that there lockbox. You... How could you look everyone in the eye and lie to them? You went to his wake? You drank with his friends. Yeah. It was harder than you think. Tell me what happened with Nick. Why did you kill him? Same thing that happened to you. He saw an opening and jumped in it. He started asking questions, never actually thought he'd find answers. But he did. And then he kept playing with fire, so he got burned. So that's it. You killed him because he did his job. Don't start thinking I enjoyed doing it. It just had to be done. It was just the same as with that drunk fool Dennis. All I wanted was to see how much he knew and get him to keep his mouth shut. Turns out he knew more than he should have. It doesn't have to end the same way this time. There's always another option. Almost sounds like you wising up some, Higgs. Doesn't look like you're willing to take the same fall from 2 years ago. Fuck that common good shit, right? You always seem to care about this town. Its history, its people. Why do this? I care more about this town than anyone. I've spent my whole life protecting it. Everybody's happy to shake my hand and say how grateful they are. As soon as you turn around, they'll stab you in the back. Eventually, I realized that's how people are. The only thing left is to adapt. Help keep a lid on things. And if someone's got a profit, might as well be me. Nick and Dennis, that part wasn't supposed to happen. But here we are. And I'm done leaving behind loose ends. You asshole! Ich glaube, wir gehen noch ein letztes Mal in unseren Gedankenpalast. Und nun? I have to think and move fast. Stay one step ahead of Declan. If I make even a single mistake, there are no second chances this time. He murdered Nick. He murdered Dennis, and he'll murder us. If I can predict his next moves, we might be able to get the upper hand. Who he is will tell me what he'll do. So, okay, wir haben die Dienstwaffe. I could try going for his gun. Oder throwing a rock at his head could disorient him. Wir gehen erstmal die Optionen durch, ne? Und dann I could tackle Declan to get him off Anna. das ist sicherlich auch eine Option, vielleicht nicht unbedingt die schlauste, aber Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Anna's got maybe a couple of seconds tops Before he overpowers her. You gotta find a way to stop him, Sam. He'll kill you both. okay. Das sagt Nick, aber was ist mit Dennis? War Dennis nicht auch hier? Muley, it's time to give it your all. Don't underestimate Declan. He's stronger than he looks. Die haben doch eben gerade beide gezeigt, ne? Als wir in den Gedankenpalast reingegangen sind. You gotta find a way to stop him, Sam. He'll kill you both. No second chances this time, hat er gesagt. Declan came to tie up loose ends that night. Asshole shot me with my own gun. There's a good chance he took it. Still has it on him. You need to watch out. You're no good to anyone dead.
Take it from me. So. This is dangerous. I have to weigh my options carefully. No margin for error. Werfen wir den Stein. Ich gehe mal kurz auf Pause, falls wir ein Zeitlimit haben. Werfen wir den Stein. Schnappen wir uns die Waffe, die Declan verloren hat. Oder versuchen wir mit Anna zusammen Declan im Nahkampf zu überwältigen. Also ich denke, die Schusswaffe ist das Offensichtliche und deswegen an dieser Stelle potenziell nicht unbedingt das Richtige. Ich finde es schwierig. Ich finde es schwierig, vor allem, weil es heißt keine zweite Chance. Das macht mir schon ein bisschen Sorgen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was tun, was nun? Wie, jetzt auf der finalen Entscheidung bleibe ich jetzt alleine sitzen, oder was? Ich frage für einen Freund. Ich warte noch einen Augenblick. Und ansonsten mache ich einfach irgendwas. Und wenn wir dann draufgehen, dann sind wir halt draufgegangen. Gut. Dann probiere ich es jetzt mit der Waffe. Das wird wahrscheinlich schief gehen. Wirklich keine Möglichkeit, das großartig durchzudenken hier vorher, wa? I could grab his gun, but that would only work if Anna keeps Declan occupied. Throwing a rock at his head could disorient him. If Anna can keep him busy a bit longer, I'll be able to close in on Declan. Unterschätze ihn nicht. Anna hat vielleicht ein paar Sekunden. Das heißt, wir schaffen es wahrscheinlich nicht zur Waffe.
Er ist stark, das heißt, im Nahkampf wird es schwierig. Oh Mann! Es ist so fies von euch, hier in den letzten Minuten auszusteigen. Ich versuch's. I could grab his gun, but that would only work if Anna keeps Declan occupied. Was soll schon passieren, außer dass wir alle sterben? Get off! Get down! Anna! Ja, sowas zum Beispiel. Declan can't see me. I have to use this to my advantage. I should strike him on his blind side and use the element of surprise. Das kam jetzt ein bisschen spät, tut mir leid. It'll only work if I can predict what he'll do next. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich nicht lang genug gewartet hätte. Think, Sam. Anna's been shot. I need to help her, and fast. No more mistakes, Sam. Declan might go for his gun. Anna's been shot. I need to help her, and fast. No more mistakes, Sam. Declan sieht ihn nicht. Das heißt aber auch, Declan könnte sonst wo sein. If I can predict Declan's next action, I'll have a chance to get the jump on him. Dickie. You know Declan's killed 2 people already. Put them in the dirt. But he kills for reasons, yeah? He wants to destroy the evidence. And since your girlfriend has it, You better act fast, man. Er muss nicht unbedingt zu seiner Dienstwaffe. Dennis hat gesagt, dass Declan ihn mit seiner eigenen Waffe erschossen hat und dass er die wahrscheinlich noch hat. You don't have to fight, just leave. None of this has to ever hurt you again. I'm done running. That man is a monster, and he'll kill you and my little girl as soon as spit. But he ain't dumb. If he uses his service gun, it'll be traced back to him. And he's been covering his tracks so far. Declan might attack me now. Wenn, dann geht er auf Anna los. Der versucht nicht, seine Waffe zu holen. Oder? Declan might continue going after Anna. Also er wird nicht versuchen, seine Waffe zu holen. Er wird entweder Sam oder Anna angreifen. Die Frage ist, was macht er? Greift er Anna an oder greift er Sam an? Alter, und wenn man das dann wieder ändern will, ist umständlich, unnötig umständlich. Er geht auf jeden Fall nicht zu deiner Dienstwaffe. Das stimmt schon, die lässt sich zu ihm zurückverfolgen. If I can predict Declan's next action, I'll have a chance to get the jump on him. Also,
Wir vermuten, dass Dirk dann als nächstes einer angreifen wird und uns außer Acht lässt, ja? Ist das unsere Prediction? Weil es geht hier um Leben und Tod. Ich bin mir sowas von unsicher. Ich habe eben schon komplette Scheiße gebaut. Ich meine, Anna ist verwundet. Sam ist potenziell der gefährlichere Gegner. Auf der anderen Seite weiß er nicht, wo Sam ist. Könnte es aber potenziell antizipieren. Okay, wir gehen also davon aus, dass er Anna angreift, ja? Ich frage jetzt an dieser Stelle nur noch ein letztes Mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Dienstwaffe ist raus, das ist klar. If Declan goes after Anna, my best move is to strike from the right. Give me the evidence now. You need another bullet? Wait. Here. Take it. Son of a bitch! Okay. Die Situation gefällt mir gerade nicht so, aber zumindest haben wir richtig predicted. If I don't do something, we're dead. But if I do the wrong thing... I have to stay focused. Account for all the elements at play here. Das sagt er immer so leicht, weißt du? Bleeding out. I need to take care of Declan quick. Ja, schauen wir mal, was für Optionen wir haben. Wisst ihr, was auch ganz schlimm ist? Ja? Ich sitze hier seit über 7 Stunden ununterbrochen am Rechner. Ich muss ganz dringend pissen, aber wir sind im Finale und jetzt zu gehen wäre auch scheiße. Okay, gucken wir erst mal. Was sind unsere Optionen? I could rush him and try and take his gun out of the equation. Ja, ist eine Option, aber ist, glaube ich, nicht die beste Option. I could try calling for help. Das ist ja wohl totaler Quatsch. Sorry, aber das ist ja wohl Quatsch. Er richtet die Waffe auf uns und wir gehen ans Telefon und rufen erstmal die Polizei, oder was? Quickly enough. That big jerk's not stupid. He'll I'll probably keep an eye on that phone. I could get behind cover. Was sagst du, Nick? You have to save Anna. We dragged her into this mess. I dragged her into this mess. If you could distract Declan, Anna might have time to get the gun. Keep his eyes on you, Sam. Er muss sich auf dich konzentrieren, ja. Anna's been shot. I need to help her, and fast. No more mistakes, Sam. Declan is focused on me. I have to make this moment count. Gut, er muss sich auf ihn konzentrieren, heißt nicht in Deckung springen. Das Telefon benutzen ist Schwachsinn. Also... Die Waffe.
If I can get close enough, I can stop Declan from using his gun. It's definitely risky. Aber ich glaube, es ist unsere beste Option. Das habe ich aber schon mal geglaubt und das war ein absolutes Desaster. Hello? A woman has been shot. I need an ambulance. Just hurry! Okay, good. Stay with me. You have to stay with me. I'm fine. Don't worry. Anna, please. Ich befürchte, das wird Daddy nicht gefallen. Ja, was ist jetzt schlimmer? Carrie James at 104.3 WVCK, the Basswood Sound. You heard the news today? The local cop who died in that fatal shooting last week is apparently the head of a small opioid ring right here in Basswood. Crazy. It's believed he used his position to bring in drugs from all over the county and that he murdered 2 people in an attempted cover-up. Good news, however, the journalist who was wounded while confronting the rogue cop was released from the hospital Ich wollte sagen, als es hieß, 2 Leute ermordet, da habe ich mir schon gedacht, okay, dann muss sie ja überlebt haben, weil sonst wären es ja 3 gewesen, ne? Oh, es geht noch weiter? I'm not the only one who's come to visit Anna. Aber... Boah, meine Blase platzt gleich, ne? Aber jetzt bringe ich es zu Ende. Jetzt habe ich 7 Stunden durchgehalten, jetzt schaffe ich diese letzten paar Minuten ja auch noch. Sam, hold your horses. Anna's busy with the sheriff. You should probably give him a moment or two. Sure, Joe. How you been? How have I been? Son, I appreciate you being here for Anna, but you don't change what happened. My girl's hurt, real bad. And things could have been even worse without you. You did good. Joe. No, Anna told me what you did. How hard you fought. Thank you for keeping your word. I wasn't thinking about the promise. I was just trying to get us not killed. You succeeded. But you better not drag my daughter into any more dangerous situations, all right? Where are they? Where are Dad's notebooks? The yellow legal pad ones? You can get them later. You need to say hello to the guests who just arrived. The yellow ones were Dad's favorites. I wanted to start using them. They've got to be here somewhere. Just give me a minute. Don't make me say it again. Fine. I guess it doesn't really matter. Careful, Muley. She's in one of her moods. I'm sorry you had to see that. It was hard before, but now she's completely shut me out. It's not surprising, given what happened. This town is no place for a teenager. Kathy, now is the time to get out of Basswood. You don't understand. It's not that easy to leave. You've always managed to get Joan to talk to you. Any advice? You can't keep blaming her for everything. You also have to work on your own issues. What? Who are you to say that to me? You don't know the first thing about me. I know Joan feels you don't listen to her. She told me last week she was about to leave for her aunt's.
She even told me about your pills, Kathy. She did. And you didn't think to come warn me? This shows how much you really care about her. Anyway, I was going to take some time off work, get myself together. After everything that's happened, I figured it's time I got a hold of things. I didn't need you to tell me that. Take care of yourself, Sam. Ach, ist doch gleich vorbei hier. Da anscheinend nicht. Ah, hinten rum. Jetzt kommen sie alle nochmal aus ihren Löchern gekrochen hier, oder was? How are you holding up? Fine. Was I macht denn der guess. Walter hier? Well, at least that's what most people want me to say when they ask. Come on, Bug. I want to know how you feel. How you really feel. I guess better today than yesterday? Maybe. I still miss Dad. But finding out what happened to him, I don't know, makes me feel a bit better. It's not bad, but it makes me feel better, right? No, it's not bad. At least it feels like Declan didn't just get away with it. You know? But it's not perfect, right? You still feel bad about something. It's just, if I hadn't told you about Dad, maybe Anna wouldn't have gotten hurt. You didn't do anything wrong. You deserved to know the truth. So, you don't think I was just selfish, dragging you and Anna into it? We wouldn't have caught Declan without you. And Anna, she's not your fault, all right? Okay. I'm glad you think so. Hey, Muley. Are you staying around this time? I can't stay, Bug. Oh. I talked to your mom. She's gonna try to do better by you. So, try to do better by her, too. All right? It won't be easy, but I know you're strong enough. I'll try. I'm gonna miss you, Muley. I'll really miss you. Me too, Bug. I need to find Anna. Call me whenever you want to. Deal? Yeah. Deal. So, dann haben wir noch den Walter hier. Der stellt sich natürlich auch nochmal dazwischen. Walter. Samuel, my boy. As I live and breathe. I kept meaning to call, but phones are so impersonal. How are you holding up? Well, let's say that I've had better weeks. Not a hard thing to believe. You went through something terrible, but I'm glad you came out the other end. I've had a brush myself with the maker here and there, and I would never call them fun. Not fun at all. Life-affirming, though, definitely. Even for those close to you. It leaves a mark. Now, 2 members of my family of heart are gone. One is wounded. That day, you said you need to ride until you can't anymore. Well, this is as far as I go. The Basswood jungle has printed its last pages. If you feel it's the right thing to do. Believe me, it doesn't feel right one bit, but my flame has run its course. Without Nick, without Dennis. Can't run a paper by yourself. Nor would I want to. Well, I've taken up enough of your time. I'll leave you to the other guests. Drop me a line sometime. Drop me a line. Sure thing, Walt. Und fang nicht an, jetzt in deiner Rente irgendwelche dummen Sachen zu machen. Ja, Crystal zu kochen oder so eine Scheiße. Anna ist ja überhaupt nicht hier. And you make sure to push yourself. Da ist er ja. Get some fresh air. Don't let these doctors keep you cooped up for too long now. Oh, Sam, you're finally here. I was looking for you.
Now, I know you've been through hell and back. I know that. If there's anything the Basswood Police Department can do for you, or even just little old me, you give me a holler, all right? For now, well, I got some good news for you for once. We found Declan's fingerprints on Dennis's gun. And since your testimony and Anna's corroborate Dickie's statement, no charges are going to be filed against you or Anna. It's clear self-defense. Still hard to believe a man I trusted was running a drug ring. Here. You and the Basswood police have a lot to answer for. A lot. We do. Declan pulled the wool over all of our eyes. All I can say is, we're all just Das people. erinnerte eben schon so ein No bisschen an such Sherlock thing as Holmes, the ne? Basswood police. Just people entrusted with power. And Declan, as terrible as it seems he was not always a bad person. My sin is failing to see the man he became, rather than the one he once was. Don't make it sound like a small oversight. He was part of a drug ring. You're entitled to your opinion. Everyone is. No, I do my best. Well, I'd love to stay, but I'm afraid duty calls. Look after yourself, Sam. I'll try. Na gut. Reden wir mal mit Anna. So? I wasn't sure you'd show up at all. I meant to get here before, but... You look better? Better than last week, I guess, but that's setting a low bar. It could have been even worse if you hadn't... You saved my life. Joan sucht Insekten, oder? You made sure I didn't get killed. I got you shot. Yeah, but only in a part I didn't need. I'm stronger than ever. Ow. Stronger mentally. What's wrong? I wish we'd gotten those files. The guy who was behind it all broke his neck trying to kill us. Case closed. There's still something missing. Something eating at me. Real mysteries don't wrap up in nice little bows. Maybe. Just for once, turn your brain off. So what are you gonna do next with your unshot and healthy body? I'll finish up Nick's article. It's the least I can do for him. It's the least we can do. We'll finish the article together. Uh-huh. I should go. I had a feeling you would say that. You stay out of trouble, Sam Higgs. And maybe don't wait so long to darken my doorstep again. I guess we'll just have to see, won't we? Tja. Dann gehen wir mal, wa? Mr. Tschüss, ihr alle. Not surprised to see you here. I'm a little surprised to see you. Just giving my well wishes to Miss Miller.
You did the right thing rooting out that ruffian. The town is better for it. Ich hatte schon erwartet, dass der noch auftaucht. Okay, ihr habt gewonnen. Ich gehe jetzt. Ich glaube, ein paar Minuten brauchen wir noch. Ach, Sorgen machen, papalapap. Das ist übertrieben. So. Wisst ihr, was ich vermute? Abgesehen davon, dass ich unbedingt duschen sollte. Ganz schön geschwitzt hier heute. Ich vermute, hier haben wir den eigentlichen Drahtzieher des Drogenrings. Den Imperator Palpatine zu dem Darth Vader, den wir gerade erledigt haben. I just got in over my head. I wasn't looking to fix anything. People that do real good rarely are. What you did helped everyone. Really bolstered the common good. Be proud. Common good. I've heard that before. Common good. Common good shit. Common good shit, right? I know what she'll say. Calm down. Think of the common good. I don't understand. It's not that easy to leave.
this supplier? Get out the way. Something's missing. How did Declan know I was meeting Dennis? Heard you messed up Dennis pretty good last night. Kein Genie, das ist richtig. Go check on Joan. Who overheard me and Dennis talking? Who told Declan? Your barroom brawl. I'd be best to prevent you from following that other man outside. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. Nick suspected a drug ring flourished after the mine closed. Honestly, afraid you'd end up like your friend. Good. Schockierend. Nicht. Young man, is everything all right? I was lost in thought, and I've been lost in thought a lot lately. Oh, yes. I'm sure you have a lot to think about. Nick never put it together. He was too close. It was you. What exactly are you trying to say? It wasn't enough to be a pill mill like every other two-bit pharmacy. You've been skimming. Extra boxes lost, records forged, ending up with Declan? Nah. That is a very serious accusation. The kind that, without proof, would never hold up. I saw Dickie picking up a box from your pharmacy. I know he was a dealer. I can draw a straight line through him. 3 people are dead. Their trails all lead back to you. You seem to have me confused for a criminal mastermind. I'm just a small-town businessman. Na klar. I go where there's opportunity. And I've helped this town. I've created jobs. I've invested. I never forced anyone to do anything. I've only given people what they wanted. What they needed. I was here. I rolled up my sleeves and I got to work. Where were you? I'm here now. My sleeves are rolled up and I'm getting to work. I'm not asking for you to explain. I just wanted you to know. I wanted to look you in the eye before I brought your whole world down. Joe, Kathy, Joan. Don't you threaten them. I would never, but you do. Why do you think Nick never wrote his article? Never went to the police? Just say whatever lies you think will save you. Very well, if you insist. A little girl's future and a girlfriend with an aging father both cost money. Wir haben das Bargeld ja gefunden, ne? Ways to get what they want. The question is, who profits? Criminals? Mobsters? Lowlifes? Take out the middleman and a worse one slides in. Nick understood as much. He wasn't like that. You didn't know him. Did you? He was going to bury the story. It doesn't matter what lies you tell. I knew who Nick really was. Admirable, if misguided. People rarely show their friends who they really are. What Nick did is irrelevant. What matters is what you'll be doing. If you drop this misguided effort to accuse a kindly old man of heinous acts, I promise Kathy, Joe, and Joan will want for nothing. However, if you follow through with this foolishness, I hardly doubt I'd spend even a single day behind bars. I'm old. I have money and lawyers, and when I speak, people listen. But what of Nick?
Who took bribes? Buried the truth? What will his daughter think when I have no choice but to reveal he is just another dirty reporter? And let's not forget poor Kathy, who worked directly for me. It would at least cost her her job. Isn't being a single parent hard enough? Don't throw their lives away, Sam. Learn from your mistakes. Und da haben wir sie. Die wahrscheinlich letzte Entscheidung in diesem Spiel. Ich würde ja tatsächlich sagen, eigentlich ist die Antwort offensichtlich. Also eigentlich haben wir uns schon entschieden. Aber ich überlasse trotzdem euch die Entscheidung. Das eine Frage oder eine Entscheidung? Das sind so die Momente, wo die Latenz mich dann doch so ein bisschen ärgert, ne? Aber das Schattenspiel auf seinem Rücken ist so schön anzugucken. Das überbrückt die Wartezeit für mich so ein bisschen. Naja, in der Konfrontation mit sich selbst in seinem Gedankenpalast hat er sich entschieden, die Wahrheit über alles. Scheiß auf die Gesellschaft. Ne, wenn er dem Pfad weiter folgen will, dann muss er jetzt auch hier an dieser Stelle das Angebot ablehnen. Würde ich genauso machen. Also nicht ich persönlich, wenn ich jetzt da stehen würde, da weiß ich tatsächlich nicht, was ich machen würde, sondern wenn ich diese Entscheidung für diesen Charakter jetzt an dieser Stelle treffen würde. You can do whatever you want. I'm gonna finish what Nick started. Maybe you'll go to jail, maybe not. But people will know what you did. And they'll all know the common good never factored in. You did it all for yourself. And I'll make sure the life you've built burns for it. Da hat er aber nochmal ganz böse in die Kamera geguckt. Oder beziehungsweise theoretisch eigentlich eher an der Kamera vorbei, aber... Well, folks, I hope you got your seatbelts on. Because we've got one nasty story coming up. 2 years ago, West Virginia, a small mining town loses its mine. Income plummets, unemployment skyrockets. The stage is set for an unscrupulous pharmacist to roll into town. Two years later, over 1 million pills were shipped to the small West Virginian town of Basswood. Many sold right here on our streets. The article by journalist Samuel Higgs goes on. Information brought to light in this article led to the investigation of Hugh Kirkland, a seemingly respectable senior, who turned out to be the mastermind behind this pill mill scheme. The Basswood Police Department is now under investigation. How the small town of Basswood can recover from such a blow is anyone's guess. All right, time to kick up your feet on the dashboard.
Nicht unbedingt der überraschendste aller Plot-Twists oder die originellste aller Geschichten, aber war okay. Ob der Song lizenziert ist? Könnte ich dafür noch mal Probleme kriegen? Ja, das war's also. Twin Mirror. Wir haben es geschafft. Wir haben das Spiel durch. Und im Großen und Ganzen betrachtet, glaube ich, auch mit einem relativ erfolgreichen Ende. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich nicht weiß, wie viele verschiedene Pfade durch diese Geschichte es letztendlich tatsächlich gegeben hätte. Insgesamt war es ja doch eher eine relativ lineare Erzählung, wage ich zu behaupten. Im alles entscheidenden Moment eingeschlafen, meinst du wohl? Ach ja. Da lässt du mich einmal kurz unbeaufsichtigt und ich krieg unsere Hauptcharaktere fast noch abgeknallt hier. Sowas kannst du doch nicht machen. Du siehst doch, was dann passiert. Oh, es gab sogar Production Babies. Ich frage mich ja, wie lange dieser Abspann tatsächlich geht hier. Ich fand das Spiel interessant. Also dieses grundlegende Konzept mit dem Gedankenpalast fand ich tatsächlich relativ spannend implementiert, auch wenn es letztendlich abgesehen von der finalen Konfrontation mit Declan jetzt vielleicht nicht in dem Ausmaß genutzt hätten, wie sie es eventuell im Rahmen des Spiels hätten nutzen können. Aber wie gesagt, andere Spiele, die auch in so eine ähnliche Richtung gehen, so mit Gedankenpalast und Schlussfolgerung ziehen aus den Informationen, die du hast und dann quasi dir den richtigen Ablauf zusammenschustern, um am Ende tatsächlich den richtigen Kriminellen dann zu überführen. Das hast du in mindestens 2 oder 3 von den diversen Sherlock Holmes Spielen, die es da draußen so gibt, hast du das auch. Und natürlich in so Spielen wie Ace Attorney, wo ich an dieser Stelle schon mal ankündigen möchte, dass ich das in meinem Urlaub jetzt im September auf dem Kanal auch wieder starten werde. Ja, jetzt im September, also mein Urlaub startet offiziell am 5. September und irgendwann, jetzt im September, wird es hier auf dem Kanal definitiv mit Ace Attorney weitergehen. Dann gibt es natürlich noch so Spiele wie Danganronpa, die gehen ja natürlich auch in eine ähnliche Richtung. Werfe ich nur für Leute, denen dieses Spiel gefallen hat, jetzt einfach mal so in den Raum. Danganronpa hat ja tatsächlich sehr viel von Ace Attorney. Mit einem... ich wage mal zu behaupten, etwas verrückteren Setting, aber trotzdem ganz cool. Ansonsten gäbe es natürlich noch die diversen Life is Strange Titel, um beim Entwickler dieses Spiels zu bleiben. Wir haben ja tatsächlich nur das allererste Life is Strange gespielt, ne? Jetzt gäbe es noch mindestens 3 weitere Spiele. Auch das werfe ich an dieser Stelle mal in den Raum. Dann ja. Und wenn ihr natürlich noch irgendwelche Vorschläge habt, könnt das natürlich noch in den Chat schreiben oder falls ihr das Ganze jetzt zu einem späteren Zeitpunkt als VOD auf YouTube gucken solltet, könnt das natürlich noch in die Kommentare schreiben oder ihr schreibt es als Vorschlag auf unserem Discord-Server. Einen entsprechenden Einladungslink findet ihr, wenn ihr das Ganze hier gerade auf YouTube verfolgt, natürlich direkt wieder hier unten in der Videobeschreibung oder alternativ auch auf der Kanalbeschreibungsseite auf YouTube oder auf der Startseite des Kanals auf Twitch. Gibt also diverse Möglichkeiten, den Discord-Server zu finden.
Ja, auch da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Es gibt einen Sendeplan, den ich versuche immer möglichst aktuell zu halten, wo man mal reingucken kann, wann denn für den kommenden Monat eventuell welcher Stream geplant ist. Ich habe eine Auflistung sämtlicher Projekte, die es auf dem Kanal bisher gegeben hat, auch mit Auflistung, ob das Projekt abgeschlossen ist oder nicht, ob es im Rahmen von so einem Format wie Surprise Sunday erfolgt ist und auch nach Genre sortiert. Also da könnt ihr auch mal reingucken, ob ihr vielleicht irgendwas findet, was wir schon gemacht haben, was euch eventuell noch interessieren könnte und was ihr euch vielleicht hier auf dem Kanal dann auch nochmal anschauen wollt. Viele, viele Möglichkeiten gibt es. Den nächsten Livestream gibt es schon morgen oder wenn ich so auf die Uhr gucke, sollte ich eventuell sagen, den gibt es heute schon. Ja, natürlich mit uns in Kontakt. Du bist irgendwie immer mit dabei. Und Chris gibt es ja auch noch. Ja. Auch wenn ich hier natürlich an vorderster Front stehe. Und ansonsten den nächsten Livestream gibt es ja heute schon. Da spielen wir nämlich Man-Eater weiter, das Open World High Action RPG und versuchen endlich Rache für den Mord an unserer Mutter zu nehmen und danach wird es eventuell noch richtig crazy. Auch da bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt, was uns da noch erwartet. Ganz genau, so sieht's aus. Ja. Ja. Eine Sache, die ich mich halt immer noch frage, ist, hätte es wirklich großartig alternative Ausgänge gegeben? Ja, ich denke bei der finalen Konfrontation mit Declan wahrscheinlich. Da hätte es wahrscheinlich so ein paar Sachen gegeben, in welche Richtung das Ganze hätte gehen können. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das schon relativ lineal aufs Ziel ausgerichtet. Also ich glaube, wir hätten nicht so viel anders machen können, als wir gemacht haben. Es ging mehr ums Kombinieren der Hinweise, die wir haben, als darum, wirklich viele Entscheidungen zu treffen. Gute Nacht. Eine Spieleliste in Discord, ja. Könnte ich reinhauen. Wir haben in der letzten Zeit ja auch häufiger mal in den Streams abgestimmt, welches Spiel wir als nächstes spielen wollen. Auch das wird es höchstwahrscheinlich im September dann auch wieder geben. Da wird es wieder 4 Spiele zur Auswahl geben. Und dann gucken wir mal, was es am Ende wird. Das Voting startet da meistens 24 Stunden vor der Zeit. Und ansonsten haben wir es mal wieder geschafft und haben ein Spiel hier erfolgreich zum Abschluss gebracht. Ich habe hier noch 2 Tagebucheinträge, die kann ich noch kurz vortragen hier. Einmal noch ein letzter Eintrag zu Sam. Alles, was passiert ist, hat mich zu der Überzeugung geführt, dass ich endlich entscheiden muss, wer ich eigentlich sein will. All diese Menschen um mich herum, die ihre Wahrheiten und ihre Beweggründe aussprechen. Es ist unmöglich, sie alle zu versöhnen. So etwas wie Glücksgefühle kann es in diesem Chaos nicht geben. Aber Glück ist nicht das Einzige, dem nachzujagen sich lohnt. Und für Dennis haben wir auch noch mal was, spannenderweise. Er wusste mehr, als gut für ihn war. Das war Dennis' Ende. So, aber für You zum Beispiel gar nicht? Ah, finde ich schwach. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schwach, Spiel. Aber okay. Nehme ich so hin. 66% aller Spieler haben übrigens das schmutzige Geld von Hugh abgelehnt. Ja. Das war's. Twin Mirror. Spätestens im September gibt es dann hier neue Adventure-Kosten auf dem Kanal. Und wie gesagt, heute geht es erstmal weiter mit Man-Eater. Morgen spielen wir noch mal ein bisschen Satisfactory und dann wird erstmal wieder so ein bisschen Sendepause sein, weil da muss ich noch mal ein bisschen arbeiten, bevor ich mich dann endlich in meinen wohlverdienten Urlaub stürzen kann. Und damit auch in jede Menge Streaming-Zeit mit euch. Ich freue mich schon. Ich bin der Rio. Ich klinke mich jetzt hier an dieser Stelle aus, bedanke mich für euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es hier auf dem Kanal wieder heißt Let's Play Better. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht.